So, da sind wir. Servus erstmal in die Runde. Und natürlich erstmal Servus an die Mara, die im Hintergrund auch da ist. Hallöchen, Servus. Und irgendwelche wilden Sachen macht. Das ist richtig. Mal noch eben die Brille putzen, damit ich hier auch richtig reingehen kann, ne? Ich habe schon gelesen, Ruhrpott-Galiola. Ja, wäre auch ein guter Titel gewesen. Aber leider haben die im Spiel wieder den Kopf ausgetauscht. Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise hätte er meiner sein müssen. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Optimus Prime, Servus, Niklas, Chico, Golio, Andreas, Jalix. Mara mal begrüßt. Pascal, guten Abend. Olli FCB, Servus. Ja. So sieht's aus, ne? Simone, moin. Ascharan, Servus. Riad, Servus. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingezockt. Ich habe nur mal gestartet, weil ich natürlich die richtige Datenbank laden musste, damit wir auch deutsche Vereine richtig haben und nicht Bavaria München, sondern Bayern München und so. Bin gespannt, was auf uns wartet. Vorhin schon gelesen hier kurz, Meinung zum Ausrüsterwechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Leute, was soll man als deutsche Nationalmannschaft denn auch ein deutsches Unternehmen haben? Jetzt mal ernsthaft. Ist doch lächerlich, oder? Fußball ist halt nur noch ein Geschäft. Ich denke, das sieht man an dem Beispiel nochmal perfekt. Ja? Wenn man dafür ein paar Millionen mehr den Ausrüster wechselt bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber was soll man uns daran hochziehen, ne? Ja, echt, ne, Jabba? Hat dann nicht einfach den Kopf weggemacht. Ja, wir spielen natürlich Männerfußball. So, jetzt müssen wir erstmal Länder auswählen. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das irgendwas beeinträchtigt hier. Performancemäßig. Wahrscheinlich dauert dann so ein Spieltag ewig, wenn der 20.000 Ligen simuliert. Von daher müssen wir da jetzt mal ein bisschen Abstriche machen, denke ich. Schauen wir mal durch. Ja, komm. Also die abgewählten Länder werden zur Beschleunigung des Spielablaufs auf 8 Vereine reduziert und können nicht aktiv gespielt werden. Dorthin verliehene Spieler werden gelöscht. Diese Länder nehmen aber weiter an internationalen Wettbewerben teil und sorgen für Spielernachschub. Okay. Können wir also erstmal alles, wo wir nicht unbedingt spielen wollen, als Trainer, können wir erstmal auswählen. Dänemark 12 Ligen, Alter. Haben die alle eine Birne? Ich lasse mal so die Großen an. Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Irland will ich auch nicht hin, Alter. Nach Irland würde ich eventuell immer hin, ja. Aber als Fußballtrainer muss ich auch nie nach Irland, Alter. Wir gucken mal, was er da sagt dann, wie viele wir hier... Da wollen wir auch nicht hin. Nordirland, Norwegen, Österreich wollen wir eigentlich auch nicht hin, aber... Ja, das sind ja schon Fußballnationen. Weiß 5 Ligen, Alter. Tschechien wollen wir auch nicht hin. Ja, kommt Türkei, da sind wir drin. Ukraine wollen wir nicht, Ungarn nicht, Welt, Zypern, Ägypten, Nigeria, Angola. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich irgendwohin Spieler noch verleihen kann, wa? Also Elfenbeinküste lassen wir mal drinne. So, irgendwie ein bisschen Mix haben. Südafrika, Spanien, China, J-League, weiß ich auch. So, wir in Kanada, hä? Mexiko wollen wir auch nicht hin, Alter. Ja, müssen auch so ein paar südamerikanische müssen wir ja auch noch mitnehmen hier, oder? So, was haben wir denn? 29 simulierte Länder, 142 simulierte Ligen. Auslastung ist immer noch scheiße, aber... Habe ich irgendeine wichtige Liga vergessen? Nee, wa?
Gerard und Servus erstmal, ne? Bandscheibe, Servus. Oliver 31, Grüße. Jay McLean. Servus. Moin an alle Fans des FC Bayern. Manu verletzt, ja mein Gott. Das ist doch abzusehen in dem Alter. Da hast du halt öfter mal ein Bewegchen. Du bist halt keine 20, 25 mehr, Alter. Ist doch normal. Wenn du dann von 0 auf 100 nach so einer Verletzung gehst, wie es der Manu gemacht hat, dann bleibt das nie aus, dass man da irgendwelche... Wer wird Europameister? Hier Griechenland natürlich. Oder Dänemark. Weißt du? Wie früher, so als Nachrücker. Ideen. Rücken einfach mal nach, bam, Europameister. Nee, keine Ahnung. Ich bin nicht drin im internationalen. FIFA von Sega ist um einiges realistischer. Ja, ist mir scheißegal, war. Interessiert mich nicht. Ja, kam Bayern. Auch wenn du den lieber gesehen hättest, interessiert mich das leider auch nicht. Weil ich spiele wie a Football 2024 und nicht ein FIFA-Manager. You know? Ist dasselbe wie FIFA oder Pro Evolution Zocker? Glaubensfrage. Gut. Ich smash noch mal kurz einmal durch. Italien. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so einen von den Großen vergesse, weil das wäre ja schon übel. Es kann ja auch sein, dass der scheiße ist. Und dass er mir nicht gefällt. Dann ist das so. Das werden wir jetzt halt zusammen herausfinden. Aber zumindest könnt ihr jetzt klug scheißen über meine Entscheidungen hier. Ui ist auch schon wieder verletzt, oder was? Ja, Muskelfaserriss auch. Ich dachte, der war erst wieder da. Und die sind schneller weg, wie sie wieder da sind. Yokai muss man ja nicht gleich so sagen. Ja klar muss man das so sagen. Also ich gehe ja auch nicht zu jemandem im Stream, der, was weiß ich, Tiki-Taka spielt und sagt, ey, du musst aber Kaka-Tiki spielen. Wo ist der Grund? Ja, du gehst ja auch nicht in Bayern-Stream und sagst, ich möchte jetzt über Dortmund quatschen, also. Weißt du? So ein Ding. Und dann kann man das auch so klar kommunizieren, denke ich. Bevor ich das 100-mal heute hier beantworten muss. Ja, gut. Wenn so lange ein Spieltag dauert, dann habe ich auf jeden Fall immer Zeit für den Chat. Ist doch schön, oder? Dann kriege ich auch was vom Chat mit. Ja, Anbo, servus. Salomboy. Den Rest der Saison aus. Ja, Halleluja. Ja, wahrscheinlich sind dann die Leute, die gesagt haben, dass er kein Bayern-Niveau hat, fühlen sich dann bestätigt jetzt. Er hat halt keinen Bock auf Bayern, deswegen hat er sich verletzt. Jay McLean, ich weiß, dass das nicht böse gemeint ist. Ich wollte das halt einfach nur mal kurz klar kommunizieren. Alles gut. Soll ich gehen? Anbu, das weiß ich nicht. Ja, ich sehe das Augustiner schon. Ich glaube, es wird heute auch ein Augustinerabend werden. Gut. Ich habe hier schon vorhin einen erstellt. Ich habe mal hier unten 3 Sprachen reingemacht, weil der Gerard Berger ist da, der kann Französisch. Der kann dann unterstützen. Aber hier steht, zu Beginn des Spiels können Sie Sprachen angeben, die Sie bereits beherrschen. Sie steigern damit Ihre Chancen auf einen Vertrag in den entsprechenden Ländern und können mit bestimmten Spielern besser umgehen. Im Laufe des Spiels können Sie unter Persönliches auch weitere Sprachen lernen. Ja, also wir lernen sogar noch Sprachen nebenbei hier in dem Spiel. Das ist gar kein Problem, Leute. Oder sollen wir Spanien nehmen? Spanische Liga ist vielleicht interessanter wie französische Liga, oder? Die Option hatte Brian auch bei seinen Vertragsverhandlungen. Hat ihm auch nicht viel gebracht. Oder Italienisch. Komm, wir nehmen Italienisch. Italienische Liga ist doch auch noch interessanter wie spanische und französische, oder?
Weil wir haben jetzt am Anfang eh nicht, weil wir spielen ja sehr wahrscheinlich Karriere. So. Dann haben wir schon mal gute Chancen für deutsche, englische und italienische Liga. Venezuela musst du drin lassen? Das weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch drin hatte. Was ist deiner Meinung nach ein Transfer, den der FC Bayern für die nächste Saison tätigen sollte? Florian Wirtz. Schwierigkeit, I don't know. Ich würde sagen, wir lassen erstmal alles hier auf normal. Wir gucken mal, was wir hier gefordert sind. So, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, nee. Vereinsgründung, Karriere, Vereinsauswahl. Wir starten natürlich in eine Karriere rein. Ne? Wir arbeiten uns natürlich von unten nach oben. Ja, denke schon. Wir können natürlich auch den FC Bayern wählen und wir könnten mal den Tuchel zeigen, wie man eine gute Saison spielt. Ja. Jetzt ist total überbewertet. Warum? Ja, na klar sind hier richtige Namen drin. Was ist denn los? Meinst du, wir spielen hier Pipifax oder was? Frech. Aber bei Bayern müssen wir doch nur durchklicken, oder? Da haben wir ja nichts mit Transfers und so. Ja, wenn ihr alle Bayern wollt, dann mache ich auch eine Saison Bayern. Dann gucke ich mir den Manager mit dem FC Bayern an. Ja. Eieiei. Muss ich jetzt aber liefern, ne? Teamstärke. 2 Sterne oder was? Und Dortmund hat auch 2 Sterne, oder? Wollen die mich jetzt schon verarschen, oder was? Aha, und Bayer Leverkusen mal schnell auch noch auf 2 Sterne hochgezogen, weil der Alonso der Trainer ist, oder was? Das ist ja schon frech. Jetzt will die Dortmund auch nur ansatzweise... Leute, es geht schon los. Triple muss kommen, ja, aber Minimum. 6 Tubel eigentlich. Mit Entlassungen spielen? Ja klar, wenn wir entlassen werden, dann sind wir entlassen, ne? Dann fallen wir ab wie der Nagelsmann. Das kann passieren, Alter. Es kann passieren, der Uli, der schwingt den Hammer und sagt, so, das war's, Junge, du bist jetzt weg. Bester Spieler, Joshua Kimmich, Alter. Komm, jetzt hör mir doch auf. Wir müssen den sofort wieder deinstallieren, den Manager hier. I like it. Bester Spieler, Joshua Kimmich, Alter. Da fällt mir doch ein Ei aus der Hose. Bevor ich überhaupt den ersten Spieltag spiele. Junge. Joshua Kimmich. Königtransfer Harry Kane. 56 Millionen. Aha. Alter, Betty. Größtes Talent Manuel Neuer. Was ist denn hier los? Da wenigstens die Trikots stimmen. Ei. Das wird wild heute. Seltsam vom Wechsel von Ajax zu Nike habe ich gerade schon mal gesagt. Hier sieht man halt, ja, dass Fußball nur noch Geschäft ist. Und das auch bei den nationalen Verbänden, ja, es gibt keine Romantik mehr. Ja? Wenn man das... Ich kann nur immer sagen, die schwarzen Franz Beckenbauer Adidas Schuhe, Alter, so. Ne? FC Bayern würde sie gerne verpflichten. So, jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir erstmal unser Geld aushandeln hier. 400.000 nur, Alter. 400.000. Thomas Tuchel kriegt, was weiß ich, 12, 13, 14 Millionen. Frech, Alter. Wenn ich gehen will, darf ich das im letzten Vertragssatz sehen. Nee, das brauchen wir nicht. Nach einer Lasse bekomme ich 100 statt 50% des Restgehalts. Mehr kann ich hier nicht verhandeln, oder was? Komm, ich mach den Haken mal rein hier. Sie dürfen aufgrund ihrer Managerstufe nur eine Option wählen. Wie lange haben wir Vertrag? 2 Jahre, also 1,5 oder wann starten wir denn hier? Starten wir jetzt in der aktuellen Saison oder was? Junge. Wollen Sie direkt am Spielstart? Nein, wir sind kein Nationalmannschaftsmanager. Geh weg damit. Weißt du, aber er hat keine Zeit, ja.
Schicke alle Jugendspieler in die zweite. Ich verleihe einfach alle. Ich verleihe einfach 50 Spieler. Kimmich nicht auf die 6. Kimmich wird direkt verkauft, Alter, wenn wir vor der Saison starten. Den gebe ich direkt ab nach Barca für 100 Mille. Und kauft direkt den Wirtz ein. So ein Ding wird das. Okay, Bayern, danke. Bester Spieler Joso Kimmich, ja. So, herzlich willkommen. Naja. Links ein bisschen Ähnlichkeit. Ah, guck mal, hier haben wir schon richtig schönes Gelände, fertig gebaut, da brauchen wir gar nichts mehr machen, ey. Spitzenclub halt, ne? Ja, was willst du dazu sagen? Es ist halt, Fußball ist halt nur noch ein Geschäft. Da gibt es keine Historie mehr oder sowas. So, Trainingsbeginn. Saisonvorbereitung. Heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 23/24. Perfekt. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Man wird sehen, ob die Mannschaft die Feierlichkeiten der letzten Saison gut überstanden hat. Das wollen wir hoffen, ne? Sonst müssen wir die Medizinbälle rausholen. 4 Aktionspunkte habe ich. Sehr gut. Was immer die uns bringen. Unser Ziel ist Platz 1. Ja, na klar, was sonst? Da brauche ich gar nichts verhandeln, Alter. Das Vermögen des Vereins kann deutlich höher sein als ihr Budget, da sie natürlich nicht alles in einer Saison ausgeben sollen und dürfen. 150 Millionen Vereinsvermögen. Fernsehgelder Liga. Okay, wofür sind denn jetzt Aktionspunkte? Sie hatten zusätzlich 2 Verhandlungspunkte. Möchten Sie das wirklich einsetzen? Nee. Will ja eigentlich gar nichts. Wir könnten ein Budget ein bisschen höher aushandeln, ne? Oh, da wird das Präsidium aber gleich knackig hier, ne? Ja, wir nehmen mal die 84,5 Millionen mit, Alter. Sehr gut. Bis dahin sind die verdorben, Jewart. Kannst du dann nicht mehr nutzen, die Eier. Trikot festlegen. Ja, ist doch schon alles fertig, Alter. Weiter geht's. Neuer kann größer werden, ja. Denke ich auch. So läuft das bei mir. Bitte legen Sie die Regeln fest, die bei Ihnen gelten werden. Ja, also, Alter, Mannschaft. Setze auf Erfahrung, das Alter spielt keine Rolle für mich. Perfekt. Form. Die aktuelle Form ist nur ein Faktor. Jeder kann sich im Training anbieten. Ja, klar kann sich jeder anbieten, Alter. Rotation. Jeder bekommt seine Chance. Präsidium, Strategie. Wir wollen uns mittelfristig verbessern. Wie sollen wir uns denn noch verbessern? Ziel ist ein langsamer Aufbau. Ziel ist kurzfristiger. Ja, wir lassen mal die Mitte. Spielweise. Wir haben eine gute Balance zwischen Offensive und Def. Wir spielen offensiv natürlich, Leute. Also, was ist los? Besser 5-2 als irgendwie 2-1 Geschisse. So. Transfermarkt. Aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen. Kaufe nur Spieler, die ich teuer weiterverkaufen kann. Nein. Wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Wenn ich den Kimmich dann verkaufe, dann geht bestimmt die Beliebtheit richtig in den Keller, oder? Dann wird der Uli gleich böse. Komm, wir machen mal den Jugendjahrgang, oder? Ah, für 2. Du müsstest vielleicht mal gucken, dass du deine Cam anders positionierst oder dich ein bisschen kleiner machst. Ja, also muss ich eh gucken, wo ich gleich hingehe. Dann muss ich die ganz ausmachen. Ist ja alles noch so vorgeplänkelt hier. Mache ich denn eigentlich auch beide an? Hier ist der Wind. Geh mal kurz dahin. Kann ich auch schon mal kleiner machen. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir im Hauptbildschirm sind. Ja, ich würde da 2 Prozentpunkte kriegen, wa? Wenn ich aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen nehme.
Aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn... Komm, wir lassen den mal. Wir müssen ja auch mal unsere große Fresse, die wir immer erzählen, müssen wir jetzt ja auch mal Taten folgen lassen hier. Zack. So, Sie müssen jetzt die Rückennummern für die kommende Saison zuweisen. Ey, wie, passiert das nicht automatisch, oder was? Ist doch schon alles. Können wir doch alles lassen. Obwohl, komm, ich nehm den Schuppo die 13 weg, oder? Der hat ja eigentlich nicht verdient, der Schuppo. Nein, darf ich nicht. Wir müssen den Schuppo erst verkaufen. Dann können wir die neu zuweisen. So, wen haben wir denn alle? Haben wir überhaupt alle hier drinne? Eieiei, der Pavlo hat nur eine 6,6er Stärke. Der Teller... Alter, das ist aber frech, oder? Wie kann denn der Pavlovic nur 6,6 haben, wenn der Tell 10 hat? Und der Ulle 9,9. Davis 12,1. Alter, fällt mir ein Ei aus der Hose. Mazraoui 11,7. Junge, wer hat sich das denn ausgedacht? Ach du grüne Neune, ey. Wild. Nee, Torki, da musst du mal aktualisieren. Also an meiner Übertragung liegt das definitiv nicht. Wenn da irgendwas unscharf bei dir ist. Wo guckst du denn? Auf Twitch oder? Oder auf YouTube? Ich sehe auch gerade, dass ich hier die ganze Zeit nur den einen Chat gucke, anstatt den anderen auch, ne? Ich muss den anderen mal hier runterschieben. Warte. Frech. Die ganze Zeit. Was habe ich ignoriert? Den Twitch-Chat, ne? Frech von mir. Der Ambo. Ich gleich benachteiligt, ja. Zu Recht, ne? Zu Recht. Mein Gott, schiebt er das Fenster dahin. So. Der Kimmich, der braucht hier nicht verhandeln, den verkaufe ich direkt. Sie sehen jetzt. Ich muss mich nur erstmal hier reinfuchsen in die ganze Story hier. So, Wochenstart. Diese Woche finden keine Spiele statt. Finanzen, Sponsoren, Fitness. Nächstes Spiel in 40 Tagen gegen Werder Bremen. So, kann ich denn jetzt hier vertickern oder auf Transfermarkt knallen oder was? Vertrag Das ist ja auch geil. Wenn du gut bist, holst du mit Bonazar den Ballon d'Or. Nee. Dann wäre ich nicht gut, Alter. Dann wäre ich legendär. Reicht nicht aus. Da gibt es keine Steigerung für. Aber guck mal, selbst der Bonazar hat eine 8,8. Und der Pavlovic eine 6,6. Junge. Hä? Ist ja wohl eine Frechheit. Junge. Aber vielleicht werden wir den hier los. Spiele verschieben. Kann ich die zweite Mannschaft schicken, oder was? Den Hall of Fame aufnehmen. Ja, ganz bestimmt, Alter. Hat nicht trainiert. Trainingseindruck. Hat nicht trainiert. Ja, wir haben noch kein Training gehabt. Ist Trainingsstart, Leute. Ruhig bleiben. Ich vereinbare mal ein Gespräch mit ihm. Ja. So. Nummer 1. Weiß nicht, ob wir sie dann irgendwie auf Dingens setzen können. Josua. Gespräch vereinbaren. Zack. Leon, Gespräch vereinbaren. Knallhart wird hier jetzt aussortiert, Leute. Machen wir gar nicht mit. Leroy machen wir auch. Direkt Gespräch vereinbaren. Wahrscheinlich kann ich sie dann nur loben oder so ein Scheiß. Knabri, hier Gespräch vereinbaren. Zack. Thomas behalten wir mal noch. Chupo weg. Ziehen wir auch nicht mehr ein Jahr durch. Obwohl, eigentlich müsste ich ja mit demselben Kader das Jahr spielen, ne?
Denselben Kader, der Tuchel auch hatte eigentlich. Fonsi, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal, was passiert beim Gespräch. Vorsicker, guten Abend. Sammy, servus. Salome, Grüße nach Saarbrücken. Howie, servus. Einen besseren Trainer für Standards einstellen. Ja, genau, müssen wir auch noch. Hoffentlich kann ich das zuweisen, alles. Ich kann hier nur Vertrag verlängern, verschieben. Ach, hier auf Transferliste setzen. Guck mal. Hier gar nicht sprechen brauchen, Alter. Ist ja noch besser. Hier, tschüss. Was soll mit Bunasar passieren? Verkaufen. Kimmich. Verkaufen. Leon bin ich noch unschlüssig. Leroy muss gehen, Leute. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren. So. Schupo kann auch direkt weg. So. Das Team ist sehr zufrieden. Das ändert sich noch. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn selber Spieler kaufen? Nächste Spiele. Tabelle. Okay. Das ist derselbe Mist, aber auf der anderen Seite. Ich weiß noch nicht, wohin mit der Cam, ey. Können wir gleich mal gucken. Sonst mach ich sie aus. Ist ja auch nie so wild. Fitness, Finanzen, was können wir hier machen? Nächstes Spiel, Spielförderung. Spielerförderung. Ja, wir fördern natürlich direkt mal den Pavlo hier. Frech, Alter. Diesen Spieler zusätzlich boosten. Ja, möchte ich. So, was haben wir sonst hier? Kader verbessern, organisatorisches. Ja, wo kann ich den Schwerpunkt denn festlegen, oder? Ach hier, Trainingsschwerpunkte, oder was? Fitness. Was haben wir denn hier alles? Ja, Fitness ist natürlich erstmal gut. Zum Start der Saison ist Fitness natürlich gut. Wild. Also hier kann ich alles nichts machen, oder was? Wäre cool, wenn du das erste Jahr den Kader so lässt, wie es echt ist. Ja, wir gucken mal, ob wir machen das mal so. Komm, wir gucken mal, ob wenn wir gute Angebote reinkriegen, dann gehen wir rein. Wir gucken mal. Aber ja, eigentlich fühle ich das auch. Auf der anderen Seite. Was meinst du, wie der Kimmich reagiert, Alter, wenn er nicht mehr im defensiven Mittelfeld spielen darf? Dann dreht er frei. Herrlich. So, das ist mein Hauptbildschirm hier, oder was? Zentrale, allgemein. Sehr gut. Trainingszustand, Kondition, Frische. Ja, das ändern wir ja jetzt gleich. Einer für alle für einen. Jo. Budget noch verfügbar. Wir haben 84,5 Millionen, die wir noch rausballern können. So, sehen wir denn hier auch irgendwo unsere zweite Mannschaft? Kann ich da was hochziehen oder was? Krisensitzung, Bewertung Kader, Teamfortschritt. Was trainiert der denn hier? 1 gegen 1. Unersatten schlechten Kopfball. Ja, wenn das alles wäre, was schlecht wäre, Alter.
Wie komme ich hier wieder zurück? Zweite Mannschaft. So, pass mal auf. Was haben wir denn hier? Guck mal, ist der Buchmann noch in der zweiten Mannschaft sogar. Aber den brauchen wir ja nicht hochziehen, der ist ja dauerverletzt. Macht ja keinen Sinn. Na, Steve Breitkreuz ist aber hier eine Maschine, Alter. Stärker wie der Pavlovic. Der wäre schon nicht so ein. Verdiene Spieler haben wir nicht. Spielerbeziehungen. Ach du Grüne. Also ich muss hier mal auf erst. So. Verliehene Spieler. Ja, Halleluja, Alter. Malik Tillmann 10,1. Stani 10,6. Nübel 11. So. Opa ist ein Anführer, oder was? Ach du Scheiße. Warte, ich muss den Kimmich raussuchen. Kimmich ist Bro mit dem Leon. Ja, aber sein bester Freund Serge taucht hier nicht auf. Ja, haben wir den Salat. Und wer sagt denn, dass der Minjay noch nicht Deutsch spricht? Oder nicht Englisch? Spricht der Kimmich kein Englisch, oder was? Was ist das für ein Anführer? Bild. Teamhierarchie. Guckt's dir an. Kann ich die verschieben? Guck mal, wie viele Führungsspieler wir besitzen. Leroy Sané, Alter. Was ist denn los? Hier, De Ligt hier unten. Unterwegs ist der Schupo Außenseiter, Alter. Ulle ist auch ein Außenseiter. Ja, nee, ist klar. Ulle ist ein Außenseiter. Mhm. Ei. Hier müssen wir aber einiges umsortieren. Bild. Leon weg. Leroy tut weh, ist egal. Wie viel 2 mit einer Doppelspitze? Ja, wir werden das hier mal alles ignorieren, wa? Ich smash nur mal einmal durch, was wir hier überhaupt so machen könnten. Jugend können wir auch ein paar Spieler wahrscheinlich hochziehen, oder was? Ach, guck mal, selbst die sind stärker wie der Pavlovic, Alter. Was ist denn los mit diesem Spiel? Das ist schon frech, oder? Kann man den denn so schlecht sehen? Eieiei, nur damit ich den nicht aufstelle. Ne, ich stelle den trotzdem auf. Werdet ihr sehen. Ist egal. Reicht für die Bundesliga, Alter. Reicht. So, mal gucken, wie viele Verletzte wir hier zukünftig haben werden. Reisen und Sportliches. Machen wir Trainingslager oder was? Nee, wir ziehen durch in der Heimat. Eieiei. Christi kriegt mehr Geld wie ich. Hast du mal geschaut wegen Entwickler des Spiels? Vielleicht ist das so Kimmich Goretzka GmbH und die haben das. Nee, das ist der Entwickler von Anstoß, ey. Schon wild, ey. Infrastruktur sollte ja alles passen bei unserem Verein, wenn wir hier so einen fetten Verein nehmen. Ach, Sponsoren, müssen wir die noch aushandeln, oder was? Nee, Laufzeit bis 27, guck mal. Ausrüster. Wie, wir haben keinen Ausrüster, oder was? Dann müssen wir mal einen suchen. So geht's ja nicht, wa? Hier einen Elme-Sponsor müssen wir aussuchen, oder? Nee, der war noch Vertrag, wa? Aber läuft aus, okay. Ja. Tribünen. Es wurde gefragt, mit welcher Datenbank du spielst. FM-Zocker-Gedöns. Oder? Schon.
Wie en Football Workshop. fmzocker.de. Gut. Alles gut. Training haben wir eingestellt. Aber im Training kann ich nichts einstellen, oder was? Die Aufstellung brauchen wir noch nie machen. Taktiken, Persönliches. Machen wir auch noch nicht. Persönlich sind wir eine Maschine, das steht ja außer Frage. Assistenten. Trainer macht komplette Aufstellung. Ja, hast du einer eine Birne oder was? Trainer besetzt Bank, ich glaube, es sackt. Ja, komm, Trainingsgruppen lassen wir ihn mal. Trainer macht alles hier, oder was? Ha? Ja, du Fanbetreuer kann natürlich die Fans betreuen hier, ist ja keine Frage. Leiter, Finanzen und Sponsoren machen auch alles wir, wie es aussieht. Platzpflege macht natürlich der Gebäudemanager macht Platzpflege, das ist ja wild. Das ist ja wild. Na gut. Achso, das ist nur Erfolge. Ja, ich kann anscheinend hier sonst nur, das war das Einzige da vorne einstellen, Fitnesstraining, oder was? Das ist Ja, alles. Sammy schreibt, das Training kannst du erst einstellen, wenn du eine Woche beendet hast. Ah, okay. Okay. Ich habe 48 von 44 Stunden verplant. Ja, das ist aber wild. Real Life halt bei dir. Ja, es passt schon. Was können wir denn bekommen? Wir könnten doch auf jeden Fall einen rechten Außenstürmer. Könnten wir mal nachsuchen gehen. Ja, muss schon riesig sein, das Talent, ne? Land ist uns völlig Wurst. Können wir alle anhaken hier, oder was? Anscheinend nicht. Das ist ja wild. Okay, pass auf, dann werden wir mal im Gegensatz zu den realen Bayern suchen wir mal einen Brasilianer. Alter. 21, oder? Marktwert ist uns Wurst. Sagen wir mal so 15 Mille max. Minimale Stufe. Ja, Talent muss schon mega sein, oder? Fuß. Ist uns egal. Charakter. Ja, was heißt denn was hier? Anführer. Künstler. Ja, ein Künstler natürlich. Anforderung. Dribbling. Flanken. Und Schnelligkeit. Wir suchen natürlich das Nonplusultra. Dauer 4 Wochen. Anzahl Scouts 3. Feuer frei, Jungs. Spielermarkt sondieren. Pass mal auf. Wir gucken nur mal ganz kurz rein. Achso, hier kann ich die verschieben oder was? Kann ich das auch löschen? Ja, aber. Ja, aber wir sprechen mal. Mit den anderen sprechen wir aber mal. Mal gucken, was wir da so machen können. Okay. Das sind jetzt meine Termine, oder was? Bild. Besten mit Adidas kündigen. Ja, wir haben ja gar keinen Sponsor. Wir müssen ja erstmal einen aushandeln jetzt. Kannst du mit Müller und Neuer verlängern? Na, da müsste ich mir erstmal überlegen gleich, ne?
Ja, die haben den Pavlovic wahrscheinlich falsch bewertet. Ist egal, ich muss den hochziehen. Wir müssen den entwickeln jetzt. Wir müssen jetzt hier den Anti-Tuchel machen. Ja, das hängt von der Datenbank ab, ist schon klar. Ich könnte die Datenbank auch selber editieren. Ich könnte Pavlovic auch stärker machen. Also. Aber wir müssen ja Herausforderungen haben. Mit Audi Kündigung BMW ins Boot holen. Alles rein, um was geht. Nike, Nestle, Huawei, einfach alles. Wir brauchen die Kohle. ah. Ja, Sammy, finden wir schon raus. Danke. Ein Bronzespeer, Stern mit Wicher. Ja, wir müssen doch, ist doch egal. Mach doch mal ruhig. Entwicklungspotenzial. Taktik, Mannschaft findest du oben in der Menü. Ja, habe ich ja schon gesehen, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir sind ja noch in der Vorbereitung. Meine Seele ist nur hinderlich. Können wir auch die Stärken anderer Spieler sehen, von anderen Mannschaften? Ja, na klar. Gucken wir jetzt gleich. Ich habe ja hier schon einen Termin gemacht für den Transfermarkt. Grimmo, viel Spaß bei deinem Date. Wie plant man am besten die Wochen? Ja, das finden wir jetzt raus. Ich bin gerade reingestartet hier, ne? So, muss man. Ich muss einen Tribünensponsor suchen. Packen wir einfach hier auf den Montag. So. Bandensponsoren muss ich auch suchen. Das packe ich mir auf... Nein. Ich muss erst die schwierigen Gespräche abhalten. Dann können wir uns um Sponsoren kümmern. Geld anzulegen und Zinsen zu erhalten. Weiß ich noch nicht. Gucken wir uns mal an. Fanclub besuchen. Team-Event. Aber nicht jetzt in der ersten Woche schon, Alter. Nein. Freundschaftsspiel auch noch nicht. Trainingslager könnten wir machen, oder? Sollten wir dann natürlich auch frühzeitig planen, sowas. Doch nicht den Kimmich hier weg. Ja, komm, ich mach den Kimmich auf den Nachmittag. Charity haben wir keine Zeit für. Selbstsport sollten wir auf jeden Fall am Freitag einlegen. So. Abfahrt. So, Trainingsplanung. Na also, guck mal. Läuft doch jetzt. Jetzt geht's doch rein. Trainingswoche. Trainingsgruppen. Wild. Was haben wir denn? Überzahl, Spielsiebe, Durchschnitt. Unterzahl spielt auch nur. Angriffe durch die Mitte können wir gar nicht. Angriffe über Außen. Alter, können wir überhaupt irgendwas gut? Wild. Das ist ja wild. Okay, okay. Ich stelle mir das gerade vor, wenn der neue Trainer nächste Saison kommt und der fragt sich genau dasselbe, können wir überhaupt irgendwas gut? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Sag ich, wie es ist, ey. Wir löschen erstmal alles. So. Okay. Gehen wir rein, Alter. Wir sind in der Vorbereitung. Wir müssen natürlich erstmal à la Felix Magath ein bisschen Kondi aufbauen. Ist klar, oder? Das haben beide Arbeit. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier überhaupt alles? Ausdauerlauf, Auslaufen, Dribbling, Flanken, Gegenpressing. Okay, ich denke mal, alles rot ist Kondi. Hit-Training. Ja, Hit-Training ist super, Leute. Das ist gut. Krafttraining, sehr gut. Positionskleine Gruppen, Pressing. Rondo-Varianten, Sechsfelder Schach. Ach, guck mal, wir starten mal ganz geschmeidig rein. Haben wir denn so Aufwehr? Müssen wir nicht, oder was? Nicht so aus, ne? Verteidigungsläufe, Technik. Abschluss, Trainingparcours, 11 gegen 11. Zweikämpfe über Unterzahl.
Ja gut, dann würde ich sagen, wir starten mal locker. Ist das immer vormittags, nachmittags oder was? Okay, komm, dann machen wir es anders. Wir starten mal geschmeidig mit dem Ausdauerlauf rein. Dann üben wir ein bisschen Gegenpressing. Tag 2 machen wir dann ein bisschen Erholung. Und wir dürfen ja nicht komplett zerstören direkt. Ach, hier ist doch Gymnastik. Ja komm, dann machen wir es anders. Dann machen wir Gymnastik. Dann den Ausdauerlauf. Dann machen wir nochmal Gymnastik. Dann gehen wir ins Gegenpressing rein. Ja. So, jetzt haben wir 2 Larifari-Tage gemacht. Das heißt, wir werden jetzt ein Krafttraining ansetzen. Plus Pressing. Und dann machen wir Sprints und Steigerungsläufe. Damit die Waden müssen brennen. Ne? So, dann brauchen wir den Freitag natürlich mal ein bisschen Erholung. Aber wir haben nicht wirklich, wir haben nur hier so einen Mist, ne? Okay, dann machen wir Pässe, sollte man nie vernachlässigen und dann aktive Erholung. Und dann machen wir den Freitag nochmal ein paar Standardsituationen schon mal, oder? Weil wir so stark in Ecken sind. Eckenrückraum, Eckenstrafraum. Den Sonntag machen wir frei. So ist er. Bitte legen Sie Eintrittspreise für die kommende Saison fest. Einnahmen ausverkauftes Stadion, 7 Mille. Also Logen freuen sich, oder was? Was ist denn, wenn sich alle freuen? Ja, komm. So, Bundesar. Spielergespräch. Vertrag. Du hast dir keine Zukunft, geh. Bundesar ist sehr traurig über die Entscheidung, ja. Soll ich euch sagen, Leute. Wir müssen knallharte Regeln hier gleich. Der Spieler muss halt wissen, woran er ist, ne? Das macht ja auch nichts, keinen Sinn, wenn wir hier rumeiern. Training mal ein Co-Trainer, ja, aber ich muss ja anweisen, was sie zu machen haben, ne? Bulli, das kann ich dir nicht sagen, ich bin auch neu in dem Game. Das ist mein erstes Reingucken hier. Wohin soll es ins Trainingslager gehen? Ja, Tegernsee hört sich doch gut an. So. 14 Tage. Jugendspieler nehmen mit. Und zwar alles, was heraussticht. Zentrales Mittelfeld, offensives, rechts außen, 2 EAs, okay. Ja, passt schon. So, kann ich denn jetzt noch einen Termin planen oder was? Wäre ja dumm, wenn ich das jetzt in dieser Woche mache, weil da habe ich ja eine Trainingswoche. Oder trainieren die das dann einfach im Trainingslager? Ich kann hier gar nichts machen. Mir nur angucken. Oh, jetzt oder was? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was hatte ich denn jetzt gesagt? 14 Tage, oder nicht? Warum macht er denn bis hier unten? Ist er doof? Hilfe! So, Abfahrt. Beste Gespräche, Helfer. Zu viel für Stehplatz. Niklas, wenn die smilen, ist das alles gut. So, Pokalauslosung. Hansa Rostock investiert uns nicht. Zeig her. So, wo sind wir denn? Ist ja frech. Karl Zeiss Jena. Ja, easy, oder? Ist ja wie ein Freilos. Regionalliga Nordost.
Wollen Sie sich die weiteren Pokallose in dieser Saison ebenfalls anschauen? Ja, na klar. Wir gehen ja davon aus, dass wir durchmarschieren, oder? Hm. Nein, ich habe ihm nur gesagt, dass sein Vertrag halt nicht verlängert wird. Der hat doch noch ein Jahr. So, Leroy, was machen wir denn mit dem Leroy? Ja, darf ich jetzt Spieler verkaufen oder nicht so? Doping brauchen wir nicht, Bot. Was so ist. Medizinbälle kommen gleich, wird das Extra-Training. Der liegt ganz unten, ja, den müssen wir mal nach oben führen. Das kriegen wir schon hin. Den ernennen wir einfach als Kapitän und dann ist Ruhe. Besser als Saarbrücken. Persönliche Situation. Auf deiner Position bist du die Nummer 1. Wie das ist, was ich nur auswählen kann? Deine Entwicklung ist positiv. Dein Verhalten ist positiv. Leistung. Du bist in Topform, du bist in guter Form. Deine aktuellen Leistungen sind inakzeptabel. Ja, da fühlen wir uns zu Hause. Aber können wir jetzt noch nicht beurteilen, wa? Du musst härter arbeiten, komm. Einfach mal so pro forma. Direkt zum Saisonstart erstmal. Ah, Serge. 12er, Alter. Was ist das höchste hier? Lächerlich. Auch Serge muss hart arbeiten. So, Verhandlungen. Bandenwerbung. Ach, hier stehen die wir zur Auswahl haben, okay. 2 Mille pro Bande. Wie viele Banden habe ich denn zu vergeben hier? Wo sehe ich das denn? Ja, wirken sich auf die Budgets der nächsten Saison aus. Alles gut. Wild. Wieder nah mit der rechten Maustaste. Ja, machen wir beim nächsten. Noch 8 Banden. Wo steht das denn? Bin ich blind oder was? Ach da! Alter, ich bin blind. Wild. Wild, wild, wild. Abzug bei Abstieg. Ja, easy, Jungs. Also wenn wir absteigen, dann sind wir eh kein Trainer mehr. Also von daher. So, 2 Mille. Ich habe 8 Banden, da hätte ich 5, 6, 7, 8. Ich muss halt gucken, ich habe nicht so viele Verhandlungspunkte hier. Ja, was heißt das X jetzt? Ah, okay, ich verstehe. Das kostet mir jedes Mal einen Verhandlungspunkt, oder was? Sehr wild. Pass auf, wir nehmen erstmal einen Safen an. Wegen der Sicherheit. Ja, was ist denn jetzt? Alter, Wie? Jetzt konnte ich nur 3 Banden verhandeln, oder was? Manuel Kainz wird angeblich beobachtet. Wild. Ja, müssen wir gleich nochmal eine Bandenwerbung machen. Sponsorenverhandlung. Okay. Aktueller Sponsor ist Landmark. Und sonst haben wir nur ihn zur Auswahl hier, oder was? Was ist denn Akerbis, Alter? Zahlung pro Jahr 1,4 Millionen. Ich habe vorher 3,6 Millionen.
Hä? Ja, da muss ich auch Verhandlungspunkte für zahlen. Das ist ja frech, Alter. Okay. Ja, ist ein bisschen schade, dass ich hier keine verschiedenen auswählen kann, oder? Ja, da bräuchten wir schon so wilde Sachen. Ach, das ist der Sponsoren, oder was? Der Ärmel-Sponsor, okay. Ja, die Frage, ist ja egal, wenn der nicht klappt, ist doch Wurst, Alter. Weil, der läuft ja noch dieses Jahr. Ja, wir gehen direkt all in hier, Alter. 2,6 Mille. Zack. Was, 1,6 machst du, oder was? Ja, dann tschüss, Junge. Brauchst du nicht ankommen. Wir sind hier beim FC Bayern, Alter. Nehmen hier keine Sponsoren für ein Apfel und Ei auf. So besagt, ey. Frech. Finanzabteilung hat wie gewünscht eine Anlage durchgeführt. Okay, diese Zeitungseinblendung brauche ich schon mal nicht, Alter. Kann man die ausstellen? Oh, Wundersar geht weg, oder was? Zum FC Zoria Lugansk. Tschüss, Bunasa, tschüss. 1,1 Millionen. Ja, machen wir einen Termin, Junge. Ja, machen wir auch am späten Nachmittag. Ist kein Problem. Viele Dauerkarten sollen mit welchem Rabatt maximal verkauft werden? Wie? Trainingsverletzung. Davis ist verletzt. Wer hätte das nur gedacht, Alter? Einmal ein bisschen eine Kopfplatzwunde hat er. 5 Tage. Alter. Frech, ey. Sie haben ein Angebot eines Sponsors für einen neuen Tribünennamenvertrag vorliegen. Die Tribünennamen. Für 10 Jahre, oder was? Kann ich denn zweimal, komm, wir müssen das ausprobieren. Kann ich zweimal denselben Wert hochhandeln? Ja, ich meine, es ist Nestle, Alter, die haben ja wohl genug Kohle, oder? Sind wir gierig? Komm, 660. Meh. Ehrlich, zack. Seele verkauft. So, Josua, pass mal auf. Ich hätte hier gerne die Option, du musst in Zukunft als rechter Verteidiger spielen. Ich kann dir nur positive Sachen machen. Ich beende das Gespräch. So, Bunasar. 1,1 Mille kriegen wir für den. Ja, wir haben ja ein bisschen Verhandlungsspielraum, oder? Komm, ich steige mal mit 1,5 ein. Verteidigung am Weiterverkauf. Ne, der wird eh nicht weiterverkauft. Junge, machst du jetzt die 1,5 oder nicht? So. Bunasar ist weg. Rekordtransfer, 1,4 Mille. Du musst alles einsparen. So, sie haben ein Angebot für einen neuen Ausrüster. Vorher haben wir Adidas gehabt. Jetzt haben wir Hummel. Lol. Die haben uns gar nichts gezahlt, oder was? Adidas hat's... Haben wir einfach umsonst gemacht als Ausrüster, oder wie? Frech.
Ja gut, gehen wir mal rein. Pro Jahr 12,5 Mille. Ist jetzt nicht viel, oder? Ich würde hier ganz gerne mal hier, wir machen mal nicht so lang, ne? 2 Jahre ist okay. 13, ja 14. Guck mal, ja, haben wir schon mal. Titelprämie können wir natürlich auch mal erhöhen, weil wir werden ja marschieren, oder? Sehr gut. Einmal können wir noch kitzeln, machen wir Titelprämie. 10 Mille. Ja, komm. 2 Jahre, dann sind wir. Passt schon. Koido, Glück auf. Leute, so ist das in der deutschen Nationalmannschaft auch gelaufen. Da kam halt Nike mit einem besseren Angebot und haben die gesagt, scheiß auf 70 Jahre Adidas, weg. Fertig. Chupo, Alter. Du hast hier keine Zukunft, Chupo. Tut mir leid für dich. Die 13 muss frei werden. Min Jae Kim stellt sich vor. Ja, mach das auch mal. Champions League Vorrunde, ja, sehr schön. Für Saas Wechsel. Okay, da hättest du eigentlich Applaus machen müssen, oder? Sie dürfen einen jungen Spieler zum Training begrüßen. Max. Nachname, Künstlername. Wie, den soll ich jetzt benennen, oder was? Das ist ja wild. Gut, Leute, ihr könnt jetzt einen Spieler benennen, ja. Vorname und Nachname, bitte. Und Künstlername. Heinz Erhardt. Heinz Erhardt. Maximilian PD. Dir mal Frimpong an. Das ist ein Jürgen. Ihr müsst doch immer das Bild jetzt, ihr müsst euch das Bild, da müsst ihr Fantasie, ne? Da müsst, ne? Also ich sehe da auch ein Didi so ein bisschen drin im Vornamen schon mal, oder? Oder eher ein Tuchel? Nee, ne? Michael Jackson. Ja, wir müssen ja schon irgendwie, ne? Die Braunauge. Stefan Huber, ja, fühl dich. Ja, der Ambo, Alter, das ist... Komm, wir nehmen den Stefan Huber. Hört sich bayerisch an, Huber, fühlen wir. Dann brauchen wir noch einen Künstlernamen. Ingo Pedersen. Nein, das ist doch kein Pedersen. William Wolle Peters. Ist auch gut. Ja. Bommel. Was, Bommel? Als Künstlername. Bommel. Komm, die Frau hat gesprochen. Bommel. Warte, ich scroll einfach ein bisschen und klick. 25. Super Sache. Juli. So, können wir hier auch noch was machen, oder was? Zu viel geklickt jetzt, oder was? Zurücksetzen. Ecken. Übersicht. Sie können noch 5 Eigenschaften austauschen. Das ist ein Random, was ich kriege, oder was? Ausdauer. Was ist er denn? Defensiv zentrales Mittelfeld. Ja, da musst du keine Ecken schießen können, so fangen wir hier nicht an. Ausdauer ist schon mal gut. Übersicht ist auch Bombe.
Ja, ich kann aber keinen hinzufügen. Ja, nehmen wir Ausdauer, oder? Ausdauer und Übersicht ist doch Bombe. 15 Jahre, 1,80 groß. Riesentalent, 3 Sterne. Leute, Stefan Huber. Das wird eine Maschine. Zack. Lahmsteiger. Mhm. Punk, vielen lieben Dank für dein Primey im 2. Monat. So, Transfers und Verlängerungen interessieren uns gerade erstmal nicht. Trainingsergebnisse in dieser Woche. Manuel Neuer. Pavlo, wie sieht's aus? +4. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Fähigkeit verloren. Der Müller. Ja, pff. Was hat er denn verloren? Ihr Spieler Thomas Müller hat 25% der folgenden Fähigkeit verloren. Kurze Pässe. Stellen Sie das Trainingsziel um, wenn er diese wiedererlangen soll. Sonst geht diese Fähigkeit langsam weiter verloren. Ja, ich meine, der Thomas ist auch ein alter Sack, dass da langsam die Fähigkeiten verloren gehen, ist klar, oder? Bild. Was war das? Kurze Pässe? Lol, ich könnte in die zweite Mannschaft schieben, oder? Also kann ich hier gar nichts machen, sondern ich muss mein Training anpassen. Ich passe doch nicht mein Mannschaftstraining für einen einzelnen Spieler an, Alter. Was ist denn seine Hauptposition? Hängender Stürmer, oder was soll das sein? Wild. Ja, alles gut. Das wird noch wild werden, hier, ich sag's euch. FSV Trier Task Force will Manuel Kainz haben. Torwart, Form 8. 21 Jahre, 1 Meter. Ablehnen. 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 Wild. Wo war jetzt mein Transfermarktgedöns hier eigentlich? Pavlo, wir fördern ihn weiter. Trainingsschwerpunkt diese Woche natürlich Fitness. Wir sind ja im Trainingslager. Abfahrt. So. Tja. Die Woche planen mache ich erst im nächsten Step, oder? Kann ich überhaupt was machen, wenn ich im Trainingslager bin? Fragen über Fragen, Alter. Wir gucken mal. Scout-Auftrag haben wir. Spielermarkt sondieren. Einmal. Kann ich nicht öfter machen, oder was? Sehr frech. Ja, wir müssen auch Sport treiben, oder? Ist nichts. Ja, komm, haben wir auch noch einen Fanclub-Besuch aus dem Trainingslager raus, gar kein Problem. Sichtungstag für die Jugend, machen wir auf den Sonntag. So. Hier kann ich keine Termine mehr machen. Sehr wild. So, wir sollten mal einen Spieler einen Rechtsklick machen. Okay. Hier kann ich die Trainingsziele festlegen. Ah, okay. Okay, pass auf, dann müssen wir Thomas Müller nehmen. Weil Müller hat das Passen verlernt zu 25%. Überraschend. Und dem kann ich kein Trainingsziel geben, oder was? Nicht so.
Das muss ich für jeden Spieler machen, oder was? Sehr wild. Ja. Okay, okay. So, was machen wir hier gerade? Ausdauer ist schon mal sehr gut für ein defensives Mittelfeld. Guerrero macht Kopfball. Mhm. Machen wir lieber Ballgewinne, Alter. Danach kannst du Kopfball machen. Leon. Ist da beim Leon noch was zu retten, oder was? Ist auch auf Ausdauer wild. Was kann er denn gut? Ausdauer erste Stufe. Robustheit. Schusskraft. Sonst kann er nichts, oder was? Leon, Alter. Das macht mich... Guck mal, guck dir das mal an. Das ist Leon. Das ist Conny. Wild, oder? Meinung zum DFB, Nike-Zusammenarbeit? Ja, Fußball ist ein Geschäft halt, ne? So, was ist das hier? Lange Pässe kann er gar nicht. Gut, Ausdauermaschine ist er. Schnelligkeit. Ja, gut, so schnell ist der Conny eigentlich auch nicht, oder? Freistöße. Nee, Freistöße braucht er nicht. Torriecher. Mhm. Nee, komm, wir gehen mal hier auf die langen Bälle. Beim Conny. So, Jamal. Was macht der gerade? Technik? Ja, passt schon. Ist schon bei der Hälfte. Machen wir erstmal voll. Leroy macht... Was Leroy macht, ist eigentlich auch egal. Schusstechnik. Flanken. Der kann nicht flanken, der King, oder was? Hält ein Ei aus zu Hause. Serge, guck mal, Serge ist Multitalent. Müsste ich direkt die Champions League gewinnen? Aha, weil wir diese Saison so stark waren, oder was? Serge macht Stellungsspiel. Ei, du. Einen schnellen Antritt hat er. Ist das bei jedem anders, oder was? Tatsache, Alter. Wild. Also kann Serge auch nicht flanken, oder was? Thomas Müller-Hampner, Harry Kane. Der Harry Kane muss ja, eigentlich dürfte Harry Kane gar nichts mehr trainieren müssen. Weil es einfach eine Maschine ist. Der trainiert gerade Ausdauer. Torriecher, ja, alles gut. Machen wir Ausdauer. Schupo ist uns egal. Mathis. So. Jetzt wird's wild. Der trainiert gerade, was? Dribbling. Hat er denn schon Torriecher oder was hat er hier? Antritt, Technik, Schnelligkeit. Sehr wild. Die Trainingsziele kannst du dem Co-Trainer auch überlassen, ne? Aber ich denke, das willst du gar nicht, oder? Nee. Die stelle ich jetzt einmal ein und dann ist er gut. Siehst du, die sind ja jetzt hier gerade vom Co-Trainer gesetzt, Alter. War doch völlig sinnfrei teilweise. Mein Dribbling ist ja hier okay, aber ich würde hier auch gerne... Aber einen Torriecher hat er gar nicht. Kriegen wir gar nicht hier. Da erst. Na gut, dann gehen wir hier hin und dann dahin. Das passt. Neuer. 1 gegen 1 passt schon. Ulle. Ja. Gegen Ulle, Alter. Wir müssen den Perez halt pushen für die Zukunft, ne?
Da geht ja nichts drüber. Ich würde sagen... Ja, jetzt hat schon ein Drittel jetzt. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Müssen wir halt mal gucken. Aber wir machen hier das schon mal als zweites Trainingsziel. Ich kann ja sogar bis 4 Trainingsziele setzen, rein theoretisch. Fonsi. Fonsi trainiert Ausdauer. Wild. Er hat keine Ausdauer. Das ist ja Pech, Alter. Ballgewinner. Franz Kretzig. Trainiert Antritt. Fast fertig, okay. Komm, ich mach mal Zweikampf. Spiel, ja, lassen wir erstmal. Der Richt ist auch schon eine Maschine, aber in der Hierarchie in der Pyramide ganz unten, Alter. Wisst ihr Bescheid. Andi Möller. Nee, Andi Möller. Ja, ich will das halt nicht den Assistenten machen lassen, Leute. Wenn ich das den Assistenten machen lassen wollten würde, dann mache ich das. Aber dann klicke ich ja nur noch durch. Ja, dann klicken wir 34 Spieltage durch und sehen dann, was passiert, oder was? Ist ja kein Manager. Müssen das halt einmal mal kurz hier einstellen und dann ist gut. Ist aber auch geil, dass der Licht halt echt wenig Ausdauer hat, oder was? Was passt? Minjay. Stellungsspiel, ja, das sollte man drauf haben. Oh, Opa. Opa muss auch Stellungsspiel haben. Lange Pässe macht er gerade. Opa muss ich dir leider klauen. Hier, machen wir erst Stellungsspiel, Alter. Josua. Da ist er. King Josua. Robustheit. Aufbauspiel plus Ausdauer 2 plus kurze Pässe, lange Pässe. Aha. Keine Ecken, keine Freistöße, Spezialist oder was? Pech. Kann auch keine Bälle gewinnen, der Josh. Wer hätte das gedacht, Alter? So, Pavlo hatten wir, ne? Hatten wir auf Ausdauer. Ballgewinn wäre natürlich auch geil, aber da kommen wir noch mal nicht hin, ne? Ja. So, ja gut, da sind wir einmal durch. Passt doch erstmal. Trainingswoche müssen wir jetzt nicht machen, oder? Trainingslager? Kann man eigentlich hier irgendwie Sound einstellen oder was? Nee, wa? Ah, doch hier. Ah, wow. Ja, ist besser. Können wir uns ein Özil züchten? Nein. Hol Eric Dyer. Ja, ich habe ja einen Termin gemacht, ne? Aber habe ich sie noch gar nicht hier drinnen? Nee, ne? Haben wir nicht gehabt bei uns. Frech. Ich habe einen Termin gemacht auf dem Transfermarkt. Abfahrt. Ach, ich hätte die Woche mal speichern sollen gerade, oder? Aber wir fahren das ab, so. Guck mal, macht der Co-Trainer die Woche. Opa braucht Nerventraining. Ja, Champions League Quali ist schön. Kannst du uns einblenden, wenn wir spielen, Alter. Genau, dass Kimis Talentbaum nicht ganz voll ist, ist frech, ja. Sehe ich genauso. Ist eigentlich dreist, oder? So, was ist denn mit meinem Termin hier? Wurden die jetzt einfach übersprungen, oder was? Oder geht das nicht, weil ich im Trainingslager bin, oder was? Frech. Hier. Bild. Ah, wenigstens der Sichtungstag funktioniert. Ah, okay.
können pro Sichtungstag genau einen Jugendspieler für ihren Jugendkader verpflichten. Treffen Sie also eine gute Wahl. Je länger der Tag dauert, desto mehr wissen Sie über die Kandidaten. Benne Glock. Rechts außen. Zentrales Mittelfeld brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir genug am Start. Aha, die wechseln auch, oder was? Offensives Ding außen. Okay. Ja, kann ich die denn im Nachhinein oder muss ich die jetzt anklicken? Wahrscheinlich jetzt, oder? Ich hätte den gerade nehmen sollen, ey. Komm, wir nehmen Ette, ja. Der sieht gut aus. Livio Köhn. 17 Jahre, 1,89. Defensives Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Ecken, glaube ich, heißt das, wa? Nee, Robustheit, Elfmeter, Technik. Perfekt. Knapper gemacht. Transfers und Verlängerung. Ja, aber hier ist ja nur einsehen, ne? Aber die Dortmunder, Alter, die knallen, die haben eiskalt zugeschlagen hier. Bochum auch. Und wir gar nichts. Nichts. Wir gehen mit unserem Rumpfkader in die Saison. Wir müssen nur Declan Rice verpflichten für 140 Mille. Teamfortschritt. Plus 9. So, was ist denn hier eigentlich los mit dem Opa? Hat der keinen Bock oder was? Knabri ist klar, dass er keinen Bock hat. Guerrero ist auch klar, auch keinen Bock. Aber Schuppo, guck mal, der reißt sich den Arsch jetzt richtig auf seine alten Tage. Weil ich ihm gesagt habe, er soll den Verein verlassen. Bild. Heavy hat auch Bock. Leon, guck mal, vorbildlich. So, Wochenstart. Ja, wir boosten nochmal den Pavlovic. Wir müssen mal gucken, ob wir den echt hier irgendwie hochgezogen kriegen. Das habe ich noch nicht gerafft hier. Mitarbeiter geben Termin zu diesem Thema diese Woche eine höhere Priorität. Sie hatten vor, die Auswahlspielerförderung. Achso, hier kann ich halt, und die stellen mir dann die Woche zusammen, oder? Ja, komm, wir ziehen noch eine dritte Woche Fitness, ne? Passt schon. Nächstes Spiel sind 12 Tage. Dann machen wir die nächste Woche, machen wir Shidi Mini. Ein bisschen technische Sachen. Okay. So. Was ist jetzt hier mit den Terminen, Alter? Ich kann keine Termine machen, weil hier alles belegt ist, oder was? 28 von 44 verplant. Also kann ich doch noch was machen. Nee, kann ich nicht, weil ich im Trainingslager bin, oder? Deswegen hat das hier auch nicht geklappt alles. Okay. Ja gut, dann Feuer frei, Alter. Ja, ja, wir treiben keinen Sport, wir sind im Trainingslager. Das passt, Abfahrt. Kommt Max Scholze. Ja, da muss man doch mal einstellen können hier, oder? Dass da nur relevante Sachen angezeigt werden. Müssen wir gleich mal in Optionen gucken. Bin im Trainingslager gerade. John. Trainingslager, da ist nichts mit Freundschaftsspiele. Wir brauchen noch keine Freundschaftsspiele. Wir spielen jetzt gleich im Supercup direkt gegen Leipzig, Alter. Wo wir 3-0 verloren haben. Ich würde jetzt glatt behaupten, ich mache es besser. Aber wir werden es gleich sehen. Ah, schön. Nein, bei mir gibt es keine Freundschaftsspiele. Ich mache 11 gegen 11, deswegen habe ich Jugendspieler mitgenommen. Auch keine Freundschaftsspiele. Siehst du, Ulle ist verletzt. Haben wir den Salat. Eieiei. Muskelfaserriss, 21 Tage. Ja. 5 gegen Willi machen wir, genau. Aber ist ja dumm, dass ich im Trainingslager keine Dingens machen kann, keine Transfers tätigen. Guck mal, die Dortmunder, Alter, die knallen hier alles weg. Die kaufen ja die ganze Liga kaputt, der Drecksverein. Guckt's euch an.
Geraldo Becker erstmal von Union weggesnackt. Frech, Alter. Ja, richtig so. Man braucht keine Freundschaftsspiele. Wofür? Wettbewerb. Hier, bam. So. Trainingslagerbericht. Das Wetter war schlecht. Damit musste man rechnen. Für das Training und für die Freizeitgestaltung war das suboptimal. Ist ja wild. Spieler Alexander Pavlovic ist der Gewinner des Trainingslagers und erhält einen Bonus von 14% auf seinen aktuellen Stufenfortschritt. Sehr gut. Verlierer ist Mazraoui. Ja, ist kein Verlust für uns. Spieler Leroy Sané und Konrad Leimer haben sich während des Trainingslagers eine neue Variante bei Freistoßflanken erarbeitet, die sie zusammen mit einigen anderen einstudieren. Die Mannschaftstaktik Freistöße verbessert sie um 2 Punkte. Krivoja konnte im Trainingslager nicht überzeugen. Seine Entwicklung geht leider in die falsche Richtung. Eickhoff hat im Trainingslager einen extrem lernwilligen, motivierten Eindruck hinterlassen. Seine Entwicklung schreitet weiter schnell voran. Schützenhofer hat im Trainingslager einen ordentlichen, aber nicht überragenden Eindruck hinterlassen. Seine Entwicklung stagniert ein wenig. Okay, Eickhoff war also eine Maschine. Merkt euch den Namen bitte. Danke. So. Nee. Wir verkaufen keine Jugendspieler. Was ist denn los? So. In 5 Tagen ist Spiel gegen Leipzig, Leute. Jetzt geht's ans Eingemachte, ne? Machen wir noch einen Last-Minute-Transfer vorher? Okay. Lass mich mal kurz gucken. So, wer war das? Der Eickhoff oder was? Ivojak war unter seinen Bedürfnissen, aber er sieht eigentlich ganz gut aus, so von den Dingen her. Offensives Mittelfeld, 18 Jahre. So geil, wenn Müller nicht absägt. Ah, herrlich. Was soll ich in Katar? Was ist denn los? Bitte euch. Mit vor der Haustür trainiert für die Fans, ist doch wohl klar. Mann, Mann, Mann. Straftraining bei Uli und Kellerfliesen, ganz genau. So, was können wir denn hierüber machen? Streichen, Vertragsgespräch. Okay, gelb ist Minus und rot ist dann wahrscheinlich Doppelminus, richtig? Okay. Wo ist der eigentlich der Dude? Ach, der war erst 14, ne? Den wir verpflichtet haben. Ach, guck mal, wir haben hier schon einen Bommel. Was gibt's denn überhaupt? Bronze, Silber, Gold oder was? Mit 15 können wir den aber noch nicht verpflichten, oder? Ja, können wir. So. Pass auf, medizinische Abteilung. Bommel hat Adduktorenprobleme, aber mit denen kann ich kein Gespräch machen. Komm, wir sprechen mal mit dem Ulle. Ansonsten, Transfers und Scouting. Spielermarkt sondieren. Das ist ein bisschen wild, leider, muss ich sagen. Mach das mal lieber auf verschiedene Tage, ja. So, wo können wir denn noch reinschnuppern hier? Wo können wir noch reinschnuppern? Ihr seid doch alle super informiert. In Frankreich auf jeden Fall, ne? Da gibt's immer irgendwas. Ich kann halt nicht zweimal das gleiche Land wählen, das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht kann ich mehrere Sachen anfragen bei dem Land, wo wir sind.
Spanien. Ja, komm, wir gehen sie durch, oder? Nehmen wir Italien noch dabei, Spanien. Wieder vergleichen wollte ich nicht, danke. Sorry, Spiel. Niederlande, Kroatien. Ist halt wild, dass du nicht so eine Übersicht hast, ne? Ein bisschen wild, ey. In Brasilien haben wir schon einen Scout hingeschickt. Komm, wir gucken uns das erstmal an. Wir haben jetzt 5 Termine, das sollte reichen. So, wir müssen uns jetzt erstmal noch um eine Aufstellung kümmern, oder? Aber warte mal, ich hatte hier noch... Warte. Ja, ich denke, wenn du halt so Karriere anfängst, dann hast du ja einen Club, oder ich könnte ja auch einen eigenen Club gründen, ne? Das kann man auch machen. Dann hast du wahrscheinlich noch gar nicht so viele Sachen hier. Hier bist du halt gerade so ein bisschen erschlagen mit allem. Aber könnten wir denn den Stunny zurückholen jetzt so aus der Reihe? Schon cool. Ich hatte gerade noch, warte mal. Hier, internationale Jugendcamps. Kann ich hier irgendwas machen? So, wo machen wir denn Camp? Brasilien oder was? Gehen wir mal rein in Brasilien oder? Nee, komm, wir gehen mal in Argentinien, oder? Oder Uruguay. Wir brauchen so eine richtige Abwehrmaschine brauchen wir mal. Oder auch so defensives Mittelfeld. Fühle ich auch. Uruguay ist so ein Markt, den haben nicht so viele auf dem Schirm. Da gehen wir mal rein. Komm hier. Uruguay. San Carlos. Kosten 1,3 Mille. Zack. Bam. Inbau 91 Tage. Machen wir noch Argentinien hinterher oder was? Ja, wa? Komm, in Buenos Aires 1,9 Mille. Zack. Sebastian Deißer für Nachwuchsspieler. Ja, den fühle ich. Kannst du Thailand sagen? Ja, aber da gibt es da gute Fußballer? Aber es sollte doch billig sein, oder? Ja, dann sag mal einen Ort hier. Ich habe null Plan. Alto Belly. Aber komm, ich mach das. Hau mal einen raus, Lost in Thailand. Hau mal einen Ort raus. Chiang Mai. Okay. Chiang Mai wahrscheinlich, oder? $1,2 Meter, so, wenn das keine Früchte trägt, ne? Lost in Thailand, dann gibt's heute aber Bashing hier. So, 3 Camps errichtet. Zack. 5 Mille rausgehauen. So, weiter geht's. Aufstellung. Mit dem Chiang Mai kam aber nicht von Lost in Thailand. Ah, okay. Bangkok, ja. Also, zu langsam. Zu langsam. Jetzt müssen wir erstmal, jetzt wird's ganz wild. Wie spielen wir denn? Müssen uns ja an unserem wahnsinnig starken Kader. Guck mal, Kimmich ist hier einziger Sechser, Alter. Mir fällt ein Ei aus der Hose. Jetzt wird's wild. Ich sehe uns auf jeden Fall in der Doppelspitze. Sollte klar sein, oder? Die Frage ist, wir haben nur 3 Innenverteidiger, ne? Dreierkette fällt also schon mal flach. Wir könnten... Ist hier gar nicht, wa? Aber ich kann die auch selber verschieben, bestimmt, ne?
4411. Was ist denn 4411, Alter? Ei. Ja, pass auf, dann machen wir so und müssen das immer ein bisschen selber hier anordnen jetzt. Ich hoffe, das funzt. Ah, das sieht gut aus. Okay, natürlich Heavy Cane, Alter. Ich sag. Mach doch! So. Wie kann ich den hier löschen? Der Chili-Boy. Dann fangen wir halt bei 0 an. Neuer. Guck mal, das ist wie im Taktikfuchs. So. Da ist schon zentrales Mittelfeld. Das ist ja wild. Ja, wir schieben mal die Kette ein bisschen höher. So gehen wir es an. Okay. Ich spiele mit dem Delicht auf jeden Fall. Wir spielen mit dem Minjay. Ansonsten natürlich mit dem Jamal. Conny machen wir als Zentralen. Wir müssen den. Oh, Pavlovic hat 6,6, Alter. Wir müssen den mal anzünden hier. Und. Machen wir den Müller oder was? 10,4. Hier heute 11, Serge hätte 12. Komm, wir machen mal den Blonden da rein. Den blonden Jungen. So, linker Außenverteidiger. Machen wir Guerrero und rechter machen wir natürlich King Yoshin. 8,8. Ja, das ist ja wild, Alter. Aber wir haben auch noch gar nicht den Boe hier, ne? Wir haben nur Mazraoui. So, Aufgaben verteilen. Chiang Mai ist im Norden Thailands. Sehr angenehme Luft, ist oben in den Bergen gelegen. Ach, guck mal, dann kriegen wir Ausdauer-Wunderspieler. 11 Meter. Heavy Cane. Ecken rechts. Da steht echt der Kimmich drin hier, Leute. Das ist eine Frechheit, oder? Guck mal, der hat noch nicht mal Ecke als Skill. Geh raus da. Geh weg. Nein. Alter, wie kann ich den da rauslöschen hier? Gar nicht, muss ich einen anderen reinschieben wahrscheinlich. Habe ich überhaupt einen, der irgendwie Ecken schießen kann oder was? Was ist denn hier Ecke? Ah ja, ist das ein Trauerspiel? Ist das ein Trauerspiel, oder? Thomas Müller immerhin Freistöße. Und wer schießt sie gerade? Natürlich Kimmich, Alter. Ah, ich fall vom Glauben, ey. Leck mein Arsch, ey. Ja, so, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie wir das hier...
Lege die Reihenfolge der Spieler fest, indem du sie mit gedrückter linker Maustaste in der Liste verschiebst. Ach, weil Müller nicht auf dem Platz steht, wa? Ah, okay. Okay, ich hab's geschnallt. Okay. Dann machen wir das so. Müller, wenn er eingewechselt wird. Okay, okay. Ja, ihr habt's wahrscheinlich schon wieder geschrieben, ne? Was halt auch wild ist, dass Flanken und Freistöße zwei verschiedene Skills sind. Muss den Spieler in die Liste nach oben schieben. Ja. Haben wir gerafft. Meh. Oder einfach ganz nach unten schieben. Meh. So, Ecken links ist klar, oder? Guerrero kann flanken, alles gut. Alternative. Was ist denn Flanke? Hütchen oder was? Okay, wild. Ja, wir haben schon, wir sind eine starke Flankenmannschaft, ne? Der einzige, der Skill Flanken hat, ist Guerrero. Na, immerhin, Alter. Aber ist wahrscheinlich auch nur Linksfuß, ne? Kannst du mal kurz was dazu sagen, ob die Datenbank was kostet oder ist die als Update gratis dabei? Nee, du gehst einfach bei Steam, wenn du es bei Steam gekauft hast, das weiß ich ja nicht, du gehst in deine Bibliothek. Warte, ich kann das auch einmal zeigen. Mal eben hier. Gehst einfach auf dein Football-Gedöns, gehst hier auf Workshop. Und dann wählst du hier quasi die Mods aus. Ich habe halt die FIFA FM-Zocker, weil die für mich immer so die besten Datenbanken machen. Die updaten die auch regelmäßig eigentlich. Dann klickst du hier auf Abonnieren. Dann lädt er die runter. Und dann hast du die. Danach musst du einmal den Editor starten. Nicht das Spiel, sondern Editor. Und dann hast du da unten irgendwo einen Punkt stehen, Datenbank hinzufügen oder sowas heißt das. Da fügst du die einmal hinzu und dann kannst du die beim Spielstart auswählen. Also du musst die erst einmal im Editor noch hinzufügen. Ja. So, Ecken rechts. Dann nehmen wir einfach mal den Serge dahin. Ja, und Musiala denke ich als zweiter Schütze, wenn die nicht auf dem Platz stehen, ist schon okay. Naja, passt schon. So, Freistöße. Haben wir natürlich auch keinen Experten für, wa? Doch Müller, ne? Müller, der nicht in der Startelf steht, ne? Und als nächstes hat wir hier Sané eingetragen. Fühle ich gar nicht, sage ich euch, wie es ist. Packe ich gleich mal da unten mit hin. Müller, Musiala, Harry Kane fühle ich auch nicht unbedingt. Wäre schon schön, wenn der dann vorne ist. Nehmen wir den Serge vielleicht noch nach oben und Conny. Ja. Freistöße links, Guerrero passt. Auch da ist der Kimmich, Alter. Der ist überall. Das ist so eine Frechheit, ey. Wir machen Musiala als Freistoßschützen. Das bringen wir dem Musiala noch bei. Macht euch keine Sorgen. Als dritten mache ich einen Conny. So. Kapitän. Wow, das kann ich jetzt hier knallhart bestimmen, oder was? Ja, das wird die Mannschaft nicht feiern, aber wir werden hier knallhart De Ligt ist unser erster Captain. Unser zweiter ist Harry Kane. Wir müssen mal ein bisschen frischen Wind in den Kader bringen. Dann wird es schon schwer, ne? Also der Leroy kann auch mal nach hier unten.
Ja, Thomas Müller als 3. Kapitän ist okay. King als 4. Lassen wir erstmal. So, Abwehrchef. Ja, gut, das ist ja... Geh mich, Alter. Fällt mir aus der Hose, ey. Torhüter im Notfall. Torhüter im Notfall würde ich sagen... Leute, fragt mich nicht warum, ich habe es gerade im Urin, der Serge. Ich glaube, der Serge und als 2. der Conny. So, Rollen sind verteilt, Aufstellung steht. Wir können hier vielleicht noch einen Tacken... Ziehen wir den Heavy einen Tacken nach hinten vielleicht. So wird's gemacht. Bank müssen wir noch besetzen. Ulle ist verletzt. Das sind meine Bankspieler, oder was? Wild. Verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht nur 4 Bankspieler mitnehmen, oder? Naja, komm, ich markiere hier mal Müller auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Fonsi, so als Speedy Gonzales nochmal. Ein Leon. Ja, keine Ahnung. Die werden ja wohl alle dabei sein. Tja, wäre ja ein bisschen wild, ne? 3:1. Das werden wir sehen. Teamvergleich sagt... Teamvergleich sieht nicht gut aus für uns in der Form, ne? In der Frische auch nicht. Wir sind nicht frisch. Aber wir haben Kondition, Alter, bis der Arzt kommt. Ah. Boah, wir sind 0 eingespielt. Na klar. Kein Problem, Leute. Beim Team wird eingespielt in der Mitte, wie viele Spiele von den letzten 20 Spielen die aktuell aufgestellten Spieler bestritten haben. Zusätzlich wird ermittelt, wie lange die aufgestellten Spieler im Schnitt bereits im Verein sind. Der Wert ist wichtig für das Passspiel. Ja gut, da sind wir natürlich jetzt hier nicht gut aufgestellt. Aber es nützt nichts. So, ich hoffe, wir haben jetzt mehr wie diese 4 Spieler mit hier, ne, auf der Bank. Kann hier aber auch noch Bank löschen machen. Ich kann echt nur 4 Spieler mitnehmen, oder was? Trainer besetzt Bank. Ja, wieso kann ich die denn nicht anklicken? Ja, so ist okay. Gehe ich mit. So, sonst haben wir nichts mehr hier irgendwie. Können wir das speichern? Ja. Nennen wir natürlich Sieg. Doch wohl klar, oder? Taktischer Stand Gegner. Ja, gut. Alles gut. Wir sind der FC Bayern, Alter. Was ich gerade noch suche, ist irgendwie, dass wir noch eine taktische Ausrichtung festlegen können hier. Aber ich sehe nichts, ey. Unter der Ausstellung. Und hier weiterklicken, oder was? Ach, hier war Taktik, ne? Ah, okay. Sehr gut, sehr gut.
Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Spielerfähigkeiten passen zur Spielphilosophie. 100%. Direkter Angriffsfußball. Also ich habe immer 5 Sterne. Dies ist die aggressivste Spielweise, die man auf Dauer durchhalten kann. Das Spiel läuft immer mit vollem Risiko nach vorne. Es geht schnell und mit viel Risiko in die gegnerische Hälfte. Gerne auch über die Außen. Bei Ballverlust sollte hochgepresst werden. Volle Attacke. Nein. Schuss vor dem Tor parken. Nein. Spiel zerstören. Nein. Nein. Dieses System schont die Nerven. Können wir nicht. Sehen wir. Ballbesitz, Fußball. Ziel ist durch viel Ballbesitz und mit viel Geduld die Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Dies erfordert viel Spieler mit sicherem Passspiel. Der Gegner wird mürbe gemacht und macht irgendwann Fehler. Bei Ballverlusten sollte mittels Gegenpressing direkt nachgesetzt werden. Das ist defensiv oder was? Ja. Also, hier wäre natürlich, sind wir ein bisschen mehr fähig mit kurzen Pässen. Ich hoffe mal, ich kann das in der Halbzeit ändern oder sowas. Das wäre schon gut. Wir machen mal mit kurzen Pässen. Das ist natürlich auch sehr offensiv, ist klar. Wir sind ja offensiv. Das ist schon okay. So, und hier sehe ich nur irgendwelche Dinger. Okay, das ist für was? Kein Pressing. Ach, Pressing, okay. Genau einmal pro Halbzeit. Zielgerichtet. Ach so, hier eigenes. 48 von 100 haben wir nur. Gegenpressing können wir aber. Gegenpressing haben wir drauf. Okay. Dann würde ich da sagen, machen wir regelmäßig. Okay, hohe Flanken 53. Wow. Flache Hereingaben 49. Alter, wir können nichts, ey. Vorspiel. Besondere Ecken kurz 31, Rückraum 53. Strafraum 40. Konter. Konter sind wir eine Maschine. Gut, dass wir sehr offensiv spielen. Distanzschüsse. Abseitsfalle 46. Ach du grüne Neue. Ei. So. Was haben wir hier noch? Der Spieler jetzt nicht wirklich mit Flügelspielern, wa? Zumindest wenn das... Wild. Kriegen wir auch mal irgendwas hin, dass das gleichmäßig ist, oder was? Naja, passt. So. Spielunterbrechung provozieren. Eine Spielunterbrechung kann genutzt werden, um eine starke Phase des Gegners empfindlich zu stören. Rasensprenger geht an. Bestellter Flitzer. Ja, ich nehme den bestellten Flitzer. Platz in der Halbzeit nicht reparieren. Platz vom Spiel wässern. Ja, wir wässern natürlich den Platz, ne? Ist ja wohl klar. So, das war's. Fertig. Abfahrt. Peter, guten Abend. Müssen uns maximal am Gegner orientieren. Bist gespannt, ob wir den Tuchel machen. Ja. Ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben, ne? Mit euren Transfermarktgeschichten. Die Termine sind schon alle organisiert. Spieler warten eine zu Status des Vereins passende Anreise und Unterkunft. Alternativ können sie hier aber auch Geld einsparen.
Wir spielen doch zu Hause, Alter. Was ist denn los? Alter, ich kann das nicht. Ich kann die nicht so pudern. Auswärtsspiele und Tourneen. Am gleichen Tag mit der Bahn anreisen. Das würde ich ja fühlen, Alter. Ja, komm, wir delegieren das hier. Aber warum macht er denn 2 Tage vorm Heimspiel anreisen? Kurztrainingslager. Ich will gar kein Kurztrainingslager, Alter. Kann ich das nicht ganz ausschalten? Das ist sehr wild. Ein Kurztrainingslager. Auswärtsfahrten lassen wir mal den Johnny machen. So. Ja, Abfahrt jetzt hier. Bandensponsor. Ja, haben wir verkackt vorhin. Wir haben nur einen kreiert. Ihre Organisationsabteilung will in Kürze die Saisoneröffnung organisieren. Ja, dann macht das doch einfach. Ja, wir machen auch Sport. Mein Gott, ihr seid aber auch nervig. Vorm Spiel treiben wir Sport. So. Ja, Niklas, ich habe auch drauf gewartet, aber kam nichts. Kam nichts. So, Abfahrt. So. Ja gut, das ist natürlich jetzt scheiße. Wir sind ja jetzt noch auf volles Rohr hier getrimmt. Natürlich Schwachsinn, wa? Hier, guck mal, perfekt, ey. Laptop-Training, Alter. So. So, geht erstmal Mucke, ey. Läuft. Also, wir gehen das mal anders an. Da spielen wir, das heißt, wir machen hier aktive Erholung. Vor dem Spiel werden wir nochmal gezielt auf jeden Fall Torschüsse trainieren. Torabschlüsse. Das Problem ist halt, meine Mannschaft ist sehr belastet, deswegen kann ich nicht so viel machen. Deswegen muss ich eigentlich mehr auf Erholung gerade gehen. Deswegen machen wir hier nochmal aktive Erholung und machen dann nochmal Freistöße. Mir fehlt da noch irgendwie so ein Mittelding. So 2 grüne oder zwei gelbe oder was. Dann machen wir hier ein paar Distanzschüsse. Aktive Erholung. Und ja, so ein bisschen Gymnastik kann ja nie schaden, oder? Danach noch ein bisschen auslaufen. So, was ist hier los? Spielersitzung oder was soll das? So. Videoanalyse. Spielen wir dann schon gegen Karl Zeiss Jena oder was? Sag ich mal, jetzt muss ich echt eine Videoanalyse hier reinnehmen. Ach, das ist das Tattooing. Okay, gut. Ich mach frei danach. So bin ich, ne? Zuckerbrot und Peitsche, Leute. Ja, ich würde ja hier ganz gerne für die Ersatzspieler dann Training ansetzen, aber das kann ich hier, glaube ich, nicht, ne? Abfahrt. So, Ulle. Ulle, gute Besserung, ne? Wollte ich dir einfach nur mal sagen. Ja. Man muss halt auch für die verletzten Spieler ein offenes Ohr haben, Leute. Fans sehen der neuen Saison mit gemischten Gefühlen entgegen. Die nächste Mission Titelverteidigung kann beginnen. Frech. Leute, warum habt ihr denn gemischte Gefühle? Was ist denn los mit euch? Erfahrungswerte. Fan-Kommentare. Ich wünsche mir mehr Party und Action vor dem Spiel und in der Halbzeit. So wie beim American Football. Was ist er denn für ein Erfolgsfan? Raus mit dir! Die Neuverpflichtungen stimmen mich zuversichtlich. Ich habe nicht einen Spieler verpflichtet. Noch so ein Experte. Toll, dass wir so viele Talente im Kader haben. Sie verdienen es, eine echte Chance zu bekommen. Ja, sehr gut, George. Hast aufgepasst. Das ist eine Trainerlösung wie eingeschlafene Füße. Ja, die mögen mich hier. Sehr gut. Bild. So, was ist denn? Guck mal, ich mache einen Trainingsmarkt, ich krieg kein Ding in hier. Wild. Was soll ich machen? Darf ich's nicht, oder was?
Ich habe da extra den Markt sondiert, Alter. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Da müssen wir es irgendwo anders machen können. So. Ja, jetzt kriegen wir nicht so geile Angebote. War doch hier haben wir noch 14, Alter. Ja, komm. Hier keine halben Sachen, Junge. Ja, dann kannst du die 50 auch noch machen, oder nicht? Hast du jetzt abgelehnt? Tch. Frech. Frech. Ach, für 4 Banden, okay. So, wir haben noch 5 zu vergeben, wa? Ja, wir müssen hoch ansetzen hier, ne? Können ja keine halben Sachen machen. Wie? Das war's. Du bist ja frech. 9 Mille. Ja, guck mal, jetzt haben wir denselben Mist wie vorhin. Wenn ich jetzt hier draufklicke, macht er weiter. Ich hätte aber noch eine Bande, die ich vergeben kann. Muss ich für jedes Ding, für jede Woche eine Bande verhandeln, oder was? Alter, das ist ja Banane. Hm. Wild. Wild, wild, wild. Was ist ein Trainingsmarkt? Der Markt für Trainer. Was denn sonst? Was ist denn los? Luckenwall, der Transferanfrage für Timo Kern. Timo Kern ist was? Zentrales Mittelfeld. Hä? In der zweiten Mannschaft, oder was? Nein. Wir brauchen noch einen erfahrenen Mann in der zweiten Mannschaft. Sie haben einen neuen Großsponsor gewonnen, der bisher im Budget nicht berücksichtigt war. Sie erhalten für ihr Budget zusätzlich 2,1 Millionen. Ja. Läuft. Du hast keine Verhandlungsrunden mehr. Wild. Wild, wild, wild. Promi-Tipp 3-1. Würde ich mitgehen. Die Aufstellung steht, Leute. Alles ist gut. Wir sind voll abfahrbereit. Taktik haben wir auch gemacht. Hat sich ja wohl nichts geändert, oder? Hat sich unsere Frische denn verbessert? Sehe ich das irgendwo hier gerade? Die sind von Teamstärke stärker wie wir, Alter. Das ist eine Frechheit, oder? Künstlerindex. Mhm. Ja gut, Abfahrt. Die offene Rechnung. Wild. Bei Anschluss gab es die schwarze Kasse, ja klar. Nee, habe ich jetzt hier nicht gesehen. Die war nur Rasensprengen und sowas. So. Verfügbare Motivationspunkte für Ansprachen. Trainingszustand. Einstudierte Angriffe. Haben wir gar nichts, oder was? Individuelle Maßnahmen, Sonderbewachung. Ja, alles gut, Alter. Da gehen wir erstmal lassen wir das mal, wie es ist. Nur hier einmal pro Halbjahr und Spieler. Aber Fitness ist doch da am Stissel jetzt. Haben wir doch hingewurschtelt. Spiel ist unglaublich wichtig. Das ist ein wichtiges Spiel heute. Ein ganz normales Spiel. Eure Eltern werden heute stolz auf euch sein. Wir schaffen das heute. Ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt.
War totale taktische Disziplin. Ja, das könnte Tuchels Move sein. Mit unserer Spezialtaktik wird heute alles gut werden. Die Null muss stehen, keine Experimente in der Abwehr. Wir haben gut trainiert und sind taktisch optimal vorbereitet. Das ist Pokal. Der hat seine eigenen Gesetze. Ich weiß halt nicht, ob die mit dauerhaft jetzt abgezogen werden oder sowas. Wir machen mal wichtiges Spiel. Und wir machen den. Okay, der war scheiße jetzt, oder was? Sind wir nicht mehr fokussiert. Wild. Wild, wild, wild. Ja, ich nehme die 3 Punkte weg. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Also Nokia schreibt, dass du die Ansprache nur begrenzt pro Saison einsetzen kannst. Okay. Ja gut, dann sind wir... Also kann ich die für insgesamt 5-mal machen. Für wichtiges Spiel. Ja, okay. Ja, komm, wir müssen den einfahren, auch wenn es nur so ein Popeltitel ist. Wir müssen fokussiert sein. Wenn wir gewinnen, habe ich ein kleines Bonbon für euch. Geld. Nee, definitiv nicht, Alter. Wichtiger am wichtigsten. Unser wichtigstes Spiel des Jahres. Nein. Nein. Okay, alles ready. Abfahrt. So. Kann ich hier Pause machen, oder was? Wow, sehe ich kein Spiel, oder was? Anzeige Dauer Infoboxen im 3D-Match. Das ist ja wild. 10 Geschwindigkeit können wir lassen auf 100. Tempo, sehr schnell. Anzeigedauer, Infoboxen. Ja, ich weiß, ich habe Pause gedrückt mit der Taste. Ich dachte, wir sehen hier direkt 10 so. Junge, es wird aber auch Zeit, dass hier eine Szene kommt. So, Pavlo, guck mal, direkt, zack. Und direkt kriegen wir einen Konter, oder was? Ei. War doch abseits, Leute. Wo ist der Schiri? Dann noch der Pisskopf, oder was? Der Pisskopf schenkt uns ein Tor ein. Ei, leck mein Arsch. Was ist denn los? Ei. Leute, es gibt eine Halbzeitansprache, die sich gewaschen hat. Nicht eine Chance haben wir gehabt. Nicht eine. Wow. Habt ihr gesehen? Der Kimmich hat ihn reingebracht. Der Kimmich hat ihn reingebracht. War Torwartfehler, ne? Ganz klarer Torwartfehler. Ei. Eine Chance haben wir gehabt. Eine. Bin enttäuscht. Und Ich ihr bin wollt, enttäuscht. dass er wirklich ein Spiel kommentiert? Seid ihr euch da sicher?
Bin enttäuscht. Nee, ich konnte jetzt gerade nicht aus dem Sattel gehen. Ne, ich war zu enttäuscht 40 Minuten vorher. 5 Chancen für Leipzig, eine für uns. Eine. Okay, wir werden jetzt hier direkt einen Angriffsfußball spielen. Und wir werden direkt den Goretzka für den Conny Leimer bringen. Kann ja nicht sein, dass wir aus der Zentrale raus nichts bringen, Alter. Wir werden direkt einen Thomas Müller für Blondi bringen, Alter. Das ist ja auch eine Frechheit, was der geliefert hat. Eieiei. Wild. Abfahrt. Leute, 15 Minuten sind rum und nichts passiert, oder was? Gelbe Karte wegen umstrittenen Vorspiel für Müller, oder wie? Das ist alles, was auf unserer Seite passiert ist. Was ist das denn für ein trostloses Spiel? Junge, Junge. Okay, wir müssen jetzt die Siegeraufstellung kreieren, Leute. Wir müssen jetzt die Siegeraufstellung kreieren. Was haben wir denn noch auf der Bank? Okay, wie viele Wechsel habe ich denn? 4 oder 5? 5 insgesamt, oder? Mit 3 Wechselfenstern, ja. So, wir bringen Fonsi rein. Soll ich den Leroy bringen oder was? Komm, wir bringen den Leroy, wa? Mathis Zell hat uns leider nicht überzeugt, Leute. Ich kann es nicht ändern. Wir müssen den Leroy noch reinbringen. Traurig, aber wahr. Ich hätte besser den King gebracht. Kann ich das noch ändern? Ja. Damit fühle ich mich wohler. So. Mal ein bisschen mehr Einsatz an den Tag legen. Und es fehlt 1 oder 2 Künstler. Gelber Kreis in der Mannschaft. Wie gelber Kreis? Was für ein gelber Kreis? Was für Künstler? Wir brauchen keine Künstler, wir brauchen Maschinen. Leute, jetzt aber hier. Leon, komm. Was? Ey, das war ein originaler Goretzka, Alter. Oder? Ohne Scheiß. Was ist denn? Wenn dieser Typ da nicht stehen würde als Torschütze, ne? Junge, Junge, Alter. Ich muss die Brille abnehmen. Was bringe ich den Leon auch rein? Ohne Scheiß. Vertraust du einmal den Leon, Alter. Hast du das gesehen? Im eigenen Angriff wieder. Ballverlust. Original. Das ist als würdest du die Bayern gucken, Alter. Originaler. 10 Meter hinter der Mittellinie. Lässt er sich den Ball abnehmen. Junge, Alter. Lächerlich. Lächerlich. Junge, Junge. Jetzt kannst du nur noch die Brechstange rausholen, Alter. Lächerlich. Lächerlich. Sorry. Verkaufen. Verkaufen. Weg. Jetzt wird knallhart. Wir haben noch 2 Wochen oder so, ne? Jetzt wird knallhart durch. Warum laufen noch andere Spieler? Das ist ein Supercup-Spiel.
Frech, oder? Zweimal den Ball verloren, zack, Gegenstoß, Konter, zack, zweimal der Drecksack Timo Werner, Alter, auch noch. Soll sich nach England verpissen. Ich will den nicht sehen in dieser Liga, Alter. Junge, Start wie Tuchel. Junge, ey. Leck mein Arsch. Wie schätzen Sie die Leistung Ihrer Spieler heute ein? Leistung Mittelfeld. Schlecht. Wie fanden Sie den Support heute? Pfiffe gegen die Mannschaft. Traurig. Soll noch neue Spieler kommen. Gehen in die Vollen. Lächerlich, Alter. Wählen Sie einen Verein aus, dem Sie folgen wollen. Eine Murmel oder was? DFL Supercup Drama. Bittere Niederlage für den FC Bayern. Wir haben nur eine Torchance gehabt. Was ist da für ein Drama, Alter? Die Leistung des Teams von Red Munich war heute leider eher schwach. Neben harter Arbeit im Training könnte es sicher helfen, auch die Aufstellung für das nächste Spiel zu verändern. Konkurrenzkampf ist immer gut. Boah, ich krieg so Flashbacks, ne? Junge, Alter. Katastrophe. So. Wo sehe ich jetzt, welcher Spieler was geleistet hat, außer in diesen 2, 3 Szenen, die wir da gesehen haben? Mats Raue, minus 14, Alter. Hier direkt Transfermarkt. Hier. Geht hier nicht. Warte. Weiter. Frechheit, Alter. Was ist das für eine Arbeitseinstellung, ey? Lächerlich. Lächerlich. Na klar, Union kaufen Monier oder was von Dortmund, Alter. So, wenn wir jetzt nicht endlich hier wissen, wie wir kaufen können, ne? Die Liga hält für die kommende Saison 10 Millionen zusätzlich. Wie sollen diese verteilt werden? Vorschlag 1. Die beste Mannschaft hält das Doppelte der schlechtesten. Alle Vereine sollen gleich viel erhalten. Die schlechteste Mannschaft hält das Doppelte der besten. Ja, alle gleich. Sag. Keine Frage, Alter. Goretzka, Alter. Ohne Scheiß. Maschine, weißt du? Körperlich so. Junge, Alter. Jetzt Karl hier. Wenn jetzt noch Pokal aus in der ersten Runde kommt, ne? Dann ist hier gleich Rage Quit. Dann können wir gleich abmelden, den FC Bayern. Junge. Ich werde wahnsinnig. Regeneration, das könnt ihr vergessen, Leute. Hier, wir müssen Offensivspiel trainieren. Eine Chance, eine Torchance. Es ist klar, dass hier keine Angebote kommen, Alter. Es kam noch nicht mal ein Angebot für einen Kimmich. Geschweige denn für einen Leroy. Auf welchen Leistungen bezogen auch? Hä? Du wolltest News verkaufen. Ja, weiß ich. So. Wie kann ich jetzt Spieler kaufen? Junge. Ist ja wohl eine Frechheit. Stadion ausbauen, Museum bauen. Nein. Schmeiß den Trainer raus, ganz genau. Geh mal auf Scouting, schreibt Nokia. Scouting. Transfer und Scouting. Spieler scouten verpflichten. Derzeit wird kein Spieler gescoutet. Spielermarkt sondieren vielleicht? Ah, der lädt noch, deswegen, ja. Das war zu viele Ligen, Alter. Da muss er erstmal einladen. So, jetzt geht's ab. So, jetzt. Husa. So. Florian Wirtz kostet 90 Mille, Alter. Können wir uns leider nicht leisten. Wir müssten erstmal einen Kimmich loswerden. Ist halt eine Frechheit, dass der Pavlovic echt so eine Wurst hier ist in dem Spiel, ne? Ich meine, aber er war immer noch der die Angriffe eingeleitet hat. Wild. Sicher nicht.
Hier aus Deutschland raus, Alter. Weg. So, wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Verteidiger. Habe ich die Türkei genommen? Sollen wir mal gucken, was wir bezahlen würden für den Johnny, was der für eine Stärke hat, der Boe? Damit wir ein bisschen an der Realität bleiben. Und wir gucken mal. Türkei. Galatasaray. Boe. 23 Mille Marktwert. Das kann ich nicht einsehen, okay. Er gilt als Riesentalent, aktuell in guter Form. Hört sich gut an. LOL, Ihr Vorstand ist genervt von der Vielzahl ihrer Spieler und lehnt jede weitere Neuverpflichtung derzeit ab. Ja, jetzt seht ihr mal die Sicht vom Tuchel. Na, wisst ihr Bescheid? Der Uli sagt, nein, es gibt keine Spieler. Fertig. Du musst klarkommen mit dem Grückenzeug, was da rumdümpelt. Katastrophe, Leute. Katastrophe. Katastrophe. Lächerlich einfach. Könnte ich denn den Spieler ausleihen? Auch nicht wahrscheinlich, oder? Jetzt müssen wir mit den ganzen Pappbieren durchkommen. Du musst bei Bayern der Spieler verkaufen, die haben zu viele ausgeliehen. Ja, ja super. Bring mir die ausgeliehenen Spieler denn. Vielleicht mal in der zweiten Mannschaft aussortieren, schreibt Nokia. Ja, aber das soll ich in die zweite Mannschaft aussortieren. Zählt das aus beiden Mannschaften, oder was? Das wäre ja noch dümmer. Ja, ich weiß es. Ich will eine Trion, ja. Frechheit. Frechheit. Ja. Vielleicht kommt ja gleich ein Angebot aus der zweiten Mannschaft, obwohl ich kann mir das nicht vorstellen. Das wäre ja völlig sinnfrei, dass ich in der zweiten Mannschaft Spieler verkaufen muss, damit ich in der ersten welche verpflichten kann. Aber wir probieren es mal aus. Probieren geht über Studieren, ne? Für Innenverteidiger laufen denn da rum, Alter. Was ist denn? Na, wollte ich ja gar nicht. Was ist denn eigentlich Spieler anbieten? Dann suche ich einen Verein aus, den ich anbiete, oder was? Komm, wir gucken uns das mal an. Wild, wild, wild. Ich suche noch den letzten Sponsor. Ja. 310 Kilometer Anreise. Ja, das war so eine Abfahrt. Ja, das war aber auch nur zweite Mannschaftsspieler halt. Ne? Lol, dann suche ich echt eine Mannschaft aus, oder was?
Cisco, das ist doch mal ein Sponsor, mit dem ich arbeiten kann. Bühnennamen. Wenn ich mal wüsste, was wir vorhin genommen hatten. Können wir noch anklicken oder was? Ja, komm, dann mach doch jetzt die 10.000 da noch rein. Was ist denn los mit dir? Mein Gott. Ja. Frau Mülsmann, Alter. Scout-Auftrag ausgeführt. Ja, dann zeig mal her. Junge, ich wollte den Spieler sehen. Warum zeigst du mir jetzt das Land? Wow. Ach, der hat keinen gefunden, oder was? Chef-Scout stattet Ihnen zähneknirschenden Bericht über den folgenden Auftrag. Ja, man sollte auch lesen erst, Alter. Frech. Was eine Wurst, Alter. Wir haben schon nur mit einem Stern eingestellt. Rookie des Monats. Ja, das interessiert uns doch nicht. Davis ist schon wieder verletzt, Alter. Den kannst du halt auch verkaufen. Junge. Ihr wolltet, dass ich den FC Bayern nehme. Habt das. Ihr seid schuld. Frech. Du hast auf die Flagge geklickt, ja. Ja, schön. Ja, holpriger Start. Alles gut, Leute. Geht gleich los. Jetzt die erste Runde. Bam. So, Tipps. 5-0, oder? Okay, bei unserer Konteranfälligkeit 5-1. Anreise. Promi-Tipps. Ja, was soll mir interessieren mich denn die Promi-Tipps für irgendwelche Kackspiele? Dann zeig mir doch die Promi-Tipps für mein Spiel an. So. Gut. Ich werde den Kimmich da als rechten Verteidiger spielen lassen, ne? Bis zum Erbrechen, Leute. Ich meine, immerhin hat er auch das Tor vorbereitet für den Heavy. Aber Leon war auf jeden Fall eine Niete. Gnabry war aber auch eine absolute Niete. Das heißt, von Müller haben wir auch nicht wirklich was gesehen. Wir geben den lieber die Chance. Vielleicht hat er immer 10, 11 gute Spiele im Jahr, ne? Wir gehen mal ein bisschen mehr in die Breite rein. Wir bräuchten halt noch so einen Eric Dyer-Typen, ne? So, ja gut, der Rest stellt sich von alleine auf. Okay, wo ist Opa? Auch Rechtsfuß, Alter. Ja, wir können natürlich auch voll in die Offensive gehen, wa?
Ich meine, wir spielen gegen Karl Zeiss Jena, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Junge. Sie werden Nägel mit Köpfe gemacht. So. So, das ist die 5-1-Aufstellung, Leute. Jena hat momentan ein besseres Mittelfeld. Jungs, was ist denn los? Lächerlich, Leute. Ja, komm, da müssen wir nicht auf Taktik eingehen. Das muss ja jetzt hier wegbämmen und dann ist gut. Mann, 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 Mann. Lächerlich. Bester Spieler Joshua Kimmich, Alter. Ich krieg einen Kackreiz, ey. Alter, wir verschwenden hier keine Ansprache für Karl Zeiss Jena in der ersten Runde. Abfahrt. Und ich schon sehe, dass wir weniger Ballbesitz haben wie Jena, Alter. Alter Belli. Wie sollen wir denn in der Bundesliga nur ein Spiel gewinnen? Wenn du nicht mal gegen Jena eine Torchance erspielst. Strafstoß, wow. Da gibt's nichts zu jubeln beim Strafstoß, Leute. Ich fall um, ey. Katastrophe. 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 Ganz einfach. Katastrophe. Ich bin beschämt. Ja. Raus. Raus. Abfahrt. Der Pavlo, Alter. Guck mal, kaum im Spiel. Zack, zack, zack. Ja, der kann auch mal machen, der Tell, oder? Junge, Junge. Das ist nicht dein Ernst, oder? Kriegst die Tür nicht zu. Kriegst die Tür nicht zu. Hey, jetzt mal ernsthaft, Alter, das sind 16 Meter, den musst du einfach nur reinsetzen in den Pfosten. Junge, Junge. Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, Leute. Jetzt habe ich den Müller natürlich schon weggeballert. Naja, ich habe noch einen King. King haben wir noch. King haben wir und wir bringen noch den Kretzig für den Musiala, der eine absolute Enttäuschung ist, Alter. Eine absolute Katastrophe. Mal klipp und klar zu sagen.
Und wir bringen noch einen Opa. Komm. Und... All in. Achso, Ball weg. Die rufen nach Kovacic, oder? So, Eckball, haben wir trainiert, Leute. Gelegt, bam, drin. Ach, Opa, mach doch rein das Ding. XG 0,43. Meine Güte. Ach du Grün. Ich wusste es. Ich wusste schon, wo der Opa den Ball spielt, Alter. Hä? Junge, Alter. Einwurf. Sau stark. Sehr gut. Pavlo involviert. Kretzig, flank rein das Ding. Wie hat er den jetzt gehalten, Alter? Lächerlich, Alter. Lächerlich, Leute. Okay. Verlängerung. Wir werden jetzt auf Ballbesitz gehen. Das ist eine taktische Analyse. Wir haben 5 Großchancen und 1 Tor, oder was? Ach Gott, meine Füße, Alter. Der ist jetzt echt drinne, ja? Original, oder? Original. Katastrophe. Katastrophe. Ja, also! Meine Güte. Und wer macht's? Natürlich der Pavlo, Alter. Mit 6,6. Weiß er, 20.000 Weltstars auf dem Platz. Wer macht's? Mann, 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 Mann. Männer, ich kann nicht mehr wechseln. Ich erwarte jetzt hier noch ein Feuerwerk. Sehr gut. So, jetzt kann ich die pinkeln gehen und mir Bier holen. Tja, Leute, bisschen dem Pavlovic individuelles Training gegeben. Zack, bam, 2 Hütten, Alter. Pfeif ab jetzt hier. Mann, 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 du. Was eine Geburt. Ja, so viel dazu. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, eindeutig gewonnen, ne? Da bleiben gar keine Fragen offen. Ja, Ascherer, Werder und Müller, der macht das schon.
Was den Thailand? Ich bin gerade gar nicht im Stadion. Du. Ich bin auswärts. Ich würde sagen, eine PK nach dem Spiel gibt es nicht. Der Trainer ist weg. Schieben wir es mal auf die Abreise, ne? Junge. Also bisher sind wir können dort besser wie der Tuchel, wa? Spiel 1 verloren. Spiel 2 in der Verlängerung. So, aber XG-Wert von 4,1. Ich lese sofort den Chat. Ich muss mal eben gucken hier. Aber es gibt nicht irgendwie so irgendwelche anderen Statistiken, die ich einsehen kann, wa? Oder noch ein Spiel. So, was los? Wie haben Sie die Leistung der Mannschaft heute gesehen? Ergebnis ging so. Die Partie war heute hart geführt. Was sagen Sie dazu? Alles in Ordnung. Soll noch neue Spieler kommen? Ja, ich würde gerne, ich darf nicht. Keine mehr. Ja, ist klar, dass das Präsidium sich freut. Wir haben ein Verbot gekriegt. So, Auslosung jetzt hier. Mach fertig. Der Munich hatte heute ein goldenes Händchen und konnte sich über 2 Joker-Tore freuen. Das Ergebnis fiel trotzdem bescheiden aus. Interessiert nicht am Ende des Tages. Ach, hier sehen wir das. Okay. Teamfortschritt. Okay, das läuft. Dribbling sind einfach besser, Angriffe durch die Mitte plus 20. Okay, wild. Also Nokia schreibt, du kannst Statistiken und jedes Tor von jedem anderen Spiel anschauen, auf Spielbericht klicken. Ja, die anderen Spiele interessieren mich ja nicht. Mich hat das halt interessiert, wo ich sehe, weiß, wer, was, wie, wo. Weißt du? Da steht zwar gerade nicht Fortschritt Trainingsspiel, was war ja kein Trainingsspiel, aber das ist von der Woche, ne? Von der Trainingswoche. Ja, wir kommen langsam in Form. Es kommt ins Rollen langsam. Macht euch keine Sorgen. So, auslosen, dann kann ich den Chat mal lesen. Vielleicht tritt ja die Co-Trainerin Mara vor die Kamera. Mara, du bist sehr leise. Frech. Kann ich ja mal ein bisschen lauter machen, wenn sie nicht lauter ist. Dieser Manager geht echt und die... Was? Die Titel mit Learning by Doing kommt man nicht weit. Aber der Elfer sauber. Ich will schon wieder so viel.
Ja, eben, ne? Man müsste erstmal in Form kommen. Wir haben halt in der Vorbereitung, ich durfte ja nicht keine Transfers machen, nix. Wie soll ich da arbeiten heute? Ich werde die Spieler ja noch niemals los. Das ist ja eine Katastrophe. Ohne Gemüse, Lasagne-Kadie. Deine Ausstellung ist eine Katastrophe. Ach, Quatsch doch nicht, Alter. Ja, klar. Gegen wen spielen wir denn jetzt? Haben wir jetzt gar nicht gesehen, nachdem ich Gegen gelesen den habe. KSC. Karlsruhe SC zu Hause, oder was? Jo. Ja, ist doch easy going. Ihre Kenntnisse über die Spieler in Brasilien haben sich durch neue Kontakte verbessert. Ja, sehr gut. Das heißt was? Einseit, bla bla bla. Transfers und Verlängerung, ja. Super. Darf ich nicht. Jetzt kommt Homburg. Na, fast. Wenn du einen auf Tuchel machst, dann müsste Pavlovic jetzt auf die Bank. Ja, ganz genau. Weg mit dem Salihamidzic. Jetzt hört er sich schon an wie Tuchel. TSV Hauptstadt. Ja, muss ich ja verkaufen, um zu testen, ob ich dann einen kaufen darf. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich habe eine klare Vision. Das Team ist nun mal nicht eingespielt und ja, wird alles. Macht euch keine Sorgen. Kriegen wir alles hin. Guck mal, Kingsley ist, weiß ich nicht. Was mir halt fehlt, können wir das denn hier sehen? Flexibilität, das Team geht vor. Können braucht Zeit für die Umstellung. Für welche Umstellung? Fachliche Qualität des Managers, -2. Meint er mich damit? Gegen wir treffen uns mal zum Gespräch, wa? Das ist wohl eine Frechheit. Ich glaube, es sackt. So. Wir machen nochmal Kader verbessern. Abschlüsse war ja schon mal eine kleine Steigerung. Wir machen mal das Offensivspiel. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kann ich immer noch keinen kaufen. Wir müssen warten, ob wir wen loswerden. Okay. Wir haben immer noch 84 Mille zur Verfügung. So ist ja nicht. Wir können aber noch mal gucken. Aber vielleicht hat deswegen auch der Scout keinen gefunden, wa? Kann auch sein, ne? Wo sehe ich denn? Das Transferfenster schließt doch jetzt noch in der Regel. Wir sind doch schon beim 7.8. Thomas Tuchel supportet mit 2 Euro. Ich bin einfach nur schockverliebt in dieses Team. Thomas, vielen lieben Dank, ne? Ich leide mit dir, Alter. Ich fühl's. Ich bin selber jetzt hier, Hawks, du siehst das Chaos, du kriegst keine neuen Spieler. Du hast ja wenigstens noch einen Eric Dyer gekriegt, ich krieg gar nichts hier. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ich fühl's. So, wir gegen wen spielen wir? Werder Bremen, Alter. Werder Bremen. Okay, ich denke, es ist klar, wir kommen nicht über den Pavlovic drumherum. Ne? Das ist ja unser einziger Spieler, der die Chancen eingeleitet hat. Kimmich verbessert sich langsam. Mit dem können wir aber auch mal ein Gespräch machen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie verklickern. Weil er sollte ja eigentlich als Nebenposition rechter Verteidiger hier stehen haben, oder? Rechter Außenverteidiger. Ah, okay, der wird dann... Ah, okay. Die Frage, wie viele Spiele hat er gemacht? 2...
Boah, das sind ja locker 20 Spiele oder so, die er machen muss. Aber okay. Zieh mir durch, knallhart. Quatsch mal mit ihm, vielleicht kann ich ihn ein bisschen pudern, weißt du, dass er einen kleinen Schub kriegt auf der rechten Außenverteidiger-Posi. So, De Ligt ist platt, oder was? Aber wir sind ja auch noch nicht vorm Spiel, ne? Das ändert sich ja wahrscheinlich noch, oder? Die Werte, die wir jetzt haben. Frische. Heavy ist auch platt. Kimmich auch. Also die drei müssten wir mal ein bisschen schonen. Die Frage ist, kann ich das einstellen? Bestimmt. Weil wir hatten ja gesehen, irgendwo bei Training war ja Trainingsgruppen. Ach, das kommt erst, wenn ich weiterklicke, oder? Ja, wenn nicht, ne, dann müssen wir, wenn wir echt keine kriegen, dann muss ich echt aus der zweiten Mannschaft welche hochziehen. Gibt's ja nichts. Ja, leg Geld an, Junge, mach fertig. Nee, da habe ich Sitzung, ne? Es sind erste Unruhen zu spüren. Haben sie die Kabine verloren? Ach, macht euch keine Sorgen. 31.8. Wo stand das denn? Das wäre nicht gesehen, oder was? Komm, mach mal hier Liegestütze, ne? 5 Stück. Ich weiß, dass die mich nicht ernst nehmen, weil ich Popel-Manager bin. Das ist mir doch klar, Sammy. Ich hätte ja auch eigentlich meinen eigenen Verein gegründet, beziehungsweise ich hätte eine Karriere gespielt, aber ihr wolltet ja alle den FC Bayern sehen. Und dann seht ihr, was passiert, wenn so ein Talentierter wie der Nagelsmann kommt, ne? Aber wir gucken mal, was geht. Achso, ich wollte die Cam umstellen, ne? Alter, ich bin voll im Verkehrten drin hier, das ist ja wild. Hier noch im Verkehrten hinzugefügt. Genau, Lust in Thailand. Der hat das mit jedem Trainingsanzug einmal aufgenommen, um das dann abspielen zu können. Der Tuchel das auch machen muss, oder was? Das Video mit den Liegestütz, genau. Aber gut, dass ich ja erzählt habe von 5 Großchancen, wa? Pfeifen, ey. So. Boah. Alter, was macht der denn manchmal so laute Sounds hier rein? Musik haben wir eh aus. UI-Sound, ne? Okay. Ich gucke gerade mal durch. Ah, da sind wir auf einem guten Weg. Okay. So, Trainingsgruppen. So, was hatte ich gesagt? Kimmich? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. De Ligt und King Harry. Ja.
Aber was heißt denn jetzt? Ah, okay, okay, okay. Guck mal, Thomas Müller kann wieder einen Kurzpass spielen. Wir können ihn wieder aufstellen. Sehr gut. Schnelligkeit brauchen wir, glaube ich, in dem Alter nicht mehr wirklich trainieren, Alter. Komm, wir machen mal Freistöße beim Müllerchen. Sehr saubere Liegestütze. Ja, bei 5 geht das noch. Nee, jetzt mache ich das natürlich gerade nicht. Sonst, wenn ich Training mache, mache ich eigentlich immer 15 Minuten mindestens Rudergerät. Bevor ich irgendwie dann irgendwas anders mache. Da mache ich eigentlich ein paar Liegestütze, so ein paar Bodenübungen. Und dann gehe ich erst an die Gewichte, ne? Also ich mache das ja auch nicht erst seit vorgestern. Nick Halliday ist hier. Tschüss, hau ab. Tschüss. So, ganz auch weg. Dann haben wir 3 Spieler weg. Zack, wird gar nicht verhandelt. So. King, pass mal auf, Kollege. Schnürschuh. Bau ihn mal auf. Hinzekummer stimmt Ihnen zu, dass er nicht gut gespielt hätte. Er hat das Spiel aber gut verarbeitet. Sehr gut, King. Achso, da wollten wir noch gucken, ob wir das einstellen können. Nochmal, mit Learning by Doing kommst du in dem Spiel nicht weit. Ja und? Wenn ich jetzt das Gegenteil beweise, was dann? Lass mich doch einfach spielen, wie ich spielen will. Was ist denn los mit dir? Du musst dir das hier nicht angucken, wenn dir das nicht gefällt. Soll ich mich jetzt hier hinsetzen und mir erstmal irgendwelche Tutorials 5 Stunden durchlesen, oder was? Was ist denn los, Alter? Ja, er hat jetzt erstmal 24 Stunden Pause drüber nachzudenken. Learning by Doing kommst du nicht weit. Ja, dann ist das so. Dann werde ich gleich gekündigt wie der Tuchel und dann ist gut. So, Josua, pass mal auf, Kollege. Auf deiner Position ist die Nummer 1. Aber Josua hat auch kein gutes Spiel gemacht. Ich baue ihn auch mal auf, komm. Er hat das Spiel auch gut verarbeitet, guck mal. Läuft doch. Das habe ich noch nicht probiert, ey. Ich habe noch eine Flasche. Die andere war zu lange offen, die habe ich weggekippt. Muss ich echt noch probieren. Hatte heute mein erstes alkoholisches Getränk des Jahres. Eichbäumle Radler. Muss mich langsam wieder einsippen. Ja, man muss sich doch nicht einsitten. Was ist denn los? Muss doch kein Alkohol trinken. Welche Stufe auf dem Rudergerät? Mein Rudergerät, ich weiß gar nicht, wie viel das geht. Muss ich echt nachgucken. 18 oder so? Ich mache halt entweder so einen Berg. Das geht dann von 10 auf 13, auf 16. Oder halt hier so ein Doppelberg. Kannst du verschiedene Stufen halt einstellen. Will das Spiel die Realität ab? Das werden wir jetzt sehen, ne? Denke ich. Gibt es dieses Spiel auch für die PS4? Das weiß ich gar nicht, kann ich dir nicht sagen. Musst du mal nachgucken. Trainer ist gereizt. Ja klar ist der Trainer gereizt. Der Druck ist hoch beim FC Bayern. Leute, wie soll man da nicht gereizt sein?
Erster Spieltag in Bremen. Leute, ihr wisst, was das heißt, ey. Wenn du dir den Zeh brichst, ich kümmere mich nicht, ne? Jetzt sag ich dir von So. vornherein. Das will ich gar nicht, ich will das hier mal gucken. Gut, die Bremer spielen mit der Viererkette. Okay, hat wenig Einfluss auf unsere Aufstellung. Ich habe halt überlegt, ob wir auf eine Dreierkette hinten wechseln, aber dann kriege ich den Kimmich ja nie umgepolt. Also muss ich ja erstmal auf eine Viererkette bleiben. Könnten natürlich auf eine Fünferkette gehen. Ich glaube, wir machen das mal so. Und wir werden, glaube ich, erstmal am King festhalten. Na, King hat ja eingesehen, so, es läuft langsam, er kommt rein, das wird schon. Ich ziehe den Tell durch, Leute. Na, man muss ja auch handeln, was man predigt. Von daher ziehen wir das durch. Ja, ich weiß, Mittelfeld ist ein bisschen spärlich besetzt jetzt. Aber no risk, no fun. Ja, so wird's. Schönes Kurzpassspiel sehe ich schon. Pavlo mit Müller, völlig unkonventionell auf den Jamal. Der ist schön Kurzpass durchgesteckt in den 16 auf dem Heavy. Der liegt nochmal quer auf den Tell 1-0. Ja. Werdet ihr jetzt gleich sehen in der Spielvorstellung da. Ersatzbank steht, Ulle ist aber wieder fit. So. Ja. Das war das. Taktik war im anderen. So. Angriffsfußball mit kurzen Pässen lassen wir mal. Ist sehr offensiv, ja. Die sind faire Sportsleute. Ich will keine gelbe Karte sehen. Ja, alles gut. Keine überflüssigen Gelben. Was haben wir sonst noch? Im Notfall besser eine gelbe Karte als ein Konter. Den nehmen wir mal rein. So. Im Gegenpressing sind wir echt gut drauf. Das klappt. Im eigenes Pressing sind wir echt, kommen wir nicht wirklich voran. Wir gehen mal auf punktuell runter. Okay, Distanzschüsse ist ein bisschen besser geworden. Abseits war dann ein bisschen schlechter. Übrigens können wir mal ein bisschen aufdrehen. Schwalben fangen wir gar nicht erst mit an. Machen den auch mal einen Tacken hoch. So, hohe Flanken. Ja, passt schon. Gut. Ich würde jetzt ganz gerne noch ganze dritteln. Ja, wir könnten natürlich, ja, aber heißt das jetzt, dass Bremen auch bei rechts sehr schwach ist, oder was? Hier hat ihr Gegner einen Vorteil. Weil Kimmich diesen Dingens hat, ne? Okay, das bedeutet ja, wir wären hier auf der Posi ein bisschen stärker. Dann würde ich sagen, machen wir den ein bisschen niedriger. Den Tacken höher. Eigentlich sind wir am stärksten durch die Mitte, also. Perfekt, Alter. So, 3-1 für uns, oder? Tschüss, Leistungsprinzip. Frech. Frech.
Hinten Dreier ohne Kim, dafür Doppel-6 Goretzka Pavlo. Ja, aber Dreier ohne Kim, wie soll ich das bewerkstelligen mit 2 Innenverteidigern dann? Siehst du das Dilemma? Ich habe halt nur 2 Innenverteidiger gerade. Also 3 mit Opa. So, erstes Spiel. Leute, da gehen wir natürlich mal rein in die ganze Chose. Wir schaffen das heute. Eigene Stärke, da muss der Glaube mal dran sein. Was wir hier machen können, weiß ich noch nicht. Wir haben noch nie Angriffe einstudiert, ne? Ich habe natürlich jetzt auch nicht geguckt. Wir hätten natürlich noch einen in Sonderbewachung nehmen können, aber ich habe ja defensiv auch wirklich nur einen Pavlo auf dem Feld. Habe ich jetzt keinen, den wir irgendwie in Sonderbewachung nehmen könnten. Wir hätten aber natürlich auf der rechten Seite, wo Bremen ein bisschen stärker ist, einen Kimmich abstellen können. Ne? Was haben die denn hier so rumrennen? Komm, wir machen mal den Dutsch und setzen da mal den Minjay drauf. Ja gut, das lohnt nicht. Ein galliger und ekliger Gegner. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ja, den fühle ich, ey. Okay, Abfahrt. Jorki, guten Abend. 4-2, was für Bremen oder was? 2 zu Ausrufezeichen, das gibt's nicht. Klar machen wir Tipps. Talken und Zocken, Tuche 2.0. Ja, ganz genau, Steve. Stell um Dreierkette und stell den Kimmich auf rechtes Mitte. Habe ich mir auch schon überlegt, habe ich mir auch schon überlegt. Habe überlegt, Dreierkette und dann vielleicht links halt linke Verteidiger, dass er noch linker Verteidiger ist und den Kimmich rechts hochschieben. Ja, könnten wir vielleicht machen, ja. Können wir in der Halbzeitpause mal zur Not umswitchen hier. Wir gucken mal, wie die erste Halbzeit läuft. Olli, hau rein, schönen Abend. Kim hatte keine Vorbereitung. Ja, hier hat er Vorbereitung, kein Problem. Warum habe ich nicht die ganze Woche Urlaub genommen, um sämtliche Tutorials anzuschauen? Ich bin eh keiner, der Tutorials schaut. Ich mache das bei jedem Spiel so. Ich gehe immer rein und Feuer frei. Maradona oder Auge, Musiala oder De Ligt, Ronaldinho oder Lahm. Ja, das sind ja Vergleiche, die man nicht vergleichen kann. Oder meinst du, wer das Duell gewinnen würde? Dann natürlich Maradona gegen Auge. Musiala gegen De Ligt sehr wahrscheinlich und Ronaldinho. Ja, da würde ich den Namen nehmen. Klar für Bremen. Boah, frech. 1-0-0-3. Niklas. Der Glaube ist da. 2-2. Okay, Abfahrt. So, muss schon klingeln jetzt. Los. Ballbesitz geht schon zu unserer Seite. Komm, Männer. Nicht nachlassen. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe es, ich spüre es. 23. 23. kommt die erste. Frech. Frech, frech, frech. Das Momentum kippt gerade. Sehr ausgeglichenes Spiel. 50-50. Eieiei. Gelbe Karte. Sehr gut. Thomas Müller. Wahnsinn. Das ist das einzige Highlight, was hier steht. Noch keine 10 vor den Toren, aber das Mittelfeld ist hart umkämpft. Na also. Komm, Pavlo. Heavy aus. Ah, guck mal, hat er sich wieder fallen lassen, Heavy. Junge, dann machen wir jetzt die Ecke hinterher, wa? Sehr fein. Ja. Ach komm! Junge, was denn jetzt? Alto Belly, ey. Leverkusen liegt 0-1 hinten, ey. Frech. So, pass auf. Obwohl, das war eigentlich gar nicht schlecht, oder?
Eigentlich war es gar nicht schlecht. Matistel ist tot. Rafael Guerrero ist auch platt. Kommen wir mal in den Tuchel. Und machen mal bis zur 60. weiter. Was gelb-rot? Dani da Costa wegen Rum Vorspiel. Warum kriegen wir sowas nicht eingeblendet? Das Treterpack aus Bremen, du. Aber dann können wir ja gleich auf Dreierkette stellen. Freistoß. Erstmal 1-0 einführen jetzt. Komm, zack. Schönes Ding. Ja! Ach komm! Du schießt dir den Torwart direkt in die Arme, oder was? Wieder der Pavlo, Alter. Der Einzige, der da Vollgas gibt. So. Wild. Wild, wild, wild. So, pass auf. Vom Musiala ist mal wieder gar nichts zu sehen, ne? Absolute Katastrophe, der Mensch. Kommt der Blonde rein. Der blonde Knaller. So, pass auf. Wir schieben jetzt den Josh einen Tacken nach vorne. Das kann natürlich ins Auge gehen, ne? Komm, wir machen da rein, eine Dreierkette. Dafür opfern wir... Wir opfern den Tell dafür. Ja, die Teamchemie. Ist klar. Ziehen wir den Gnabry. Tacken nach vorne, den King tacken nach vorne. Wir haben heute Vertrauen auf den Thomas Müller. Zur Not bringen wir gleich noch einen Conny rein. Aber Müller hat schon gelb. Komm, wir bringen den Conny rein. Abfahrt. Achso, Pause wegmachen. Opergelb, Alter. Männer, was ist denn jetzt? Ist das euer Ernst oder was? Wir können doch nicht mit dem popligen 0-0 in die Saison starten. Eieieiei. Okay, es wird Zeit für Franz, ne? Es wird Zeit für einen Kretzig, Leute. Und wir bringen... Leroy auch noch bringen, Alter. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch umstellen. Komm, wir gehen auf alles oder nichts. Also entweder fucken wir uns jetzt einen Konter oder ich hoffe, wir sehen noch eine Torchance. Müller spielt immer, oder? Ja, hat er ja. Das dümpelt echt so runter, ne? Mach es jetzt, Junge. Mach es jetzt. Na also. Meine Güte. Da hält er den erst noch. Was ist denn los? Junge, Junge, ey. Musst du bis auf die letzte Minute warten. Lecco mio, ey. Dann noch ein Konter, oder was? Ja, läuft. Guck mal, 2-0, Alter. Conny Leimer. Zack. Der blonde Engel, Alter. 93., 94. Ja.
Das macht guten Trainer aus. Zack. Nochmal kurz die Taktik angepasst. Stellschraube gedreht. Ist da Bescheid, Leute, ey. Müde gespielt, 90 Minuten lang. Dortmund ist Erster. Eieieiei. So sieht's aus. Ein Start nach Wunsch, ja. Nicht ganz, aber ein bisschen zu lange spannend gewesen, aber wir gehen mit. Kicker. Mhm. Serge Gnabry ist in der Top 11. Halleluja. Wilde Geschichte, ey. Wild. Angriff durch die Mitte, plus 18. Oh, wir werden stärker durch die Mitte. Sehr gut. Sehr gut. Angriff über Außen auch. Dribblings läuft auch. Konter, ja. Konter haben wir auch drauf. Passt. Bei Tuchel waren es 3 Tore. Ja, ist egal. Wie in der Tuchel 2.0. Eieiei. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch was kaufen können, wa? Marco Reus, was wird der mir hier angezeigt, Alter? Nach Amsterdam ist er gegangen? Ja, wild. Ja, der Manager ist schlauer wie die Dortmunder. Ja, na klar. So. Ja, wir machen mal. Abschlüsse waren ja diesmal gut. Wir machen noch mal Offensivspiel. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt was verpflichten könnten hier. Denk zwischendurch ab und zu mal so an die Teambuilding-Maßnahmen, ne? Kartfahren etc. pp. Teambuilding. Doch Super League. Tja. Vorgespräch darf ich machen. Mal ausprobieren. Lächerlich. Lächerlich, Alter. Naja, da müssen wir mit dem Kader in die neue die Saison hier durchziehen, Alter. Schon frech, ne? Also könnte ich hier auch kein Vertragsgespräch machen, oder was? Alter. Das ist schon frech, ne? So, wer ist denn unser nächster Gegner hier? Zeig her. Augsburg. Ach, du grüne Neune. Wird wieder wild. Phantasialand fürs Teambuilding. Das war sehr Leverkusen-like, ja. Wenn du Erfolg willst, musst du wie Fix spielen lassen. Ich beweise dir das Gegenteil, Chico. Justus, alte Kanone. Wieder sehr zurückhaltend. Mir gefällt es bei Galatasaray Istanbul gut, meint er. Ein Wechsel hat für mich aktuell keine Priorität. Frech, frech. Eine Bande können wir noch vertickern. Die Preise sind ganz schön gefallen, ja. Ach, das ist ja, da wollte ich doch gucken, ob man das einstellen kann.
ich das jetzt unterbrochen, oder was? Bild. Wollte ich gar nicht. Wir haben jetzt die Quali 4. Runde. Bild. Wo ist Kirchberg? So, erster Heimspiel oder was? Ja, ist ja auch von dem Anschlussmacher das Spiel. Mhm. Cosmic, deswegen erinnert dich das vielleicht. Teamgeist geht runter. Ja, ja, alles ist gut. Teamgeist kommt durch Siege. Mach ich mal keine Sorgen, ey. So. Ich spiele echt mit der Fünferkette, ey. Okay, da der Blondie ja letztes Spiel überzeugt hat, muss er natürlich spielen, ne? Pavlo, zieh mir mal durch. Das ist wild, ne? Das ist schon wild. Ich habe halt keine Ahnung, ob das irgendeinen Einfluss hat, wenn ich die hier so millimeterweise verschiebe. Können wir so lassen, das haben wir einmal gemacht. Wir bleiben erstmal dabei. Irgendwann muss das ja mal Früchte tragen, oder? Irgendwann muss das doch Früchte tragen. Ja, der Kimmich-Seite ist immer hier wild, ne? So, den Captain nehmen wir mal in die Manndeckung hier. Und ansonsten unser Spezialtaktik wieder alles gut, ey. Welt. Komm, wir haben gut trainiert, Leute. Abfahrt. So, Tipps. Da wir offensiv nicht so stark sind, sage ich 2-1. Eins, 2. Ist ja frech. Frech. 3-0. Ja, das ist das. Guck mal, das ist Optimismus hier, pur. Abfahrt. Ei. Wer ist tot? Rippenbruch, Minjay. Ach du grüne Neune. Jetzt kommt der Opa. Jetzt müsst ihr eure Tipps überdenken. Ich weiß nicht, warum der Stadion-Sound so laut ist. Muss ich gleich mal gucken, ob wir es leiser machen können. Ja, nach außen. Ach, was war das denn, ey? Wenn der Musiala da in der Position... Ey, was macht der denn da überhaupt? Wo sind denn meine Stürmer? Junge!
Lächerlich. Schön. Ach komm, Junge, du musst doch mal... Ey, originaler Kingsley, oder? Original. Niki, gute Nacht. Ei, 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 ei. Was mir halt hier so fehlt, ist so, woran erkenne ich jetzt, wie welcher Spieler performt hat. Wisst ihr, was ich meine? Sehe ich halt nicht so. Da steht Note. Wo? Nicht blind oder was? Hinter, also vor den grünen Punkten. Du bist super leise. Ich habe dich schon bei 100.000% hier. Du hast da die grünen Punkte stehen? Ach, hier. Okay. Genau. Eieiei. Boah. Note, Stärke. Ah, okay, okay, okay. Okay, 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 ey. Katastrophe. Katastrophe. 4, 3, 2, 1. Zeitspiel. Ja, der blonde Engel hat was? So, den letzten Wechsel heben wir uns mal noch auf. Trainer wartet so lange. Sau stark, sehe ich schon. Flanke, zack. Ich frage mich ja ernsthaft, wo sind denn meine Stürmer? Hey, ich kann dich nicht weiter nach vorne schieben, Alter. Katastrophe. Ja, na klar. Na sicher. Sehr schön, Leute. Thomas, komm, lauf auf deiner... Mach den Chiri, was steht da? Leute, was soll ich sagen? Hä? Siehste? Einmal den Serge an die Spitze geschoben. Zack. Ohne Worte, Leute. Ohne Worte. War ja mal eine ganz gute Aktion vom Josh.
Ecke jetzt, komm. Sehr schön. Oh, wie konnte. Also den musste doch aber auch einmachen, oder nicht? Na? Was ist mit dem Torwart? Alto Belly, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, musst du dich nicht wundern. So langsam muss das zweite aber kommen hier. Ach, der Leroy, Alter. Oder? Ohne Worte, oder? Dreifach Wechsel bei Augsburg, Alter. Wir haben noch einen Wechsel. Wir haben noch einen Wechsel. Wir bringen noch den Kretzig rein. Naja, glanzloser Sieg, aber ein Sieg ist ein Sieg, Leute. Unnötiger Wechsel. Er hat nochmal eine Minute von der Uhr genommen. Wechsel. Frechheit. Freiburg ist Erster. Ja, Halleluja. Tja, 3 Punkte. Fertig. Serge Gnabry ist Top-Torjäger. Das darfst du keinen erzählen, ey. Das darfst du kein erzählen. Hätte Kretzig direkt gebracht für die Jamal, anstatt das Ding mit Müller. Hier gemütlich am 31. FCA gegen Köln rein. Ja, ist doch supi. Ja. Verkaufen tue ich nichts, kaufen darf ich nichts. Schon wild. Kurt Rüger, ja selbst, ich könnte ja aber Managerpunkte halten. Ich könnte ja noch nicht mal einen aus der Jugend hochziehen. Kann ich nicht. Lächerlich, oder? Lächerlich. Nee, wir verkaufen keinen mehr. So. Ach du grüne Neune, Gladbach, Alter. Das wird emotional. Das wird emotional. Ja, ich gehe mit, dass wir Standards mal trainieren. Nach den 4 Ecken in Folge muss da was passieren, Leute. Da gehe ich mit. Wie sieht denn... Sehe ich hier gar nicht, oder? Ja, wir treiben Sport. Alles ist gut. Wo wir könnten ja noch mal, aber da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ne? Was ist mit Minjay los? Warum ist er rot, Alter? Ach, der hat der Rippenbruch, ne? Ja, Minjay war das. Okay. Talk mal mit dem Opa. Ich habe ein bisschen Selbstvertrauen und so, ne? Mit dem Heavy müssen wir auch mal sprechen. Das kann ja nicht sein, dass er keine Tore mehr macht. Das ist ja eine Katastrophe.
Und Jamal braucht auch mal ein Gespräch. Zack. Abfahrt. Ecken kurz, lassen wir weg. Und nehmen da lieber nochmal Torabschluss rein. Und hier auch Torabschluss. Oh, Kara, das weiß ich noch nicht, wie ich morgen Deutschland gucke. So, Opa, pass mal auf, ne? Letztes Spiel war super. Heavy. Du musst härter arbeiten. Heavy Kane akzeptiert die Kritik und will an sich arbeiten. Sehr gut. Jamal. Du musst härter arbeiten. Ja. Sehr gut. Ja, man muss auch mal klare Worte bringen hier, ne? Wollen wir hoffen, dass das fruchtet jetzt gegen Gladbach. Bruch ist scheiße, ja. So, was ist hier los? Qualifikation für Champions League. Kopenhagen hat sich qualifiziert. Wow. Gabe, Sparta, Prag, Budapest. Auslosung, ja komm jetzt mach aber mal hier. Da sind wir. Eindhoven, easy. Ja, auch easy. Ja, also, wenn wir da nicht Tabellenführer wären, dann weiß ich es auch nicht, Leute. Ja? Also, Achtelfinale kannst du buchen. Alter, die Dortmunder. Ja, die haben eine starke Gruppe, ey. Na gut. Atletico Lazio, oh, ist auch wild. Ja, klar. Na klar, du. Na sicher. Top-Zuschlag. Bei Spitzenspielen, bei denen das Stadion auf jeden Fall ausverkauft ist, können sie durch einen Top... Ja, brauchen wir nicht. Alles gut, wir haben genug Geld. Jamal Bambi muss drohen. Na. Zuckerbrot und Peitsche, Leute, ne? Was ist das hier? Europa League Quali, okay. Seht uns nicht. Kabi Haifi nicht gut. Ach, easy. Das wird schwer jetzt. Also ich sag 1-1 oder 2-2 spielen wir. Promi-Tipp ist 1-3. Wer ist denn der Promi, der getippt hat? So. Borussia Mönchengladbach. Schlecht in die Saison gestartet. Viererkette spielen die mit einem Defensiven. Dreier Sturm. Alto Belli. Okay. Wild. Also ich glaube, wir müssen mal wieder den Leon eine Chance geben, oder? Leon war jetzt lange außen vor. Er hätte jetzt die Chance verdient, mal sich wieder zu zeigen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich auf Dreierkette gehen soll. Wir könnten halt auf Dreierkette gehen. Hast du Fonzi gar nicht im Kader drin? Fonsi war verletzt die ganze Zeit. Der sitzt hier auf der Bank, hier auf der Tribüne sitzt er.
Komm, ich baue mal ein. Obwohl Minje ist ja verletzt, ne? Ja gut, dann müssen wir Viererkette machen. Dann machen wir Viererkette. Aber ich werde einen Offensiven opfern. Harry Kane haben wir ermahnt. Gehe davon aus, dass der liefert. Serge war nicht gerade überragend. Dann bringen wir mal den Leroy rein. So, Jamal kriegt nochmal eine Chance, sonst wechseln wir in der Halbzeit für Müller. Und dann bringen wir Conny oder bringen wir Leon? Leon. Ich kann nicht transferieren. Kara, ich darf nicht. Würde gerne, ich darf nicht. Machen Jamal aber aus der tieferen Posi. Genau, wir ziehen die einen Tacken runter, wir ziehen Heavy einen Tacken nach hinten. Ja. Und den Player, da setzen wir den Upa drauf. Und auf den Weigel setzen wir den Goretzka. Die Sache ist, wir könnten überlegen, ob wir auf ja, das haben wir perfektioniert, wir lassen das, Alter. Ja, guck mal, wir stehen jetzt nicht mehr offensiv, sondern neutral, wenn wir alle einen Ticken nach hinten haben. Okay, perfekt. Perfekt. Das lassen wir so. Ecken, kurze Ecken ignorieren wir. Lange Ecken können wir auch auf 100% stellen. Konter läuft auch. Distanzschüsse, ja, 50-50 Abseits. Dribblings, Schwalben brauchen wir nicht. Hohe Flanken ändert sich auch nichts. Gegenpressing. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Hier machen wir den Opa auf den Player und wir machen den Goretzka auf den Weigel. Und dann ist Abfahrt, Leute. Tipps. Immer noch ist der Sound so laut. 0-1. Ja, da hätte ich nichts gegen. 0-2. Sehr gut. Wurde noch nicht von Müller abgesägt. So sieht's aus. 3-2. Was? 3-2 für Gladbach, oder was? Schäm dich, Schatz. Das verstehe ich hier auch nicht. Was soll das heißen? Also Gladbach hat was? 9 Zweikämpfe gewonnen, ich 10, oder was? Insgesamt gab es 19, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Sehr gut, Männer. Komm jetzt, direkt. Zack, Upa, schöne Flanke rüber. Kimmich, oder was? Sehr gut. Ich sehe schon Heavy in Stellung laufen. Perfekter Doppelpass in den Rückraum. Und Pavlo! Knall sie weg, das Gladbach-Pack. Psst. Sehr zweikampfumkämpftes Spiel hier.
Sehr gut, sehr, sehr gute Leistung, Männer. Kimmich hat eine Note von... Wie, Kimmich hat gelb-rot? Josua, Alter, du bist so eine... Eieieiei, jetzt wird's wild. Jetzt müssen wir einen starken Move machen. Wir können natürlich Mazraoui jetzt ins kalte Wasser werfen, müssen wir einen Offensiven opfern. Ja, anders geht's nicht, ne? Wie hat denn der Jamal bisher performt? 3,5. Sané 3,5, Coman 3,5. Also kann ich auswechseln, wenn ich will dafür. Ist ja bärig. Bei Jamal habe ich noch Hoffnung, dass unser Gespräch vielleicht noch fruchtet. Nehmen wir die Jure raus. So, dann müssen wir natürlich jetzt hier ein bisschen umbauen. Aber ist ja kein Problem. So, kann ich denn jetzt auch noch die... Ne, das können wir ruhig lassen, das ist okay. Das lassen wir auch. Ich wollte eigentlich, aber das kann ich nicht mehr, ne? Diese Prozentdinger verschieben, dass wir jetzt halt... Aber wir spielen hauptsächlich durch die Mitte, also alles gut. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch sagen, wir gehen auf Konter. Wir fahren erstmal so in die Halbzeit rein. Hoffe ich. Ja, ich überlege halt, ob wir echt auf Konter gehen sollten, ey. Aber hier sind wir... Ach, wir fahren den erstmal so weiter. Wir legen jetzt 2-0 nach durch eine Ecke oder so. Dann ist doch alles gut, Alter. Verletzt. Alter, was ist denn jetzt los, bitte? Oberschenkelprellung. Ach du grüne Neune, ey. Ohne Scheiß, du spielst gegen Gladbach, das sind immer Wichsspiele. Das ist unglaublich, Alter. Kann er nicht weiterspielen mit einer Oberschenkelprellung oder was? Ich finde auch, der muss halt einfach mal wegatmen, den Schmerz, ne? Eigentlich ja, ey. Was hat der Leon denn da? 7, Alter. Boah. Ei. Conny muss das jetzt rausreißen, Leute. Aber jetzt muss ich die Zuweisung ändern. Weil sonst ziehen wir den Leon da hinten raus. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, Conny nimmt den Weigel jetzt. Und wir fahren den Bums erstmal weiter so. Komm in der Konter jetzt. Kontersituation. Leute, das war aber auch zu einfach, ne? Und dann noch der Kone, Alter. Die würde ich glatt kaufen. So. Mach doch Pause, wenn ich klicke. Gut, was machen wir jetzt? Entweder gehen wir jetzt auf 2-1. Oder wir versuchen das 1-1 nach Hause zu mauern. Spiele ich FIFA? Ja, ist ein... Ich weiß nicht, wann war es? 21 oder 22, was ich das letzte Mal FIFA gekauft habe.
Das endet in einem einzigen Wutanfall. Ich habe früher viel FIFA gespielt, ja. Ja, viel machen kann ich nicht mehr. Wir könnten natürlich mal Totalausfall Schuppo bringen. Für Heavy auf jeden Fall. Mal ein bisschen frischer einfach. Wir bringen Serge rein. Und ich bringe noch... Ja, wir bringen noch den erfahrenen Müller rein. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier hingezaubert kriegen. Hurra, hurra, die Bayern, die sind da. Wild, oder? Ken fällt gleich um, deswegen ist er auch ausgewechselt. Die fallen alle gleich um, aber es sind ja auch nur noch 10 Minuten zu spielen. 17. Nee, du kannst ja nicht auf jeden aufpassen. Aber ich dachte mir, wichtiger ist, wenn ich den komischen Weigel erstmal aus dem Spiel nehme. Ich habe hier halt leider nicht stehen. Der defensiv mit langen Bällen wäre vielleicht kontermäßig, oder? Chupo für Heavy, habe ich gemacht, ja. Ja, du musst kreativ werden, wenn du nur 10 Spieler auf dem Feld hast. Die müssen noch viel mehr laufen, die Jungs. Komm, wir gehen auf Sieg. Komm, Arschlecken. Komm, Pause weg. Komm, Männer, eine Chance, komm! Do it! Eieieiei. 4 Minuten. Gut, Leute, mit 10 Mann müssen wir mit dem 1-1 zufrieden sein, ne? Kann ich jetzt nichts kritisieren an der Mannschaft. Kann ich nichts kritisieren. Niklas, danke. Mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Trainer hat sich vercoacht. Nein, Trainer hat alles richtig gemacht. Trainer hat ein 1-1 nach Hause gefahren. Mit 10 Mann. Ja, Trainer hat noch nicht mal gesehen hier mit dem Gelb-Rot, ne, von Kimmich. Ja klar, hat er das gesehen. Deswegen Aber hat er ja zu umgestellt. Junge, Junge. Kann sich über einen verdienten Punkt freuen. Ja, so sieht's aus, Alter. Muss man auch mal akzeptieren. Ungeschlagen sind wir weiterhin. So sieht's aus, Leute. So, pass auf. Manuel Neuer macht Rückschritte. Ganz schlecht. Müller auch. Schuppo, Ulreich. Okay, die spielen ja noch nicht. Trainingsfortschritt. Teamgeist. Einer für alle für einen minus 14. Das ist frech, ne? Okay, da gucken wir mal nach. Aber erstmal muss ich mal wegen dem Sound nochmal gucken. Die Mannschaft fängt intern an. Vorsichtig jetzt, ganz vorsichtig hier. Du wolltest auch gucken, ob du das mit den Zeitungsartikeln ausblenden Ja, das wollte ich jetzt kannst. machen, ja. Der arbeitet hier gerade. Aha. Es ist halt so schade, dass ich nichts verpflichten kann. Minje hat sich verbessert. Guck mal. Sehr gut. Trotz Verletzung, oder was? Komm, wir gehen hier auf Antritt. Erstmal. Obwohl Stellungsspiel ist auch... Nee, komm, wir machen erst Stellungsspiel. Dann Antritt. Neue Stufe läuft. Kann ich auch nicht hochziehen. Ich kann gar nichts machen. Ich bin handlungsunfähig in meiner Mannschaft. Ja, komm. Die Rebellion gegen die Trainer. Oh, jetzt gegen Leverkusen.
Ei. Taktisch unklügster Zeitpunkt, der passieren kann. Ja, das bringt mir ja nichts. Wir machen nächstes Spiel, Alter. Okay. Das wird eine wilde Geschichte, ne? Wir machen mal Über- und Unterzahl. Ja. Schlimm, ne? Das ist ja, du kannst ja auch einen Spieler nicht schlecht bewerten und dann nicht gut bewerten und sagen, dass er den Verein verlassen soll. Das geht ja auch nicht. Das sind ja Sachen, die passen nicht. So, was auf Sound hier. Ich weiß auch, ich hab schon alles runtergestellt. Jingle ist ja okay. Sprache haben wir gar nicht. UI-Sound ist das Komische. Dann soll man den Master-Sound nochmal tacken, Leute. Bloom, Fans. Auflösung. Dark Mode, Light Mode. Ist alles gut. Gameplay hier. So. Teamfortschritt. Ereignisübersicht aktuelle Woche. Auslosung, Interviews. Teamvorstellung vor dem Spiel. Zeitung nach dem Spiel. Brauchen wir nicht. Statistik nach dem Spiel, ja. Rookie des Monats brauchen wir nicht. Internationale Ergebnisse immer anzeigen. Medienbildschirm anzeigen. Keine Ahnung, was soll das sein? Das erstmal an. Automatischer Transferscreen nur bei laufender Transferperiode, ja. Tastatursteuerung, Listen. Automatische Übertragungsfortschritte informieren. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Ich spiele mit Entlassung. Ja, der Rest sollte passen, ne? So. Ja, wir müssen leider schon wieder mit dem Kimmich sprechen, ne? Also müssen wir jetzt einfach mal sagen, so geht das nicht, ne? Ganz ehrlich, es ist eine Katastrophe. So. Heavy müssen wir auch nochmal sprechen. Läuft auch nicht so, wie es soll. Wir können Pavlovic nochmal sprechen, dann können wir nochmal ein bisschen pushen. Ansonsten, wir sind gerade original Bayern, oder? Wir sind so ein Einheitsbrei. So sticht keiner raus, außer Pavlo ab und wann. Alles andere so, meh. So eine Schiene irgendwie. Komm, ich spreche auch mal mit dem Tell. Vielleicht können wir da auch noch irgendwie was rauskitzeln. So. Kabinenseismograph. Leider sitzt Munich fest im Sattel. Schuppo, du kleiner Dreckiger. Pro Munich-Lager. Da steht echt der Leroy drin, Alter. Ich fall um, ey. Der Leroy, guck mal. Der kleine Schleimer. Ei. Frech, oder? Frech. Ei. Wild. Wild. Ah, guck mal, der Harry Kane ist zum Chef aufgestiegen. War der vorher schon Chef? Nee, oder? Wo ist denn die Licht? Hat der sich schon hochgearbeitet oder was? Ja, es ist schon hochgearbeitet. Läuft. Bild. Okay. Komm nicht so mal weg, ey. So, was kann ich denn jetzt machen hier noch? Spiele verschieben, Spiel das Vertrag verlängern. Bewertung, Kaderplanung, gegebene Versprechen, Teamfortschritt, Co-Trainer befragen. Ach so, nee, das interessiert mich ja nicht. Krisensitzung.
Okay, da haben wir das. Da haben wir keine Versprechung gemacht. Bild. Ja, zweite Mannschaft, Jugend, Organisation, HR. Alter, ich habe ein Budget und kann nichts kaufen, Alter. Das ist so lächerlich. Kurz doch Respekt. Deswegen haben wir auch gerade nicht geliefert, Alter. Was ist denn los, ey? Ja, aber ich kann hier nichts machen, so Teambuilding-mäßig, oder? Nicht so aus, also Abfahrt. Rückendecken, Lippenbekenntnisse vom Vorstand und Mannschaft gibt. Hast du gesehen? Die Mannschaft ist top auf mich zu sprechen, außer Schuppo halt. Schuppo habe ich halt vergrault, weil ich ihm gesagt habe, er soll den Verein verlassen. Stehe ich dann auch. Kann ich den nicht da hinschieben oder was? Tuchels gebrochener C supportet mit 2 Euro. Gegen Pillekusen wieder auf gepackten Koffer Platz nehmen, gar kein Bock. Vielen lieben Dank. Wir gucken mal, ob wir jetzt gleich auf gepackten Koffern sitzen. So, Joso, jetzt pass mal auf, ne? Also. Deine Leistung war Mist. Ja. Akzeptiert die Kritik und will an sich arbeiten. Heavy. Letztes Spiel war Mist. Heavy Kane sieht das etwas anders. Alexa, stopp. Alexa, stopp! Wenn der jetzt anfängt rumzuzicken, der Heavy Kane, ne? Ich sortiere den aus, Leute. Bin da knallhart. Pavlovic, du bist in guter Form, du bist in Topform. Deine Entwicklung ist positiv. Moment, nicht so glücklich mit seiner Entwicklung. Pech. Tell, pass mal auf, ne? Du musst auf jeden Fall mal härter arbeiten. Er findet seine Form okay. Eieiei, jetzt geht die Stimmung in der Kabine runter gegen den Trainer. Real Madrid interessiert sich für Schuppo. Jawohl. Kannst du haben. Ja, komm, bevor hier noch 100 Mal der Termin kommt. Mein Gott. Wenn ich Schuppo loswerde, aber dann ist die Transferphase ja durch, wa? Dann könnte ich eigentlich jemanden verpflichten. Aber guck mal, ich habe doch sogar schon Bunazar verkauft gehabt. Da durfte ich auch keinen verpflichten. Was soll denn der Mist? Das ist doch irgendwas buggy, oder? So, 3 Mille, Alter. Danke, Abfahrt. Okay. Wir geben klein bei, 2,9. Sie haben einen Sponsorentermin. Du brauchst kein Konto erstellen dafür. Profi. Normalerweise brauchst du da kein Konto erstellen.
So, Deadline Day. Sollen wir kann ich nicht jetzt noch hier am Deadline Day einen verpflichten oder was? Mach mal Pause. Leute, ich muss ganz kurz austreten, dann gucken wir mal. Ja, Niklas, der Vorstand, der möchte das halt nicht, ne? Die sind halt abgenervt. Kann ich nachvollziehen. Knallhart, das Geschäft. Ist ja hier nicht wünscht dir was. Deadline Day. Aktuell auf dem Markt. Spielertyp Anführer. Was ist er denn? Zentrales Mittelfeld. Kadergröße wird mit Update 1 vergrößert. Bringt mir ja jetzt nicht weiter. Ja, das Problem ist, ich kann ja jetzt kein Spieler mehr suchen hier in dem Fenster, ne? Ja, ich kann Mazraoui nicht abgeben, wenn ich keine anderen Spieler verpflichten kann, ne? Das macht keinen Sinn. Also das bringt uns nicht weiter. Da müssen wir irgendwie in der Winterpause schauen. Aber anscheinend liegt das ja, dass ich so viele verliehene Spieler habe, oder was? Ist ja schon interessant hier, ne? Aber zentrales Mittelfeld ist jetzt nicht unsere Hauptpriorität. Jetzt kommt ein Angebot für Kimmich, oder was? 30 Mille von Arsenal, Alter. 35 Millionen. Beim Marktwert von 62 für einen Leeboy. Jetzt mal ehrlich. Nee, konnte ich nicht, Nika. Das habe ich probiert. Ist ausgegraut. Kann ich nicht zurückholen. Wahrscheinlich, weil Anfang der Saison ist. Vielleicht kann ich sie in der Winterpause zurückholen. Ja, ich weiß, dass sie in Realität viele Spiele verliehen haben.
noch für die Kadergröße. Ja, ja, ist mir klar. Aber es bringt mir ja nichts, jetzt einen Spieler zu verkaufen, weil der Kader ist ja schon so an der Naht genäht. Also es macht keinen Sinn, einen Spieler zu verkaufen. Obwohl ich hier den einen oder anderen hätte abgeben können. Ja, Pavlovic geht auf gar keinen. Was, ne? Leider. Wir müssen jetzt arbeiten mit dem Kader bis zur Winterpause, Leute, wie es in der Realität auch war. Punkt. Ja? Fertig. Wir müssen jetzt den Kimmich als rechten Verteidiger umschulen. Jugendspieler will aufhören. Ja, alles gut. Hier wird keiner gezwungen, ne? So, pass mal auf, wir spielen jetzt gegen Leverkusen. Das wird eine wilde Nummer. Das wird eine wilde Nummer. Das wird eine wilde Nummer. Vor allen Dingen, weil uns 2 Innenverteidiger fehlen. Ach du Scheiße. Und Kimmich ist auch noch weg. Alto Belly, ey. Leck mein Arsch. Also hier kommt ja gerade alles zusammen, was zusammenkommen kann. Opa ist jetzt unser Innenverteidiger, Leute. Ach du Scheiße, ey. Wir können natürlich Risiko gehen. Wir machen Opa als einzigen Innenverteidiger. Und warte mal. Jetzt wird's ganz wild. So. Fonsi weiter rein. Fonsi ist auch nicht fit, Alter. So ist, ach. Das wird eine wilde Kiste jetzt. Ja. So, wen bringen wir denn vorne, ey? Hier bringen wir den Müller. Den alten Haudegen. Mit der Erfahrung. Was mich wundert, dass ein Fonsi Davis nicht Nebenposition linkes Mittelfeld hat. Ist ein bisschen schade. Ich habe generell irgendwie kein linkes und rechtes Mittelfeld, ne? Ich habe nur links außen. Oh, frech. Ja, Mut zum Risiko auf jeden Fall. Aber der Gnabry ist halt gut, der kann 3 Positionen besetzen, ne? Der ist halt echt gut als Einwechselspieler. Aber wir können natürlich einfach auch in Heavy mal eine Denkpause geben, oder? Einfach mal zeigen, dass das hier so nicht reicht bei uns im Club. Und dann bringen wir den blonden Engel rein, ja. Und bringen den Koman auf rechts. Ja, so machen wir das. Mach die mal ein bisschen defensiver. Mal ein bisschen breiter. Ja, so gehen wir rein, Leute. So gehen wir rein in das Spiel. Wild, ne? Ist aber sehr, sehr unlucky mit unseren Gesperrten und Verletzten gerade. Gewagte Aufstellung. Ja, komm, wir spielen immerhin zu Hause.
Ja, und was soll ich sagen? Wir müssen halt irgendwie jetzt zaubern. Wir werden das Spiel durch die Mitte verlagern. Flügelspiel stellen wir ein. So wird's laufen. So, wir müssen natürlich Florian Wirtz werden wir in Manndeckung nehmen. Durch den Neon. Und ich werde auf jeden Fall einen Stürmer in Manndeckung nehmen. Ja. Das ist der Plan. Aber nicht vom Opa. Aber der ist unser einziger Innenverteidiger, Alter. Mehr kann ich nicht tun, Leute. Mehr geht nicht. So. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen... Wir warten eine totalische taktische Disziplin heute. Aber sowas von. Dass ein Sieg wird, gibt die 5 Euro. Eieiei. Wer braucht schon Kane gegen Leverkusen? Okay, ja. Verstehst du das nicht? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Du gibst den Kane eine kleine Denkpause, so eine Halbzeit lang. Oder 60 Minuten. Ja, und dann muss der Tell jetzt einfach mal liefern. Verstehst du? Fertig. Punkt. Abfahrt. Angriff Bayern, 2. Minute. Conny! Da ist er! Tuchel 2.0, Alter! Was habe ich gesagt? Da muss der Tell einfach mal liefern. Zack, 2. Minute. Versteht ihr? Leute, ey. Wild, oder? Wild, 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 ey. Conny hat schon gelb. Eieiei. Conny, mach ruhig jetzt, ne? Conny, mach keinen Scheiß, ey. Ich kann nicht noch eine... Oh, ich kann nicht noch eine Karte vertragen. Sehr gut, sehr gut. Knapp übers Tor, war 2 Meter über ein Tor, Alter. Was ist los? Ja, Patrick konnte ich nicht mehr in Manndeckung nehmen. Ich habe nicht so viele Spieler auf dem Feld. Leon ist defensiver Mittelfeld, zentraler Mittelfeldspieler gerade bei mir. Ich spiele mit einem Innenverteidiger, das ist Upamecano. Er gibt gerade den Lothar oder den Lucio in altbekannter Manier. Freistoß. Ach Manu, den musst du doch auch mal halten, jetzt mal ernsthaft. Junge, 22 Meter oder was? Lächerlich. Das war lächerlich jetzt, ne? Ganz ehrlich. Junge, Junge. Mach bloß kein Konter. Oh, ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Mit Ansage, ne? Mit Ansage. Junge, Junge. Mit Ansage. Eieieiei. Ja, Manuel Neuer Note 4, Alter. Lächerlich. Sah aber auch schwach aus bei beiden Toren, muss man mal geknallert so sagen, Alter. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Also der Zweikampfwert kann doch hier auch nicht stimmen, Alter. Wie kann ich denn 30 Zweikämpfe geführt haben und Leverkusen 21 oder was? Wie soll das denn funktionieren? Ja, wir haben uns nur eine Chance erspielt, ne? Das ist schon wild, ey. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ich könnte natürlich einen Leon in die Viererkette ziehen, ja. Aber ich fahre den mal so weiter, ey. Harry rein, noch nicht. Noch nicht, Leute. Wir müssen erst das 2-2 machen. Der Mazraoui auch noch gelb, Alter.
Mattis hat auch schon gelb. Eieieiei. Heavy rein. Wir bringen Davis rein. Wir bringen Musiala rein. Wir bringen Sané rein. Und lassen uns den Kretzig-Wechsel für die letzten 5 Minuten. Und hoffen, dass wir jetzt irgendwie ein Ding fahren. Ich mache mal direkt einen Angriffsfußball. Spieler Kinzi Kuman kommt aufgebracht zu Ihnen und würde gerne wissen, warum er ausgewechselt wurde. Kollege, jetzt passt mal auf. Mir die richtigen Antworten hier. Taktische Gründe, schlechte Leistung, unfassbare schlechte Leistung, Schonung, wollte dich schützen. Keine Karte riskieren. Spielpraxis für junge Spieler. Sollte sich Applaus abholen. Ich kann dich nicht leiden. Jetzt nicht. Kingsley mit einer Note 3. Hat er eine gelbe Karte gehabt? Nee, ne? Saison haken wir ab. Leute, wir sind gerade mal am späten Spieltag. Was ist denn los mit euch? Kommst du her, mach rein jetzt das Ding. Ach komm, wo ging der denn hin? Alter, wie im Real Life. Ohne Scheiß. Leute, ey. Ihr müsst doch mal so Standardsituationen da nutzen in solchen Spielen. Also jetzt mal ernsthaft, du kannst doch dann auch nicht so eine Rückgabe da machen. Hä? Junge. Leon geht auf den Zahnfleisch, Conny auch, Pavlo sowieso. Ich mache jetzt einen ganz wilden Move, Leute. Ich bringe jetzt den Kretzig für den Pavlo. Alter, also dieses... Du Belly, ey. Junge, willst du mich verarschen? Kannst du den mal bitte dahin schieben, wo er hin soll, oder was? So. Direktes Angriff lassen wir. Wer hat gelb? Conny hat gelb und Mats Roy hat gelb. Okay, Abfahrt. Ja, also! Ach was? Knapp. Was? Will er mich jetzt verarschen? Der war doch drinne! Leute, Phantomtor von Nürnberg oder was? Was ist denn jetzt? Alter, der Fahrer vergeigt aber auf der ganzen Linie hier. Drunter hergekullert. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Klar, die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Originaler Leroy, Leute. Originaler Leroy. Wir können nur auf die Ecke hoffen jetzt. Ach, fick dich doch, Alter. Wollen die mich jetzt hier völlig verarschen, oder was? Junge, Alter, Belly, ey. Hätte locker gewinnen müssen, das Ding nach der zweiten Halbzeit. Junge, haben die Chancen versiebt. Lächerlich. 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 Nee, die echten Vereine hast du nicht drin, das ist, kannst du kostenlos runterladen im Steam Workshop. Wenn du das Spiel kaufen willst und du sicher bist, dass du es behalten willst, kannst du auch bei Instant Gaming mal gucken. Da ist es auf jeden Fall billiger wie bei Steam. Ja, Leute, warum wir das Spiel verloren haben, steht in den Sternen, oder?
Also zweite Halbzeit war ja ganz klar für uns. Junge, haben wir Chancen versiegt. Leckt mein Arsch. Leverkusen hatte nicht eine. Dortmund mit 12 Punkten vorne. Ich krieg zu viel, ey. 5 Dortmund-Spieler in der Top 11. Ach, du grüne Neun, ey. Es hat so gut angefangen mit dem Tell. Es hat so gut angefangen. Der Stuhl wackelt. Ach, der Stuhl wackelt. Ich bin Vierter, Alter. Alles ist gut. Wenn du mal gesehen hast, was ich aus dieser Mannschaft rausgekitzelt habe in diesem Spiel mit diesem wenigen Personal, Alter, dann war das überragend. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Und aber auch verdient. Bochum. Ach, du grüne Neune. Fanfreundschaft. Jetzt geht's los, Leute. So, wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Ne, wir konzentrieren uns auf Spielerförderung. Ja, wir müssen, Abschlüsse gehe ich voll konform, Alter. Das war ja ein Trauerspiel, was wir da gerade gezeigt haben. Gut zu wissen, Präsidium. Das Präsidium entscheidet darüber, ob sie entlassen werden oder ob ihr Vertrag verlängert wird. Sie sollten immer versuchen, ihre Beliebtheit dort hochzuhalten. Spielen sie mit Entlassung, ist es bei unter 50% Beliebtheit vorbei. Ja, alles gut, Alter. Ich bin beliebt wie Lotto King Karl, ey. So. Katastrophe, ey. Katastrophe. Freundschaftsspiel, Alter. Habt ihr einen an der Birne oder was? Nächstes Spiel in 12 Tagen. Warum denn in 12 Tagen? Ja, das Hauptversammlung ist auch noch. Eieiei. Hätte es klar gewinnen müssen, so sieht's aus, Kara. Ganz klar. Das war ja wild. Ganz wild war das. Torrichter, Torabschlüsse, das sieht gut aus, das lasse ich so. Feuerfrei, Alter. Jahreshauptversammlung. Jetzt kommen sie. Bitte baut einen Fahrstuhl ein. Gib dir mal irgendwie 1, 2 Tage frei oder so. Nein. Weite blutleeren Auftritt. Ja, komm, ist gut hier mit der Jahreshauptversammlung, Leute. Ich bin hier da, um Spiele zu gewinnen. Nein, die kriegen kein Frei jetzt. Gegenseitig Schulterklopfen, ja, alles gut. Die Social Media Agentur des Spielers Joshua Kimmich steigert seine Followerzahl dadurch geschickte Postings innerhalb von einer Woche um 5%. 13 Tage bis zur internationalen Gruppenphase. Was ist das hier? Freundschaftsspiel vereinbaren. Okay, wir brauchen einen Aufbaugegner, wa? 6. Liga hier. FST Alterswerden. Zack, Abfahrt. Okay. Wir müssen auf jeden Fall Harry Kane in Form schießen. Warum ist denn eigentlich der Thomas Müller jetzt Kapitän? Ach, weil er dritter Kapitän ist, ne? Ah, okay. Okay. Gut, aber da darf er ja den Kimmich wieder spielen eigentlich, ne? Ja. Minjay ist auch wieder am Stissel. Sehr gut, guck mal, dann können wir doch erstmal wieder... Kimmich wieder als rechter Verteidiger. Den müssen wir jetzt erstmal hochziehen. So, wie sieht's aus bei Minjay? Der ist noch tot. Dann lassen wir Opa spielen und... Der Licht natürlich, aber der sieht auch ziemlich tot aus. Ja, dann bleiben wir nochmal bei dieser komischen Geschichte hier. Wir stellen mal einen Kretzig als linken Verteidiger.
Das 6. Liga, da können wir mal ein bisschen hier Spielzeit verteilen, wa? Bringen wir mal den Peretz im Tor. Heavy ziehen wir natürlich nach vorne. Doppelspitze mit Müller als hängende Spitze. Und ein Pavlo im Defensiven und Goretzka im Zentralmittelfeld. Außen, ja, der Serge ist wie immer, ne? Serge 2 gute Spiele gemacht und dann war es wieder dahin. Lächerlich. Aber wir bringen den Conny anstatt den Leon. Und wir geben mal den Jamal über links außen die Chance. Abfahrt. Wir machen mal... Gucken wir mal, was wenig Aufwand hat. Und dann machen wir... Das mit den Reglern ist ein bisschen Banane hier. Abfahrt. Abfahrt. So, ich erwarte jetzt hier ein 7-0, ne? Minimum. Das ist ein guter Einstand. Wollen wir nicht überbewerten, ne? Das gefällt euch, ne? Ui. Konter können wir. Ach, guck mal. 1A. Jamal, du musst den nur reinschieben, Mann. Das ist ein Aufbauspiel. Junge, das kann doch nicht sein. Der kriegt nichts auf die Kette. Ja, guck mir der Pavlo im Alleingang, Alter. Guck's dir an. Der Pavlo ist überall. Guckt's euch an, Leute. Maschine einfach. Golli! Schönes Ding, du. Sechste Liga, Nexus. Aufbaugegner. Das ist ja das geil. Du kannst ja hier, du kannst deinen eigenen Verein gründen. Und startest dann in der 6. Liga. Und musst dann den Verein nach oben führen. Das fühle ich schon. Sag ich euch, wie es ist. Schönes Ding. Sicher gefangen, Alter. Kannst du auch simulieren? Das weiß ich gar nicht, ob wir die Szenen ausschalten können. Wir können aber, warte. Ja, der Julian, der wächst gerade über sich raus, ne? Mein, die hauen schon wieder Harry Kane, Alter. Die hauen schon wieder Chancen daneben.
Ich komme gar nicht dazu, irgendwie Stopp zu drücken. Nee, wenn dann Red Moon nicht FC wahrscheinlich. Alter, ich komme nicht dazu. Wild. Schön, Franz, bring rein das Dings. Oh. Das war auch wild. Keine. Ja, ein Freundschaftsspiel, alles gut. Können wir so durchlaufen lassen. Aber krass ist, dass das Stadion ausverkauft ist, Alter. So, dann wechseln wir natürlich auch frühzeitig mal durch. Gerade die schon gelb sind hier. Der Leon rein. Ach komm. Davis bringe ich da mal. Obwohl, wir machen das so. Und dann bringen wir noch einen Guerrero für einen Pablo. Zack, fast. So, ja, servus. Macht Spaß das Game? Ja. Ja, bisher. Ich konnte es noch nicht richtig, weil ich kann noch keine Transfers tätigen. Mein Vorstand sagt nein. Achso, wir sollten auch mal hier, mach mal hier ruhig. Freundschaftsspiel. Wolltest die Tore sehen? Da fallen doch keine mehr, siehst du doch. Na, ich stelle das jetzt eh gleich wieder um, dass das nächste Spiel schon mal ready ist. Lange Szenen natürlich. Ja, guck mal, 7-0 habe ich gesagt, oder? Ich kenne halt meine Mannschaft. Ich weiß, dass die letzten 40 Minuten austraben. Na? Wisst ihr Bescheid, ey. Frech. Nicht über Fehleinkäufe aufregen, das ist richtig, ey. Aufstellung nicht wie versprochen. Ihr Co-Trainer weist sie darauf hin, dass sie bereits einige Mal nicht zugunsten der besseren Form aufgestellt haben. Die Spieler registrieren das. Frech. Gut, der VfL steht an der Türe. Konter? Nein. Nein. Wie sieht's denn generell? Wo ist denn... Kann ich hier auch den Kader sehen? Ja. Wie sieht's denn mit der Frische aus? Sehe ich hier nicht, ja? Die haben alle keine Form, Alter. Das sind alles Gurken, ey. Wild. Wir werden Abschlüsse nochmal machen, aber ich werde das ein bisschen bearbeiten. Ja, mach Trikot, Sponsor, hast du nicht gesehen. Zack. Das machen wir frei. Das lassen wir. Wir machen... Oh, danach haben wir schon erste Champions League Spiel. Ei.
Trink mal Havana Cobra. Ja, gönn dir mal. Kein Leistungsprinzip. Echt, ne? Traurig. Ich habe da auch nie drauf geachtet bisher. Ich wusste gar nicht, dass die eine Formanzeige haben. Da achten wir jetzt gleich mal drauf. Was im Alemannia-Stadion? 2:1 und jetzt Finale. Ja, da hast du ja einen schönen Abend gehabt, oder? Ja, ich spreche auch nicht mit Schupo, weil ich den verkauft habe. Chico, was ist los mit dir? Aufpassen hier. VfL Bochum, Alter. Es tut mir leid. Ich muss euch leider wegfegen. Ich muss euch vom Platz schießen. Schon schlimm, dass die nur 2 Plätze hinter uns sind, Alter. So, pass auf. Wo sehen wir denn Form? Hier sehen wir Form. Geil. Manuel Neuer hat eine 5er Form. Ja, wisst ihr was? Dann lasse ich den Peretz jetzt im Tor, ne? Ist euch klar, oder? So. Innenverteidigung. Opa. Opa ist voll drauf. Ey, der Pavlo hat immer eine 10er Form, das ist eine Maschine. Aber haben wir ja auch nicht anders erwartet, oder? Wie spielt denn der VfL? Mit einer 5er-Kette wahrscheinlich, ne? Ja, war klar. Okay, wir werden auf jeden Fall mit 2 Spitzen spielen. Wir gucken mal. Was sagt der Müller? Eine 5er Form, Alter. Musiala eine 4er Form. Ey, Junge, das Ganze, das ist grausam, ne? Lieber hat auch eine für Kings, der hat eine 3er Form, Alter. Das ist eine Katastrophe, ne? Sagt euch, wie es ist. Das ist eine Katastrophe. Minjay ist aber auch wieder am Stissel. Wie fit ist denn der Neue? Ja, wir müssen ja schon mal ein Spiel weiterdenken, Alter. Wen lasse ich denn zu Hause? Ich habe halt immer noch nicht gerafft. Und Bank kann ich wahrscheinlich gerade nicht zuordnen, weil ich die Bank hier einzeln auffülle, Alter. Ja, den Kimmich müssen wir jetzt durchziehen, weil... Ja. Oh. Naja, wir können den Kimmich natürlich auch rausschmeißen, ne? Was hat der denn für eine Form eigentlich? Der Josh. Eine 6er. Der Mazrau hier eigentlich dieselbe Stärke? Ja, fast, ne? Wild, 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 wild. Der Fonsi ist aber auch nicht richtig fit, ne? Fonsi ist nicht richtig fit, ey. Siebener, Conny 7, Musiala muss auf jeden Fall raus, Alter. Da können wir schon mal ein Delicht für bringen. Ihrer Form, Alter, der braucht bei uns nicht spielen. Das wollen wir gar nicht haben, solche Leute. So, Pavlo ist gesetzt, der macht das schon da in der Mitte. Das sah bisher echt immer gut aus. Da können wir uns nicht beschweren. Gut, vorne werden wir mit der Doppelspitze spielen. Ansonsten haben wir noch, wer ist formstark? Kretzig wäre noch formstark, zentrales Mittelfeld. Wäre aber dann sehr schwaches zentrales Mittelfeld, ne? Das ist eine Katastrophe leider, ne?
Das ist eine Katastrophe. Leroy eine 4, Kingsley eine 3er-Form, Leon eine 7er, Fonsi eine 8er. Ja. Da stehst du da. Ja, wir machen jetzt mal wieder was ganz Perverses. Wundert euch nicht. Wird sehr mittig lastig jetzt. Zack. Kann ich noch zurück? Nee, ne? So. Ja, komm, Abfahrt, Alter. So, 3-0 natürlich, ne? 1-0 wird das. Strafstoß, Harry, komm mit zu Augen, ne? Ja. Easy. So Leute, was ist los hier? 2-0 nachlegen. Ja. Mein Gott, was ich immer ansagen muss. Nein, da kommt Ballverlust, Konter. 1-1, Alter. Ach du Willen. Macht der Tuchel jetzt. Setz mich nur noch auf die Bank. Echt, Alter. Opa, mach keinen Scheiß, ne? Müller, was war das denn? Junge, ey. Ach, du. Ich kann nicht hingucken, ey. Ohne Worte, Leute. Ohne Worte. Angriff Bayern München, sagt er, und dann so. Ja, Opa, worauf wartest du, Alter? Was? Ja, na klar, leg den Ball noch 3 Meter weiter nach vorne. Da war noch nicht mal das Foul. Alter, ist das lächerlich. Ei. Alter, original wie der FC Bayern, Alter. Ballverluste, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Das ist, als würdest du nur den FC Bayern zugucken. Junge. Junge. Alto Knalto, Mr. Verwalto. Warum beide Stürmer haben gelb, oder was? Das ist ja auch wild. Conny Leimer wieder überragend heute. Kann man nicht anders sagen. Harry Kane. Jetzt müssen wir 3 Tore machen in einer Halbzeit, wa? Das wird eine harte Nummer.
Jungs, ich wollte gerade sagen, es wäre schön, wenn endlich eine Chance kommt mit dem Tor, sonst ist hier gleich aber Zappenduster, Alter. Ach komm, Leute, ihr müsst doch mal so... Das sind die einfachsten Dinger der Welt, Alter. Der steht 2 Meter vorm Tor und schießt ihn daneben, oder was? Junge, Alter, dann kannst du auch nicht gegen Bochum gewinnen. Junge, nur unfähige Idioten in dieser Mannschaft. Leute, ey, ich krieg hier gleich zu viel, ey. Ja, mach das 4-1, Alter. Junge. Ist das lächerlich. Ja. Ist 11 Meter oder was? Junge, ey. Fällt dir nicht so ein. Gar nichts fällt dir dazu ein. Junge. Katastrophe. King, Alter. Was? Heavy Kane? Junge. Unfassbar schlechte Leistung. Trotz deines Tores, Alter. Na klar, hält er den. Das ist ja. Alto Belly, ey. Weiß doch nicht, was der Neuer da macht, Alter. Da rennt er da raus und guckt sich das an und... Junge. Naja, gut. Würde ich sagen, Wechsel können wir nicht mehr, ne? Wir könnten höchstens... Tauschen mal die Seiten, Alter. Wir machen hier volle Attacke. Top oder top. Da gibt es noch einen Konter oder wir kriegen noch eine Chance. Aber selbst ein Punkt ist zu wenig, Alter. Junge. Der Abfahrt. Der Pavlo wieder, Alter. Wild, ne? Wild. Ohne Scheiß, das war auch ein originaler Bayern-Spielzug. Ein originaler. Außen, zack, reingezogen, aus 300.000 Kilometern aufs Tor geschossen. Was macht der denn? Den musst du doch einfach umgrätschen, Alter.
Macht er da erstmal eine Pirouette auf den Ball. Junge. Boah, ist das schlecht, ey. Das Spiel ist mir irgendwie zu realistisch. Alter Belly, ey, das ist nicht mehr wahr, oder? Wild. 10 Schüsse, 6 aufs Tor. Ja. Ganz großes Kino, Alter. Eieieiei. Zehnter. Eieieiei. Ja, war damals auch gut, ne? Aachen. Erik Meyer war auch in Aachen, oder nicht? Der Schlau drauf doch auch irgendwann nochmal, ne? So, ja, Leute, es geht jetzt hier. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt beide Spiele gewinnen, damit die Trendwende kommt. Alles andere wäre eine Farce jetzt, ne? Also. Wir müssen jetzt eine Ausstellung kreieren, die zündet. Anders geht es nicht. So, Harry Kane hat eine Form zum Vergessen, aber gut. Formmäßig ist hier alles. Serge ist auf dem aufsteigenden Ast. Ja. Oh. Ist traurig, wenn du dich auf den Serge verlassen musst, oder? Dann weißt du schon, was die Stunde geschlagen hat. Okay. Wir werden eine Fonsi bringen. Ja, der Fonsi ist tot, Alter. Aber es ist Anfang der Woche, ne? Ja, alles gut. Okay, Minjay muss auf jeden Fall mit. Alter, der Neuer hat 0 Form. 0. Und warum ist der Ulle tot, Alter? Neuer bleibt mal auf der Tribüne. Knallhart. Fertig. So, der Licht ist tot. Opa ist tot. Minjay ist auch tot. Läuft. Geh doch. Okay. So, Müller oder Jamal? Oder beide? Kuman hat keine Form. Leroy hat eine 6, aber Leroy hat hier noch gar nichts gerissen in dem Spiel, Alter. Wie im V-Life halt. Ist halt echt so. Ist halt schon echt wild, ey. Müller hat eine 6er. Keine Ahnung, ey. Komm. Wir bringen Jamal. Wir bringen Leroy rein. Joa. Das hat Kimmich. 6er. Mazraoui hat auch 6er. Zack. Matthijs ist halt auch fast tot. Ja, ist Anfang der Woche. Die sind alle 3 tot. Was soll ich machen? Ich habe keine anderen Spieler, weil ich keine verpflichten durfte. Belastungssteuerung. Die Belastungssteuerung ist gerade voll da. Junge.
So. Kein Pressing. Da haben wir uns ja glatt verbessert, Alter. Ist ja wild. Gut. Ist auch wild, dass hier der Mist den ganzen Tag einnimmt. Ja, da machen wir frei. Da machen wir frei. Hier machen wir das Champions-Sieg. Wir werden nochmal auf Ecken in den Strafraum gehen. Nachmittags die Videoanalyse. Hier gehen wir auf da machen wir die Videoanalyse für Leipzig und wir machen hier Torabschluss. Da machen wir auch einen Torabschluss. Und da machen wir nochmal Regeneration. Und dann ist Abfahrt. Englische Woche sind am Arsch. Ja, wir müssen jetzt liefern, ne? 2 Siege müssen jetzt her, ansonsten wird es ganz, ganz dünne Luft. Also ich habe mich im Real Life mal mit einem Trainer unterhalten und der sagt, du hast gar keine Ahnung. Sprichst du mit mir jetzt gerade, oder was? Ja. So, Promi-Tipp 2-2. Nicht. Okay. Luke de Jong spielt da. Sehr wild. Das ist sehr wild. Okay, die Lucht ist immer noch tot, wa? Wild, ey. Problem ist, dass bei Minjay nicht besser aussieht. Und ich kann ja nicht unseren Kapitän im Champions League-Spiel rausnehmen. Genauso tot aus. Gut, Fonsi könnten wir ja ersetzen durch einen Guerrero. Ja. Sieht besser aus. Der Rest, ich sag's euch, wie es ist. Muss liefern jetzt. Harry Kane hat eine 5er Form, Alter. Eieieiei. Gut, das haben wir alles eingestellt. Da können wir Abfahrt machen. Überlegt noch, sollen wir Luke de Jong in der Dingens nehmen im Upa oder was? Könnten wir mal. Upa hat ja noch ein bisschen Power. So. Die unter 10 Trainer. Ich bin guter Dinge, 2-1 sag ich. Eieiei. 56% Ballbesitz zu Eindhoven. Lecco mir. Die Räume werden von beiden Mannschaften konsequent zugestellt. Opa, du kriegst jetzt schon Geld wieder, oder was? Cool, haben wir trainiert, Leute.
Grandios. Grandios. Genau auf den Goalie, Heavy. Leck mein Arsch. Echt, ey. Was jetzt wieder? Jamal, rote Karte aus dem Nichts. Leute, es ist doch nur noch lächerlich, oder? Es ist doch nur noch lächerlich. Junge, Alter. Gefährliches Spiel. Rote Karte. Habe ich noch nie gehört, dass es für gefährliches Spiel eine rote Karte gibt. Abfahrt. Sau stark, Opa. Grandios. Na, wenigstens auf unserem Torwartverlass, Alter. Ist ja auch nicht der Neue. Junge. Wild. So. Wir müssen es jetzt rausreißen, ne? Wir müssen es jetzt rausreißen. Und ich würde sagen, wir bringen den Kimmich mal in eine Offensive. Ja gut, ich muss auf jeden Fall einen Kim bringen für den Opa. Das war grausam. Auch wenn der Licht auf dem Zahnfleisch geht, muss er jetzt beißen. Oder ich bringe... So, Heavy geht raus für den Tell. Das ist auch schon mal safe. B-Roy raus für den King. Und dann haben wir noch einen Wechsel für die Schlussphase. Immerhin aufs Tor. Ja. Wir gehen natürlich letzte Viertelstunde auf Vollgas, ne? Hopp oder top. Zack. So. Hopp oder top. Abfahrt. Warte, ich habe noch einen Wechsel, ne? Wir können noch den Kretzig bringen. Nur der kann nur zentrales Mittelfeld. Ich kann auch den Müller auf den Gnabry bringen. So, ich sag 1-0 durch Tell. Vorlage Müller. Seid ihr startklar? Der Peretz reißt raus. Ach komm, jetzt mach doch mal jetzt runter hier. Meine Fresse. Mann, immer dieses mit 10 Mann gekicke, ey. Oh Mann, ey. Leck mein Arsch, ey. Das ist ja noch nicht mal zur Chance. Ja. Junge. Lächerlich.
Alter, ich geh pinkeln, ey. Während der Trainer aufs Klo geht, schnappt Thomas Müller sich seine Säge und fängt langsam an, am Stuhlbein zu sägen. Während der FC Bayern in der Versenkung verschwindet, startet ein kleiner YouTuber mit seinem Kanal ganz groß durch. Wild. 0-3 noch. Wow. Wow. Ja, richtig wild. Ei. Katastrophe, Alter. Easy, ja komm. Wenn du nach, was weiß ich, der Jamal Musiala da eine rote Karte zieht, Alter, wie so ein Anfänger Spast, Alter. Was sind das denn auch für Sachen hier? Gefährliches Spiel, rote Karte. Junge. Was neue Spieler. Vor allem das Schlimmste daran ist, der Müller, der ist halt genauso. Alter. Junge, da kannst du bringen, wen du willst hier. Das ist ein Trauerspiel. So. Wo ist der alte? Machen wir so. Da ist der Kimmich ist tot, da ist der und ach du grüne Neune, Alter. Eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus.
Bitte gleich einmal 5 Liegestütze. Ne, erst nach dem Spiel. Damit ich mehr Wut habe. Okay. Aha, gerade hat er neutral angezeigt, dann kriegst du einmal durch. Bild. Naja, gut. Genau, einmal pro Halbzeit ist auch gut, ey. Okay, Abfahrt. Alter, wenn der Timo Werner mir jetzt wieder 2 Tore einsteckt, ne, dann... Opa, Alter, du musst den Timo Werner, tritt ihn einfach nicht vom Feld. Conny, du musst den Dani Olmo einbremsen. Abfahrt. Wir freuen uns doch nicht, Leute. Wir machen nicht wieder den Fehler wie vorhin. Sehr gut, Daniel. Gulaschi, ja. Ei, Pavlo, das wird teuer. Das war so ein Kimmich-Fehlpass eigentlich. Naja, das werden wir nach dem Spiel sehen, ob das so ist. Ob jetzt Trainer mit gutem vorangehen hätte müssen. Ja, zieh an den Spur, zieh an und nicht rüber! Nicht rüber! Passen! Was? Nein! Ist nicht dein Ernst, Junge! Das ist nicht dein Ernst! Wie kann er denn aus dieser Position den Ball quer den Torwart in die Arme schieben? Junge! Nee, das ist nicht vercoacht. Das ist katastrophale Leistung von Gnabry einfach. Junge, wir haben schon wieder Chancen für 3 Hütten, Alter. Wir wissen alle, wie das gleich wieder ausgeht. Junge, wenn du jetzt nicht das 2-0 machst, ne? Dann ist Hopfen und Malz verloren, Alter. Stark, Opa. Jetzt macht das Ding lang. Ach komm, was soll das denn immer? Und jetzt gibt es wieder am 16-Meter-Raum den Freistoß, wa? Ja, gelb. Gleich wieder gelb-rot. Junge, der ein am Fell, das Spiel, Alter. Da, guck's dir an. Da war der Freistoß. Junge. Hör mir auf, ey. Ja, wenn der Gulaschi Note 1 hat, Alter, sagt das alles über unser Spiel aus, oder?
Davis hat eine 3,5er. Und Conny. Der Rest ist gut am Start. Der Tell ist auch nicht so. Aber das ist ja kein Problem. Da haben wir ja Alternativen. Ist ja nicht das Problem. Wir haben ja eine 1A-Alternative mit dem Heavy Cane. Alter. Ist ja schon mal, womit wir arbeiten können. So, dann bringen wir den Leon noch rein. Und wir bringen... Nein, jemand sieht... Oh, ich guck mal den Licht an, Alter. Leck mein Arsch, ey. Ja, ich muss den Wechsel aufhören. Ich muss hoffen, dass Opa nicht gelb-rot zieht, Alter. Ich muss hoffen, dass der Opa nicht gelb-rot zieht. Ja, wir lassen es erstmal. Sie muss eigentlich auch noch raus. Aber ich habe keine Alternative. Ich müsste einen Guerrero runterziehen. Ja, wir könnten Sané bringen, ja. Ja, das können wir machen, ne? Oder ein King. Aber King hat eine 3er-Form, Alter. Das ist halt Katastrophe. Komm, wir machen das. Nehmen den Fonsi raus, tauschen das. So. Ja, und eigentlich müsste ich den Gnabry auch noch rausnehmen. Was hat er für eine Form, der Gnabry? Eine 7er, Alter. Du musst doch jetzt eine Hütte machen, Serge. Mach es einfach. Do it. Du hast 2 riesen Dinger versemmelt. Mann, Mann, Mann. Thomas ist heute on point, Alter. Fällt mir richtig gut. Oh, Herbie, komm. Schön, jetzt Flanke. Alter, was ist mit dem Kane los? Jetzt mal ernsthaft. Der trifft ja in der Scheune nicht. Weißt du, wenn wir es 2:0 machen würden, dann könnte ich direkt schon zack noch einen Wechsel bringen. So, Leute, jetzt wird's wild. Weil der Licht ist tot, Alter. Opa hat gelb. Ich muss einen Min-Jae bringen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. So, Müller macht echt ein Top-Spiel. Jetzt ist die Frage. Spielen wir weiter? Ich meine, wir haben jetzt so viele Chancen auch nicht zugelassen, ne? Ja, wir spielen. Komm, wir müssen hoffen, dass wir das Zweite machen, Leute. Wir müssen hoffen. Anders geht's nicht. Ich kann noch einen King bringen. Komm, ich bringe noch einen King für den Serge. Abfahrt. Feuer frei. Mach die Pause weg. Ich kann nicht hingucken, Alter. Kim ist auch platt. Die sind alle platt. Ein Eckball aus dem Nichts, oder was? Alter. Eieiei, da geht's wieder dahin. Warum er da jetzt geschossen hat, wenn da vorne 4 Weiße im 16er sind, ist auch wieder so ein Ding, Alter, das musst du nicht verstehen, ey. Mann, Mann, Mann. Nee, was soll ich da ändern? 2 gelbe Karten im Spiel ist ja normal. Kann ich ohne Einsatz spielen. Geht mich auch nicht weiter.
Ja, 1-1. Sie ist eigentlich okay in Leipzig, aber ganz ehrlich. Die Chancen, die da waren, ei. Junge. Also jetzt muss definitiv eine Trendwende folgen, ne? Egal wer der Gegner ist, Alter, wir müssen jetzt liefern. Sonst ist hier aber Krankheit. Die Licht ist leider erkrankt. Ja, Halleluja. Dauer 5 Tage. Magen-Darm. Läuft. Mit 3 Innenverteidigern gar kein Problem. Lächerlich. Tore raus. Vorgenommen, morgen nicht mehr zu rauchen. Ja, lass das auch mal. Rauchen ist für den Arsch, Chico. Ich habe auch 10 Jahre geraucht. Alter, haben jetzt nur englische Woche auf englische Woche hier, oder was? Wahrscheinlich, ne? Makaber Haifi, ey. Leck meine Füße, ey. Das Ding ist, ich weiß schon nicht mehr, was ich trainieren soll. Die Trainer der zweiten Mannschaft empfiehlt Ihnen, Vincent Manuba eine Chance in der ersten Mannschaft zu geben. Wer bist du denn? Rechter Außenverteidiger. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche einen Innenverteidiger, Alter. Ich bräuchte einen Innenverteidiger. 7-1er. Steve Breitkreuz. Alter 31. Ja, den brauchen wir gar nicht hochziehen, Alter. Tarek, ey, da ist er. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt einen hochziehe, dann kann ich wieder in der Winterpause keinen verpflichten. Bringt mich also auch nicht weiter. Also, ja, wir machen mal das Spielergespräch hier. Was, Fanclub-Besuch? Ja, schick den neuer, Alter. Bringt eh keine Leistung. Zack. Ach, Liegestütze muss ich noch machen, genau. Sag da mal. Ich wollte die Cam umstellen vorher, wa? Wo ich die Liegestütze gerade nicht fühle, sag ich dir. Die Leistung, die ich da gesehen habe auf dem Feld. Geheime Krisensitzung beim 1. FC Köln. Ja. Ja gut, jetzt gibt's keine Ausreden mehr, ne? Haifa und Freiburg muss weg. Ich weiß nicht, was mit dem Harry Kane los ist, Leute. Aber der Tell trifft ja auch nichts. Meine Stürmer treffen einfach keine Scheunentore. So. Conny war auch nix. Pavo ist auch tot, aber Conny auch. Ach komm. Retzig hat eine 10er Form, Alter. Den bringe ich jetzt knallhart. Linken Verteidiger. Vormäßig geht's echt aufwärts, ne? Guck dir das an. Der Neue hat immer noch eine 4er Form. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Darf man nicht mehr wie 7 Spieler auf der Bank haben, oder was? Ja, anscheinend ja doch.
So, Müller war echt gut, ne? Müller war echt gut. Minje ist eigentlich auch schon tot. Ich habe schon extra kein Training gemacht. Das macht alles keinen Sinn. Okay, du musst jetzt liefern, Alter. Was macht denn eigentlich so der Musiala, Alter? Der ist gesperrt, ne? Sehr gut. Sieht man denn hier eigentlich auch... Alter, das war dumm. Frische sieht man hier gar nicht, oder? Doch hier Fitness, ne? Serge, Alter, du hast mich maßlos enttäuscht. So lassen. Joa. Wilde Nummer? Aber so ist es. Und nicht anders. Wir spielen jetzt mal ohne viel Aufwand. Ob das ein bisschen was hilft. Jop, 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 jop. Jop, 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 jop. Katastrophal in Ecken sind wir, ey. Okay. 2-0, Leute. 2-0. Erreichen Sie die Mannschaft nicht mehr. Ach, volles Rohr, ey. Bester Spieler ist immer noch Josua Kimmich hier. Hier Saba. Ja, Alter, die müssen wir putzen. Da gibt's keine Ausrede jetzt. Da gibt es keine Ausrede. Wir schaffen das heute. Damit das klar ist. Versprecht dir nochmal einen Bonbon. Nein, ich zahle kein Geld. Ich zahle kein Geld. Punkt. Welt. Um einen Angriff auszuwählen, stellen Sie zunächst oben rechts die gewünschte Kategorie ein. Dann können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten links und rechts neben dem Spielfeld zwischen den verschiedenen Angriffen wählen. Mit Hilfe der Play- und Pause-Button können Sie den Angriff abspielen.
Wer ist denn jetzt wer hier? Das ist ja... Ach, ich kann die gar nicht editieren, oder was? Ja, der ist schon mal gut. Aha, also wenn der Guli da so rauslaufen würde. Okay, den nehme ich auch noch mit rein. Abfahrt. Junge, das ist hier einstudiert. Sau stark. Wie kann man den vorbeischießen? Wie läuft's mit deinen Bayern? Sehr gut, wie du siehst. Hallo, rote Karte habe ich doch gehabt, ne? Du musst doch mal hier die volle Geschichte erzählen. Conny! Conny, ey. Bärenstark. So, direkt nachlegen vor der Pause, Männer. Nicht einschlafen hier. Coman Note 4, Alter. Sané Note 3,5. Also die Angriffsreihe ist halt auch in jedem Spiel ein Totalausfall, Alter. Der Daniel macht wenigstens einen guten Job. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Zieht der Sieg. Ja, King, Alter. Muss seine Chance gehabt, ey. Tschüss. Goretzka, Guerrero, auch alles unterirdisch. Sané, Müller, Kane, eigentlich alle. Chico, rein. Conny. Sehr gut, sehr guter Pass. Der kretzt sich, Alter. Ist ja die jungen Willen. Die einzigen, die liefern hier bei uns. Sehr gut. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kann ich immer auf entspannt wechseln, aber jetzt müssen wir erst den Angriff abwarten. Ah, sehr gut. Alles klar.
Dann wechseln wir mal ein bisschen Frische ein. Zack. Das macht keinen Sinn. Ich habe hier überhaupt ein Gespräch geführt hier mit dem Tünes oder was? Kann mich nicht dran erinnern, ey. Betzig ist auch tot. Den Davis noch rein. Na, und ich bringe noch einen Pavlo. Perfekt. So, jetzt fahr das Ding easy nach Hause, mal noch ein drittes und dann ist doch alles gut. Erzähl, Alter, leg mein Arsch, ey. XG wird 0,09. Der Vincent kommt aus meiner zweiten Mannschaft. Eieiei, da haben sie mich vernascht. Wie schnell der von sie ist, aber. Vincent! Das wäre der Einstand gewesen, Junge. Das macht das Ding nicht nochmal spannend, Alter, auf die letzten paar Meter. Ja, Pablo, das ist gut. Sau stark. Läuft. Läuft. Ne, ich spiele auf normal. Das Problem ist halt, dass ich ein Anfangscoach bin mit Popel und trainiere eine Mannschaft wie Bayern halt. Das ist so das Problem, glaube ich. Schönes Ding. Alter, dein Ernst, Serge? Dein scheiß Ernst? Ey, das ist so ein Chancentod, der Typ, ne? Katastrophe. Da erwarte ich erst gar kein Tor, weißt du? Wenn Leroy an Ball ist, erwartest du kein Tor. Das ist schockierend, ne? Wie ähnlich das ist. Ohne Scheiß. Vincent, sehr schön. Was soll der Spieler machen? Passen, Alter. Der Posi braucht sich schießen, ey. Vorbei, Müller, Alter. Ach komm. Das kannst du doch keinem mehr erzählen. Am leeren Tor. Meter Abschlusstraining, echt, ey. Junge. Opa, Alter. Ja, mach am besten jetzt noch 4-4 in der Nachspielzeit. Wenn der Peretz eine Note 4 hat, weiß ich auch nicht. Mit Glück. Ganz souverän 4-2 gewonnen, Alter. Was ist denn los mit dir?
Die Kollege, bla bla bla, erkundigt sich bei Ihnen über den Spielermarkt in Brasilien. Geben Sie ihm die gewünschten Informationen. Dies verbessert Ihr Netzwerk und steigert die Beliebtheit bei Kollegen. Ja, sicher. Na klar. Sind alles Kollegen, ne? Sind doch alles Kollegen. Frische trainieren. Kurze Frage, wie lange machen wir heute? Das weiß ich nicht. Bis der Kahn hier läuft. So, Pavlo muss auf jeden Fall. Och, der ist auch tot, Alter. Na gut, aber Freiburg wird ja auch nicht viel besser aussehen. Sehe ich das? Sehe ich da irgendwo die Frische? Nee, wa? Was ist denn mit dem Ulle eigentlich los, Alter? Wie kann der denn keine. Ist das die Form oder ist das die Frische, was der mir hier anzeigt? Die Kondition, Alter. Wie kann der denn keine Kondition haben, wenn er nur auf der Bank sitzt? Junge, Junge. Katastrophe. Minjay. Tot. Alter Belly, ey. Katastrophe. Hier, Kimmich. Rot gesperrt. Die ganze Zeit die Eier am Schaukeln, Alter. Kannst du auch nicht reinbringen, den Delicht. Naja, naja, naja. Müller. Koman hat eine Dreierform, Alter. Immer den Teller auf der Posi. Okay, eigentlich sieht's ganz gut aus. Dafür, dass eine englische Woche ist. Ja, ich muss den Goretzka da erstmal. Weiß nicht, ob Minje eine Halbzeit drin hat, Alter. Er hat eine 6er Form, ey. Ja, das Zusammenspiel passt nicht so gut mit dem Pavlo. Naja, gut, Abfahrt. Wir bleiben mal beim ruhigen Aufbauspiel. Kann es sein, dass du die auslaufen lassen musst nach dem Spiel, damit die Konditionen generieren? Das glaube ich nicht, weil der Co-Trainer da immer irgendwelche normalen Dingens macht. Das ist halt einfach in der englischen Woche. Siehst ja hier, guck dir Freiburg an, es hat dasselbe. Hier, Ginter, Rot, der Dinge, der. Ja, ja, aber Ulle Ja. vom auf dem Arsch sitzen oder was? Ja, weiß ich auch nicht, was die haben. Weiß ich nicht. Kannst dir nicht sagen. Könnte natürlich hier mal. Ja, aber. Komm, ich mach mal konzentriert, ey.
Gucken wir mal. Wenn nicht, müssen wir da relativ frühzeitig intervenieren. Wut. Na, Wut haben wir gerade nicht. Bisschen Streich ist noch Trainer, Alter. Ja. Wir müssen das Spiel gewinnen. Die stehen vor uns. Männer. Konter Freiburg in der 3. Minute, ey. Könnt schon wieder kotzen, Alter. Halleluja. Wie können die denn bitte 60% Ballbesitz haben? Alter Mensch, das ist nicht dein Scheiß Ernst, ey. Jedes Mal, Alter. Diese Tore sehe ich zum 4. oder 5. Mal ein und dasselbe Pissding, Alter. Junge, Junge. Hier. Gehst du direkt raus, Junge. Da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Hier, tschüss. Fertig. Junge, ey. Das ist lächerlich. Mann, 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 ey. Jetzt mal ernsthaft, wenn du solche Dinger nicht machst, ne? Wie willst du dann auch jemals ein Spiel gewinnen, Alter? Junge, Junge. Katastrophe. Katastrophe. Ohne Scheiß, du kannst den mal nicht aufstellen. Ohne Witz. Ich spiele jetzt. Opa, kannst du wegtun. Da spiele ich besser nur noch mit einem Innenverteidiger oder mit gar keinem Innenverteidiger mehr. Junge, ist das eine lächerliche Scheiße. Junge, Junge. Kai, ich habe hier einen Insider-Tipp für dich. Du müsstest mal ein paar Spiele gewinnen, sonst fängt dein Trainerstuhl an zu wackeln. Kennst du den? Ich war auch überrascht. Aber das wurde mir gerade so zugetragen.
Wow, Harry Kane hat mal ein Tor gemacht. Das erste in 10 Bundesligaspielen, oder was? Junge, Junge. Ahnung vom THC. Eieieiei. Ich muss doch irgendwas Frisches bringen. Wir müssen jetzt noch den letzten Kicker hier bringen. Wir müssen den letzten Kicker bringen. Die Musella hatte ich erst eingewechselt, oder? Sehe ich das hier irgendwo? Leroy, ey, machst du es heute vielleicht einfach mal? Wäre das möglich? Guck mal, ich bringe den Josh, Alter. Ach, ich kann nicht mehr wechseln. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Sieg, Alter. Komm, bläht doch noch eine Chance ein hier, ey. Boah, nicht Fisch, nicht Fleisch hier, diese Scheiße. Meine Fresse, ey. Jedes Mal wegen irgendwelchen verkackten roten Karten, Alter. Mann, 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 ey. Fällt mir nichts mehr zu ein hier zu dem ganzen Bums. Klare Torchancefall, kriegst du rot für. Wild, wild, wild. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Was ist denn los? Nichts mehr zu verlieren. Ich habe meinen Job zu verlieren. Jakob. Robert. Benjamin. Ja, ich habe mich auch fürs Team geopfert. Okay. Ja, trainier mal Pressing, Alter, wenn eh schon alle tot sind. Das macht richtig Sinn. Machen wir Regeneration. Meins. Ja, Leute, also. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Sagen wir, wie es ist. So. Gut, ich habe die ganze Woche Regeneration gemacht. Dann brauchen wir keine rausnehmen aus dem Training. Dann können wir eigentlich... Sollen wir mal gucken, was so die Zustimmung sagt? Weiß nicht, warum der Kimmich immer noch auf mich geil ist. Mama, hier ist eine Krisensitzung da. Nein, du kannst jetzt doch keine Krisensitzung machen. Wann denn? Ruhig, Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren. So. Das ist dann Regeneration. Belastung, Belastung, Stabilisierung. Aha. Wir machen hier
Und machen hier auslaufen. Oder wohl eigentlich habe ich ja Frische und ich muss Kondition machen, wa? Ja, immerhin sind wir mittlerweile eingespielt. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ja, dass die Kondition, die im Arsch ist. Okay. Dann könnten wir eigentlich doch, hätten wir doch diese Pressing-Woche nehmen können. Okay, okay, okay. Dann würde ich doch sagen, weil wo wir machen besser. Können wir eigentlich lassen, Gymnastik? Spieler hat sein Trainingsziel erreicht. Ausdauer. Sie können nun ein neues Ziel aussuchen, indem Sie einen der weißen Kreise auswählen. Hat der Spieler eine Schwäche, kann er auch daran arbeiten. Was heißt denn das Rote hier? Schusstechnik. Schlecht, oder was? Was ist eine schlechte Schusstechnik? Das ist ja frech. Florian, hau rein. Schönen Abend. Oder gute Nacht. Oder wie auch immer. Matako, dasselbe. Ja, nee, das ist ja die Kondition und nicht die Frische. Da bringt halt erholen lassen nix. Ich dachte halt die ganze Zeit, das wäre die Frische, was da angezeigt wird, aber es ist die Kondition. Krisensitze bei Heidenheim. Ja, guck mal, bei uns noch keine Krisensitze, Alter. Bei uns läuft, wir sind voll im Soll. Meisterschaft ist noch voll drin. Und jetzt Mainz 3-1 weg. Und dann sieht das auch schon wieder ganz anders aus. Gut, Mainz spielt wahrscheinlich Fünferkette, ja. War abzusehen, wa? Das ist ja frische, wir sind frisch wie eine 1, Alter. Wir haben halt einfach keine Kondition. Das heißt, nach 30 Minuten kannst du die auswechseln, weil die tot sind. Aber die sehen ja schon mal gut aus vorne. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt gucken wir mal nochmal vormäßig drüber, ob wir irgendeinen Knaller hier haben auf der Bank, der richtig in Form ist. Opa ist rot gesperrt, wer hätte es gedacht. Leon hat eine 5er-Form, hat aber Ausdauer. Okay, ja. Ich starte erstmal mit beiden Innenverteidigern. Muss ich halt in der Halbzeit schauen, dass wir wechseln. Ich würde auch erstmal mit dem Leon starten, wenn er fitter ist. 5er.
Und wir wollen den Kimmich natürlich als rechten Verteidiger umschulen. Das heißt aber, wir brauchen auf jeden Fall einen starken linken Verteidiger. Guerrero sieht gut aus. Ein bisschen spielstärker. Sehr gut. So, was sagt der Tell? 7er Form. Ja, ich weiß nicht, also Leroy, Serge und Coman ist irgendwie alles ein und die gleiche Grütze, ne? Die kriegen es einfach nicht geschissen, Alter. Ist ja nicht so, dass sie keine Chancen hätten oder sowas, aber die kriegen es halt einfach nicht umgesetzt. Und am meisten enttäuscht mich der King, sag ich euch, wie es ist. Von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht mit Opa nochmal ein Gespräch führen? Kann ich jetzt nicht mehr. Nächste Woche. So, ich probiere mal so. Dass sie vielleicht nicht als Rechtsaußen zählen. So, was macht der Musiala so? Hat eine 4er Form, ist eine Maschine, richtig stark. Auch eine absolute Enttäuschung. Na ja, gut, Abfahrt. Wir gehen wieder auf unser Kurzpassspiel. Wir werden durch die Mitte spielen. Tun wir. Sehr gut, ist eingestellt. Joa. Okay, das passt. Auch so mal, das spielt eh keine Rolle. Konter, ja. Okay. Nehmen wir den Lee vielleicht noch irgendwie. Der Leon ist doch am Start. Der Leon nimmt mal den Lee in Mangel und wir starten konzentriert. Abfahrt. So, 1-3, ne, denke ich auch. Ganz souveräne Kiste jetzt hier. Alter. Und dann starten wir gleich wieder mit so einem Ding, ey. Eieiei. Anti-Aggressionstherapie. Ich weiß auch nicht. Was ist denn eigentlich Infobox in 3D-Match hier? Alter. Ey, ohne Scheiße, das ist 1:1, wie wir spielen. Das 1:1, was wir die ganze Saison gesehen haben. Egal welcher Ballverlust, Konter, Tor. Katastrophe. Ja, Pfeif wieder faul, ne? Gott, jetzt kannst du den Fehler wieder gut machen, Alter. Ah, wow. Ei.
Jetzt mal ernsthaft, ne? Wie viele Chancen wir immer haben. Seht ihr das mal beim Gegner? Nee, ne? Jede Chance, die kommt, ist drinne, Alter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich war gerade noch überlegen, nehme ich einen Goretzka raus, Alter. Na, ich muss diese Infoboxen wieder ausmachen. Ne? Erschreckend wie real das ist das der, ey. Alto Belly, ey. Das Schlimme ist, du kannst alle auswechseln. Wirklich alle. Guck dir das an. Alle Müll. Komplette Mannschaft. Da musst du schon aus Verzweiflung einen Verzweiflungsmove machen und musst einen Serge in den Sturm stellen. So ein Ding. Katastrophe. Münche und ne, der XG-Wert sagt, dass es 1:0 für Mainz steht. Alter, die kreieren halt noch nicht mal irgendeine verkackte Chance, Alter. Hier, bitteschön. Meine Fresse. Gegen Mainz, Alter. Klärt auf Kosten einer Ecke und die Ecke gibt's nicht. Ja, Konter. So lächerlich, Alter.
Mit Ansage. Mit Ansage, Alter. Das ist zum Heulen, ne? Der Einzige, der liefert, Alter. Der Einzigste, der hier liefert in dieser Mannschaft. Und wenn du das dritte Unentschieden jetzt hintereinander spielst, dann deinstalliere ich das Spiel gleich, Alter. Meine Fresse, ey. Gegen Mainz, Alter. Lächerlich. Lächerlich. Ja, na klar. Na sicher gibt's noch mehr Konto. Ja, wir spielen so lange, bis das 3-2 fällt. Das ist gar kein Problem. Ja, und da ist keine Kontersituation, oder was? Lächerlich. Alter, 11 Punkte. 11 Punkte. 11 Punkte. Selbst 10 Punkte bis Dortmund. Das ist doch ein Trauerspiel. 4 Unentschieden schon. Und warum? Weil wir keinen Harry Kane haben, der vorne Tore schießt. Aber schön, jetzt seht ihr mal, was passiert wäre, wenn Harry Kane nicht so performt hätte, wie er bei uns hat. Geil, oder? Junge, Junge, das ist, also, das ist Katastrophe, ist das. 20 Tage bis zum Duell mit dem Erzrivalen. Aha. Was sagt denn die Uhr? 10 vor 1, Alter. Serge, Alter, du hast dich verbessert. In was denn? Ich hab die Haare schön, oder was? Junge, kurze Pässe. Ja, das ist das, was wir spielen, Alter. Und der kriegt nichts auf die Kette. Allein gegen Torwart. Hier, 75%. Junge, Junge. Wo ist Torabschluss? Katastrophe, ey. Flanken kann er nicht, aber ist ein Außenspieler. Oder was? Rot. Ach so, nee, er zählt nicht. Flanken kann er nicht. Kann doch nicht mit normale Flanken. So stark. Torabschluss gibt's gar nicht bei ihm. Ist nicht möglich. Wild.
Schusskraft. Dribbling. Dribbling. Freistöße. Kopfball. Allein gegen den Torwart. Kurze Pässe. Freistöße. Ecken. Volley. Nee, der Serge ist einfach nicht torgefährlich. Dann machen wir allein gegen den Torwart. Darmstadt 98. Schwerpunkt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ich bin schockverliebt, ja, richtig. Na klar. Der Einzige, der noch ein bisschen performt, fällt 7 Tage aus, Alter. Zu hartes Training. Manuel Neuer gönnt sich goldenes Steak. Er macht einen Ribéry, Alter. Nee, ich hatte vorab nicht die Trainingswoche Regeneration ausgewählt. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. Schon frech. Ja, leg doch Geld an, meine Güte. So. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass unser Angriffsfußball mit kurzen Pässen ist auf jeden Fall nicht effektiv. Das können wir schon mal festhalten. Wir werden direktes Angriffsfußball machen. Wir werden die Jungs ein bisschen defensiver hinschieben. Joa, so werden wir es mal angehen, ja. Cosmic, der war böse, das ist dir klar, oder? Weiß ich würde ja auch gerne mal mit Dreierkette spielen und sowas, aber kann ich nicht, weil ich keine Spieler dafür habe. Weil ich nur 3 verfickte Innenverteidiger habe, wovon einer immer rot gesperrt ist. Junge, Junge, Junge. Was ist denn der Tipp? 1:2 für Darmstadt ist der Tipp. Alter, ich krieg zu viel. Na, wenigstens ein bisschen Kondition in die Mannschaft, Alter. So, Opa ist nicht mehr gesperrt, oder was? Ist ja auch wild. So, dann gucken wir doch mal, was abgeht. Pavlovic hat wahrscheinlich wenig Kondition. Brauchen wir nicht aufstellen. Dann lassen wir mal Leon und Leimer. Oder sollen wir einfach mal nur mit einem Defensiven spielen? Oder wir machen halt echt einen Defensiven und einen Zentral. So.
Was sagt Thomas Müller? Thomas Müller sagt 5er Form. Grandios. Thomas Müller müssen wir jetzt mal ersetzen. Durch einen Jamal. Aber das ist mir zu viel durch die Mitte hier alles. Das ist mir zu viel durch die Mitte. Was sagt Davis? Davis sagt 6er Form. Ein bisschen Ausdauer hat er, alles gut. Dann spielen wir mit dem linken Mittelfeldspieler. Nee. So. Könnten Kimmich rechtes Mittelfeld umschulen. Genau, und dann machen wir Nuss in die Viererkette und spielen vorne mit 2 Stürmern. So ist der neue Plan, Leute. Ja. Ich denke, so könnte es was werden. Wir ziehen ihn noch einen Tacken zurück. Notfall besser eine gelbe Karte als ein Konter. Ja, das hat ja bisher richtig gut geklappt mit den ganzen Kontern, die wir kriegen. Vermeidet Fouls vor dem Strafraum. So. Und dann werden wir den ganzen Bums jetzt hier mal ein bisschen variabler aufstellen. Das mit den Schiebereglern ist echt wild, ne? So, mein Tipp 5-1. Ich spiele natürlich voll auf Konter, ne? Ist dem Club 13 beigetreten. Hättest du nicht was anderes tippen können? Andreas Heidrich ist dem Club 13 beigetreten. Doppelt abgespielt. Andreas! Vielen lieben Dank. Wie hätte ich was anderes tippen können? So, Männer, wir brüsten jetzt hier mal knallhart. Ich will heute sehen, dass ihr Spaß habt. Abfahrt. Wir sind schon wieder direkt am Start nicht da, ne? Direkt erstmal 60% Ballbesitz zu Darmstadt, Alter. In den ersten 10 Minuten. Das erwarte Offensivfeuerwerk des FC Bayern München bleibt bislang aus. Katastrophe. Also wenn wir das Spiel nicht klar und deutlich gewinnen, dann ist Hopfen und Malz verloren in dieser Mannschaft. Oder in mir als Trainer, das kann natürlich auch sein. Das wollen wir ja nicht ausschließen. Ich habe 37% Ballbesitz, Alter. Das ist doch nicht deren verfickter Ernst. Junge, Junge.
dann köpft der Kimmich das Ding noch rein. Deckt meine Füße, ey. Wie gesagt, der Pavlovic ist der Einzige, der hier Leistung bringt. In jedem Spiel. Und wir kassieren einfach zu viele Konter. Wir müssen von der offensiven Spielweise weg, glaube ich. Geh mich besser, Mann. Eieiei. Ach, der war doch drinne, Alter. Was, Latte Boden? Was war das denn jetzt, Latte Boden? Latte Boden, Alter. Männer, können wir jetzt das Tor machen, damit wir das Spiel wenigstens über die Runden kriegen? Alter, es ist nicht dein Scheiß Ernst. Wetten, der ist wieder drin? Oh, wow. Junge, Junge, Junge. Was haben wir denn noch hier an frischen Jungs? Ja, Harry Kane ist halt auch, ich kann nicht mehr, ist auch Totalausfall, Alter. Schon frech. Meine Güte, endlich, ey. Leck mein Arsch, ey. Alle verkaufen. Alle. Wieder eine Ecke aus dem Nichts, ne? Ist klar. So lächerlich, ey. So lächerlich. Weißt du, jetzt hast du schon auf defensiv mit langen Bällen gestellt. Und dann sowas. Junge. 3:2 gegen Darmstadt zu Hause. 3:2. Das musst du dir mal reintun. Aber 3 Punkte aufgeholt auf Dortmund und Leverkusen. Wild. Beide verloren. Steht hier in Opa für mich der begnadete IV, den ich je gesehen habe, dieser Körper und Talent zu verteidigen, wenn man so ein Talent hat, wie so dieser Aussetzer. Ahnung. Wie willst du das nachvollziehen? So, da wir jetzt gleich irgendwann noch gegen Dortmund spielen, das nehmen wir noch mit.
Conny ist unzufrieden mit seiner Einsatzzeit. Na Junge, da musst du mal Leistung bringen, ne? Das ist ganz einfach hier beim FC Bayern. Ja, die Leute verbessern sich, kann ich eh nicht hochholen. Da ist es schon. Eieiei, in 5 Tagen. So, Leute, jetzt müssen wir liefern. Guck dir das an. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. Junge, Junge. Kann ich nicht hier? Ne, kann ich erst am nächsten Punkt, ne? So, jetzt können wir das Ruder jetzt noch mal rumreißen, ne? Mit dem Sieg können wir das Ruder rumreißen. Wie der Tuchel immer sagt, das Momentum, ne? Das ist jetzt der Knackpunkt diese Saison. Wenn wir gewinnen, ist noch mal was drinne. Wenn es verloren geht oder unentschieden, dann kannst du das Licht ausschalten. Ja. So sieht's aus. Das Problem ist, ich kriege einfach keine Konstanz vorne in unsere Angriffsspieler. Die sind alle scheiße. Durch die Reihe, Alter. Da ist keiner, wo du mal sagst, irgendwie, der trifft mal zuverlässig. Deswegen booste ich jetzt mal Heavy Kane bei seinem Trainingsziel. Ob das irgendwas bringt, wage ich zu bezweifeln, aber... So, ich mache schon mal Aufstellung fertig. Wir werden auf jeden Fall... Aber selbst da haben wir ein Konter gefangen. Das macht auch keinen Sinn, ne? Ja, gut, das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist eigentlich Tuchels Fußball. Komm, wir machen das mal. Weil gegen Pressing sind wir eigentlich gut. Komm, gegen Dortmund müssen wir all in gehen, Alter. Wir machen hartnäckig. Ja, 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 ja. Ja, aber man sieht ja, also wenn man die Sachen nicht trainiert, gehen die Werte echt ganz schnell nach unten hier, ne? Also man müsste sich echt mal so ein paar Trainingswochen fertig machen selber. Spielen auswärts, Alter, okay. Wow. Also Dortmund ist uns in allen überlegen. Ja, okay, das wird wild. Über Außen sind wir natürlich überlegen, ja. Ja, ja, mach Hauptsponsor, Fanclub, Sport mache ich auch noch, gar kein Thema. Was? Leute.
heute. So, flache Flanken, Distanzschüsse. Wir nehmen mal hier noch Eckenrückraum mit rein. Ja. Das wird wild. Ja, wie gesagt, irgendwas stimmt mit dem Twitch-Kanal nicht. Der zeigt ja auch nicht die Dinge jetzt an. Die Chat-Statistiken und sonst was. Ich weiß es nicht, was da. Was ist das denn für eine Datenbank, wenn ich den Stadionnamen aus Dortmund sehe? Kannst du ja gerne editieren. Das Jugendcamp in Uruguay ist fertig, Leute. Geht los jetzt. Bald kommen die ganzen Abwehrstars. Bald kommen sie. Ja, ich besuche immer gerne den Fanclub, ist kein Problem. Dip, 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 dip. 2 Tage zum Duell mit dem Erzreber. Eieiei. Tipp ist 1-1. Das ist ja wild. So, was zaubern wir denn jetzt mal raus? Was zaubern wir mal raus? Okay, das heißt, wir werden mit einem Stürmer spielen. Harry Kane. So, wer hat denn hier noch eine Topform? Conny Leimer. Was hat denn der Goretzka? Eine 5. Ja, komm, machen wir Conny. Müller, 5. Leroy hat mal eine. Kingsley hat mal eine 7er Form, Alter. Was ist denn da los? Was hat ein Guerrero so? Eine 6er und Kimmich wahrscheinlich auch, wa? Okay. Und Davis die Maschine? Eine 6er. Also vormäßig geht es ja auf jeden Fall gerade einen Tack nach oben, ey. Fangen wir mit dem Guerrero ruhig an, ne? Wir starten mal so rein in den Bums. Genau, hier hatten wir alles fertig gemacht. Wir können natürlich noch... Gut, hier müssen wir natürlich jetzt einen raushauen, ne? Unsere Spezialtaktik wiederholt alles Gute.
Naja. What? 2-1 für uns. Na, weg sind wir mal da von Anfang an. Sehr gut, Männer. Harry Kane, wegen Festhalten eines Gegenspielers. Na, ist klar, ist super realistisch. There we go, there we go. Alter. Ja, das ist ein richtiges Topspiel, ne? Eine Chance wird gleich entscheiden hier, den Bums. Hurra, hurra, die Bayern, die sind da. Jackie, wegen umstrittenes Foulspiel. Wenn ich das schon wieder lese, ne? Und wenn das gleich wieder eine gelbe Rote zur Folge hat. Do it! Do it! Der Pablo, Alter, ist so ein abgewichster Hund, ne? Ist das euch, ey. Ich habe mich gerade noch gefragt, hier, die Dortmunder haben ja gewechselt, die haben Giovanni Reina für den Schlotterbeck gebracht. War ich schon überlegen zu reagieren, aber wir fahren erstmal weiter. Komm, Conny, spiel schön, ja, sehr gut. Und steck durch. Grandios. Wie hat er den denn gehalten, Alter? Junge! Und dann gibt's doch nicht mehr die Ecke, oder was? Die ist ja wieder uninteressant. Junge. So. Wir haben noch einen formstarken Kingsley draußen. Komm, ich riskiere das, ey. Ich will erst mal überlegen, ob wir durchfahren, so. Aber ich glaube... wir gehen aufs Zweite, oder? Zack. Was haben wir? Wie viele Minute? 71. Komm hier. Ja, aber die Ausleihen sind doch nicht hierbei. Beim Spielstand. Hurra, hurra, die Bayern, die sind da.
Jawohl, mach ihn rein, Pavlo! Die Saison ist noch nicht abgeschrieben. Die Saison ist noch, wir sind noch im Rennen. Es brennt. Ja, wenn die volle Saison waren, ja, dann sind die dabei. Sehr gut. Vielleicht haben wir unsere Taktik gefunden jetzt. Wer weiß. So. Ja gut, Leverkusen ist schon wie in Real hier. 8 Punkte ist schon wild. Wolfsburg, Alter, 22 Punkte. Da kommen wir müssen jetzt noch mal kurz bestätigen, ob das nicht nur eine Eintagspflege war. Gegen wen spielen wir denn? Gegen Dortmund immer motiviert die Bayern, ne? Leon Goretzka ist unzufrieden. Ja, dann geh doch, dann verpiss dich doch aus unserem Verein, Alter. Mein. Oh, schön mit englische Woche. Eieiei. Was ist denn die Uhr? Ne, ich mach Feierabend, Leute. Ich mach Feierabend. Sonst wird das hier gar nichts mehr heute. Ist ja wild. Yusuf. Heidenheim, das sieht doch gut aus. Ja, so ist hier das. Okay, wild. Sieht man die Tabelle hier oder was? Ah, viele Unentschieden, oder? Okay. So. Kann ich denn nicht safen hier, ey? Oh, save. FCB. Speicher. Leute, das war's für heute. Wie wenn. Ich bedanke mich bei allen, die da waren. Wilder Start, ne? Aber wir müssen uns noch reinfuchsen hier in die Mechaniken. Und dann geht das aufwärts. Dann läuft das. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schönes Wochenende. Wir gucken mal, ob wir morgen noch mal ein bisschen weitermachen. Könnte durchaus passieren. Wir schauen mal. Gutes Nächtle, ihr Lieben. Ich wollte gerade sagen, die Mara kann sich auch noch verabschieden. Tschüssi.